Da drücken wir auf Streamen, starten. Da haben wir den zweiten Monitor, weiß ich nicht, wo wir den hier lenken. Timmy Boy, heute war ich vorher dran. Muss auch immer, ich muss die Zeit wieder einholen, die ich am Mittwoch verschissen habe. Was ist das? Timmy Boy, grüß dich dir daheim. Merci dir, Kuss auf die Nuss. So, jetzt warten wir mal ein bisschen mich selber her. Richten wir da mal her. Da haben wir, zum Trinken haben wir wieder nichts. Das ist ja eh wurscht. So, haben wir da. Ja, das schaut gut aus. Schau, wenn das nicht gut ausschaut, was ist das nicht? Havli! Evans, Birger, Freitag, 20 Uhr, sind wir fit oder was? So, jetzt warte mal, hab ich mal irgendwas, hätte ich noch fast Zeit übersehen, Kriminalfeier. Fix letten, Alter. So, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Alles schau, hier schaut's gut aus. Fix schauen wir mir alle gut aus. So, Wahnsinn. So, das erste, was mir noch dazu einfällt, ist, Monitor einrichten, Scheiße zumachen, das zumachen und dann würde ich sagen, hoch die Hände, Wochenende! So schaut's aus. Grüßen wir mal in den Haufen hinein. Habe die Ehre an den Kai, an den Forest Squad, an den Flipnase, an den Bavaria, an den Charlie Pilot, an den geknickerten Bazi. Servus beieinander. Freitag ist, du hast das Bier einschalten und Bier aufreißen, aber die zwei Sachen bloß nicht verwechseln. Das stimmt. Das ist wirklich wichtig. So, da die sagen, könnt ihr euch gleich einmal eine halbe holen. Das kann halt wieder ein wenig länger dauern. Vielleicht aber auch nicht. Weiß ich nicht. Wenn ich mir tue, bin auch schon alt, fett, nicht mehr alt, fett und langsam. Da muss noch ein viertes Attribut dran. Alt, fett, langsam, teilweise miert. Herr Schaller! Ein Schmidbaum, Honey! Okay. Tobi, merci dir. Habe der Birger falls das gesehen hast, hoffe hat da das Video für die G-Feun und Nai Kim aus Bayern, nett aus Österreich, Daumen hoch, Smiley mit Freudentränen. Ich krieg so viele Videos, Alter, ich hab keine Ahnung, von was für ein Video du redest. Franz! 14 Uhr, Punkt, Komma, Saufer, Sakra. Okay. Danke für den Beitrag, Franz. Mehr als wenn zu viel 50. Und oben habe ich noch irgendjemanden übersehen, das habe ich genau gesehen. Gut, geil, da kriegst du noch Herzl drauf geschissen. Schöne Grüße aus der Spätschicht. Falls du Mitternacht noch streamst, schau einer vorbei. Surblé! Pfui Teufel, Alter. Was ist denn. Also, Spätschicht. Wir haben uns doch schon so oft und ausgiebig über die Spätschicht unterhalten, dass Wahnsinn ist. Soll ich jetzt da noch sagen dazu? Merci dir. Ich hoffe, du bist da. Weiß ich nicht. Ja, während der Spätschicht Stream schauen ist wahrscheinlich eher so kontraproduktiv, aber ja. Der Razor, hast Charisma fleißig skillt, so viel wie es mir möglich war. Ein bisschen bin ich umeinander gedüdelt, hab mir ein Gewand gekauft, ein gescheites, zumindest das mit dem meisten Charisma, das ich gefunden habe. Ansonsten ziehen wir einfach die Brunswick-Rüstung an. Haben auch noch ein bisschen Geld gemacht, ein paar Nebenquests gemacht, aber wie ich schon gesagt habe, ich habe nicht so viel Zeit, komme nicht so viel zum Spielen. Jetzt übers Wochenende, hoffe ich mal. Und dann kehrt sowieso einmal drüber diskutiert, ob ich nicht irgendwie kleine Abschnitte in der Main Story auch Offstream mache. Ich sag's euch, was ist, wir kommen nicht vom Fleck. Selbst wenn wir 3-mal in der Woche das Spiel streamen, kommen wir... Wieso? Wir nennen sie freiwillig, nennt sie Phaser. Leerzeichen, Kappa Pride. Nennt sie, super Beitrag, Dankeschön. Das war ein besserer Beitrag als die letzten 3. Ja, egal. Gut, geil. Der Birger, der Heim mag auch schon ein gutes Geschmack haben. Frage, wo BS hältst du deine pfannfreien Dosen? Raute Scheißpfann. Amazon. Für Frage, oder? Gehst auf Amazon, bestellst, suchst nach Dr. Pepper Paletten, oder es gibt jeden Scheißdreck gibt es palettenweise auf Amazon. Und dann musst du bloß schauen, dass er aus Polen kommt. Und in Polen gibt es kein Pfand. Aber wir in Deutschland, wir retten die Umwelt. Das ist wichtig. Und später wird dann alles in einen Haufen eingeworfen. Man kann ja was anderes erzählen. Checkliste abarbeiten. Helm auf. Grafikkarte an. Internetkabel drin. Heizstream schauen. Moin Faschingsumzug. Fasching. Fasching ist sowas, da kann ich überhaupt nichts damit anfangen. Aber Dankeschön dir. Kuss auf die Nuss. Ja, da könnt ihr euch dann zuleichten. Ich komme ja ohne Fasching zuleichten. Das ist, muss man kennen. Das ist eine Pro-Gamer-Voraussetzung. Also klar. Merci für dein 10er. Humter der Merci für 666. Ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet. Das ist kein Hexenwerk. Gehst Amazon, bestellst da fertig. Gut, geil, merci für dein Zwickel. Der Birger, dein Heim. Ach so, mein Heim, jetzt versteh ich's. Mein Heim mag schon ein gutes Geschmack haben. Das hat das beste Geschmack. Den kann man später auswinden und dann kannst du trinken oder trinken und rauchen. Oder, das sehen wir dann. Das entscheidet der Zukunftsbürger, was er mit dem. Sebian! Merci für den Resub. Servus, Birger, schöne Grüße aus BAM! Ich schau heute von Prag aus zu auf einen guten Stream. Du gibst da quasi die komplette Immersion. Sehe ich das richtig?
10 werden müssen. What's Donny, jetzt für 33 Monate, servus. Auf 33 Monate viel Spaß beim Zocken. Ich hole mir jetzt eine frische kalte Halbe und ein ins Viech. Unterhalten Sie mich. Ich bin gespannt, was heute weitergeht. Ja, man muss, so ehrlich muss man sein. Am Mittwoch war ein wenig Drucke. Muss man einfach mal ehrlich sein. Deswegen habe ich darüber nachgedacht, dass man eventuell ein paar Stellen in der Hauptquest, bis dann spannend wird, dann höre ich natürlich sofort auf. Und dann erkläre ich einfach im nächsten Stream so ein bisschen, was passiert ist. Solange nicht die kompletten Plot-Twists passieren. Ansonsten nehme ich einfach wieder einen Speicherstand und setze mich zurück und lasse es dann und spiele off-Stream weiter. Sonst werden wir nicht fertig. So, was ist denn da jetzt eigentlich los? Leider ist Freitag. Ich bin zu meiner Belustigung da und eigentlich nicht zu einer. Sagt es, wie es ist. Skulls and Lace, Kuss auf die Nuss, mehr als wieder ein Zwiebel. In Bali gibt es einzeln verpackten Gummibärchen. Habe DRRRRRRRT, Burgfräulein Birgbertina. Birgbertina? Heint gibt's wieder ordentlich Depp. Schauen wir mal, ob es heute Depf gibt. Heute Nachmittag hat es ein paar Depf gegeben. Ich hab das erste Mal im neuen Gebiet 2 böse Banditen getroffen. Einer davon war ein kompletter fetter Rittermontur, für den habe ich eine halbe Stunde gebraucht. Der trifft die Arme und du bist tot. Ja, der Arme stimmt nicht, der trifft die Arme, dann blitzt und dann verblitzt entweder oder du bist beim nächsten Schlag tot. Da habe ich eine Zeit gebraucht. Der hat, glaube ich, ungelogen, ohne Übertreibung, der hat 100 Meisterschläge kassiert, bis der umgefallen ist. Mindestens. Ich habe mindestens 20 oder 25 Minuten gegen den gekämpft, bis er tot war. Und bin mindestens 5, 6, 7 Mal gestorben. Da habe ich gemeint, so nicht. Herr Kabotten, der aus Birger, den Typen am Galgen nicht vergessen. Typen am Galgen nicht vergessen. Stimmt! Stimmt, ich habe deinen Kommentar gelesen. Ich will die Erinnerung, spammt den Chat noch irgendwann zu, wenn wir Zeit haben für den Typen am Galgen, wo wir die Karten rausklauen müssen. Zerfix, merci für den 5er. Tami, merci für den Zwiegel 50, Birgerstream, perfekt. Bei deinem Geburtstag, perfekt. Unterschwellige Nachricht dafür, dass man Geburtstag hat. Ich liebe es. Alles Gute. Hunter, merci für dein Zwickel. Hunter, merci für die prompte Antwort. Ja, um Gottes Willen. Posti! Da hat sich einfach ein 20 reingeschlichen und ich vor dir hab's wieder nicht gespannt. Audentis, Fortuna, Eovat. Muss ich wieder fragen, was heißt. Die kommen für die Ehre oder irgend sowas, glaube ich. Gell? So, haben wir jetzt alle. Karte und Galgen! Karte und Galgen, bitte! Karte und Galgen, bitte! Das gehört ja nicht zur Hauptquest, ist nicht so wichtig heute. Ihr müsst es mal bloß ins Hirn reinhämmern, dass es dann irgendwann einmal offstream nicht vergisst. Herr Koppetz, 62 Monate ist absolut geisteskranke Scheiße. So viel dazu. Herr Koppetz, Kuss auf die Nuss. Dankeschön. Und an den Marcel für seine 8 Monate natürlich, aber ganz genau so. Habe zurück. Fortune favors the bold. Was? Fortune favors the bold. Oh mein Gott, was lesen die für eine? So. Übrigens, Memo an uns. Wir haben ja einen Helm auf mit Visier. Also nicht ich da, sondern in-game. Wenn ich den oberklappe, muss ich den auch oberklappen. So dann. So. Das ist gut. Das ist ja damit die Immersion aufrechterhalten wird. So. Nein! Mega Alex Weber, was? Serst du bist der Geilste, immer wieder geil dir zuzuschauen und man sofort gute Laune, danke für alles. Deinen Namen habe ich in Verbindung mit dieser Zahl noch nicht gesehen. Und kriegst du die gleiche Ansage wie alle anderen auch. Mr. Mega Alex Weber. ein klamaukiger Username ist. Ein 50er ist definitiv zu viel und ich glaube, gut, am Ende des Tages musst du wissen, ich weiß nicht, ob es das wert ist, was ich da tue. Ich weiß es nicht. Wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann sage ich von ganzem Herzen Dankeschön und ansonsten sage ich Stop it! So. Ruhe. Geht die Scheiße schon wieder los. Ich flippe aus mit euch. Was ist mit euch? Heute ist übrigens Monster Hunter rausgekommen. Ich starte schon mal das Spiel, damit nichts passiert. Das Lohn? Wie lange dauert das Lohn halt? Wir stehen nicht in Kuttenberg heute, geht schnell. Birger, gibt Lateinunterricht. In nomine Patri, et Filii, et Spiritu, Gacki oder so. Glückskatze, wir häkeln so tolle Mützen. Das haben wir auch schon gehört. Ah, Amazon. Amazon macht alles. Mexikanisches Bier, Amazon. Möchtest du ein Atomboot? Amazon. Möchtest du, weiß ich nicht, ein Hodern? Amazon. Oder nicht? So. Dankeschön. Ich drücke jetzt da auf Fortfahren und schaue, wie schnell das geht und dann schalten wir um.
und lehnen wir uns zurück und dann gemüteln wir ein wenig geschmeidig da hinein. Nächste Woche werden wir dann wieder ein bisschen Abwechslung hineinbringen. Am Montag spielen wir Monster Hunter Wilds. Das hätte ich eigentlich heute schon gern spielen wollen, aber ist ja wurscht. Schaut wahrscheinlich sowieso nicht. Wenn wir es heute nicht spielen, das Ding ist doch so ein halbschariges MMO. Bin mir nicht sicher, ob es ein Full-MMO ist oder ob es bloß wieder so ein halbschariges MMO ist, wie World auch. Und on Release Day, weißt du was es ist? MMOs und Online-Zwang-Spiele am Release Day. Nee, das können wir aussitzen. Die 3 Tage, die da packen wir auch noch. So, Space Instant off! Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir stummieren die Alerts, schalten um, hoppala, falscher Knopf, 14. So, da sind wir. Wir haben letztes Mal... Reitet einfach einer mit seinem Fotzengrundpferdl vorbei. Wir haben letztes Mal... Was habe ich noch alles gemacht? Ein paar Skillpunkte hier und da. Ich habe mir ein Outfit genehmigt. Halt, stopp. Hoppala, das ist gar nicht mein Full Outfit. Wo ist mein Full Outfit? Ah ja, da. Schauen wir mal gut aus. Schön. Haben wir alles da. Fette Rüstung. War sauber beim Bauen und beim Waschen, aber mein Gewand ist schon wieder dreckig. Das geht ein wenig schnell. Dann das ist mein Schleich-Outfit, das Gelbe. Und das Grüne ist mein Adligen-Outfit. Da habe ich definitiv das höchste Charisma, aber mehr wie 16 habe ich nicht zusammengebracht. Ich habe einfach keine besseren Kleidungsstücke nicht gefunden. Und den Mantel, den habe ich jemandem gestohlen. Den Typen, den ich da geschlagen habe. Wo ich vorher gesagt habe, wo ich eine halbe Stunde gebraucht habe dafür. So, da sind wir nun. Jetzt machen wir Folgendes. Wir schauen uns die Questlog an und schauen, wo wir stehen bleiben haben. Beschaffe Beweise gegen Vavak. Sieh dich in der Schmelzerei um, sprich mit Buresh. Optional. Das war, wir waren da beim letzten Mal da herunter und haben in den Minen umeinander und da haben wir mit dem Christian, der Christian, das ist ein guter, umeinander gepimmelt, da geht Silbererz verloren, ja, die haben mehr geschürft, als in die Bücher drinsteht und irgendjemand bescheißt, das haben wir auch schon rausgefunden und irgendjemand in der, wie soll ich sagen, in der Schmelzerei ist da offensichtlich dafür verantwortlich und dem Ganzen gehen wir mir jetzt noch. Wir können das da auch nochmal in Ruhe lesen, warum auch nicht, wir haben alle Zeit der Welt. In Kuttenberg erzählt man sich, dass der Münzbeamte Vavak viel reicher wird als sein... Was? Viel reicher wird als sein... schon gut bezahltes, vielleicht sollten wir mal weiterlesen, Amt es ihm ermöglichen sollte. Offenbar klaut er sogar königliches Silber, worauf die Todesstrafe steht. Aber es gibt keine Beweise. Wenn Ruthard ein Beweis dafür vorlegen würde, würde das seine Probleme mit Vavak ein für alle Mal lösen. Also soll ich ihm Beweise besorgen. Das sind, wenn ich mich richtig erinnert, ist der Ruthard, das sind diese Typen, die Typen in diesem Judenviertel in Kundenberg, die uns da losgeschickt haben, die uns erst dann helfen, wie man in die Burg reinkommt. Nein, das ist der alte gewesen. Das war der alte mit der Rosa. Das war, Entschuldigung, ich glaube, ich habe total verdammt. Damit wir mir in die Burg reinkommen, um einen Hans zu befreien. Und das ist definitiv die Mission für heute. Bei meiner Ermittlung in den Minen von Horschan half mir der freundliche Verwalter Christian von Piesek und ich fand heraus, dass nicht alles Erz, das in der Schmelzerei landete, auch in den Büchern vermerkt wird. Also setzte ich meine Ermittlung in der Schmelzerei fort. Ich sollte mir die Schmelzerei in Grund genauer ansehen, Grund heißt die Ortschaft, und von den Arbeitern herausfinden, ob dort etwas Zwielichtiges vor sich geht. Buresh ist der Besitzer der Schmelzhütte in Grund. Ich sollte mit ihm reden. Christian hat einen Brief verfasst, der mich als Adligen ausweist, der sich für das Schmelzgeschäft interessiert. Wenn alles glatt läuft, gewährt Buresh mir Zutritt zu seiner Schmelzhütte. Aber er wird erst mit mir reden, wenn ich als Edelmann gekleidet bin. So richtig nach Edelmann schauen wir jetzt da nicht aus, aber das muss klar, mehr geht nicht. Mehr ist einfach nicht drin. So, dann ab zum Buresh. Wo ist der Grippe? Mistgrippe. Das ist ja beim M. Sieh dich in der Schmelzerei um, und das ist ein riesengroßes Gebiet. Sprich mit Buresh. Dann gehen wir doch erstmal in Richtung N. Wo ist er denn? Da ist er, Richtung N. Hey, Buresh! Blätt! Bist du der? Nein, das ist der Schankwit Grosch. Buresh, wo? Blätt! Buresh, sauft sich wieder. Ja, das ist sicherlich, saufst du Pfotzen schon wieder. Steck die Waffe weg! Hörst du? Sieht doch schon besser aus. Jetzt. Aber mein Dolch darf ich behalten. Ein ärmlich gekleideter Bauerntölpel wie du sollte nur mit seinesgleichen reden. Du Huren! Glaube ich schon wieder komplett! Jetzt mal so. Was tun wir jetzt noch? So, jetzt haben wir ein Problem.
Was gibt denn uns die Beckenhaube, probieren wir es mit der Brunswick-Rüstung, vielleicht hat die mehr Charisma. Jetzt der mal alles Beckenhaube, die einmal Armplatten, Handschuhe, Beinplatten und die der auch um. Ist ja einmal wurscht. Müssen wir jetzt ausprobieren. Da wo die zwei beieinander haben, geht zum Schneider. Ich war schon beim Schneider, der hat nichts Gescheites. Der hat nichts Besseres normales Gewand gehabt, als das, was ich mir da gekauft habe. Die Mützen gekauft, die Google habe ich mir gekauft, Handschuhe und Schuhe und alles, was halt dazugehört. Was Besseres hat er nicht. Hat er nicht. So. Warte mal, bevor du den Helm aufsetzt, musst du einen gepolsterten Schutz. Irgendwas mit gepolsterten Schutz. Habe ich einen gepolsterten Schutz? Dina Google, na, die klang wahrscheinlich nicht. Die klang auch nicht. Muss ich Kettenhaum anziehen, hä? So. So. Geht das Charisma 17. Charisma 17. Ja, bringt schon was. Tu dich nicht ab. Kriegen wir schon. Dann ziehen wir den an. Lege erst den Gambison an. Was ist denn der schönste Gambison, den wir haben? Der einzige Gambison, den wir haben. Warte mal. Die gibt auch nochmal, die Brigantine gibt auch nochmal 22 Dinge. Ich hab schon gewusst, warum wir das. Was haben wir da? Die gibt auch nochmal plus 6 Charisma. Dann haben wir die Brigante, die gibt minus, das ist natürlich nix. Armplatten des Brunswick gibt plus 17. Wenn wir dann Nürnberger Armschienen, die brauchen wir nicht, die habe ich dem anderen Typen gestohlen, das der wir mit zum Pferd. Haben wir da nochmal plus 11. Dann haben wir bei Charisma 18. Dann gehen wir daher, lege gepolsterten Fußschutz an. Dann brauchen wir die gepolsterten Beinlänge. Die geben leider Gottes ein bisschen Minus auf Charisma. Seht ihr da hin? Die Zahl da, die kleine Minus 3 da, das ist die Zeile für Charisma. Da gehe ich gerade quasi durch. Da, die Spitzenschuhe sind auch besser wie die ich habe. Und dann haben wir noch das da, lege erst den gepolsterten Bein. Ja gut, da verlieren wir 3, aber da gewinnen wir halt immer 20. Und jetzt ist unser Charisma bei 18. Also es wird nicht recht viel her. Habe ich den Eindruck. Was haben wir da noch? Da verlieren wir Charisma. Ja, mehr geht nicht. Du sollst ohne Rüstung, ohne Waffen kommen. Ohne Rüstung erinnert ich mich nicht. Ohne Waffen erinnert ich mich schon. Schauen wir mal, was passiert. Über höfliche Menschen wie dich. Jetzt grüßen wir das nochmal. Mach's gut. Hoffentlich hast du nur... Ich sehe schon, manche Leute können sich nicht ordentlich kleiden. So, was tun wir jetzt mit dem? Gott, ich habe halt jetzt null Bock da beim Schneider umeinander zum Laufen und dann kaufe ich wieder, gehe wieder her und es geht wieder nicht. Was tun wir jetzt da? Den ganzen Scheiß können wir eigentlich wieder ausziehen. Kettenhaum können wir ausziehen. Das nervt mich jetzt schon wieder anders. Und zwar ganz anders. Gewöhnlicher Mantel, kurzes Kettenhemd können wir ausziehen, Gambison können wir ausziehen, die Brigantine können wir ausziehen, Armplatten des Brunnendes können wir ausziehen, Beinplatten können wir ausziehen, gepolsterte Beinlänge, da ziehen wir die wieder an, Sporenrädchen, ja, und spitze Schuhe. Was das aber zu viel Geld? Ein ärmlich gekleideter Ja, aber zu welchem Schneider gehen jetzt da, wo man mir brauchbares gewonnen hat? Da wirst du nach Kuttenberg müssen. Ja, da war ich! Der Schneider hat auch nicht Charisma Level 9000. No front, aber dachte, du bist vorbereitet. Sorry, musste sein. Boah, halt die Schnauze. So, ich schmecke, was der von mir möchte. Wenn's kein besseres Charisma-Gewand gibt, als das ich habe. Halt, die Mützen müssen wir aufsetzen. Und wir dieses hier. Was tue ich jetzt da? Wie hoch muss denn ich mein Charisma kriegen? Ein Bier, bitte! Schneider rechts oben in Gutenberg. Gott, müssen wir jetzt wieder da oben laufen. Schneider rechts oben. Schneider rechts oben. Ich glaube, ich war bei dem und ich war bei dem. Also ist da herum ist noch irgendwo einer, oder was sagt ihr? Nicht der bei die Standeln. Ich war bei dem und bei dem da unten. Na gut, dann gehen wir halt nochmal das Hälfte. Sowieso nicht. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Wir haben wieder einen weggeschickt umeinander krebsen. Das hilft eh nicht. Beim rechten 3 Meter rüber. Das hilft mir nicht bei. Selbstspieler im Messwillen 23. Alpenmihe! Gruß auf die Nuss. Alpenmihe, welcome to the squad. Merci für die Mitgliedschaft. So, wo ist der Schneider grob? Was ist denn bei dir rechts oben? Ist das rechts oben? Ich laufe mal in die Richtung. Währenddessen habt ihr Zeit, dass es mal in den Chat reinschreibt. Los. Und los. Wie gesagt, Bart, ich hab kurz drüber nachgedacht, ob mir einfach mal das Schwert durch die Pfotzen zieht. Oder ich schaue mir einfach selber in der Schmelze um und befrage mal ein paar Leute. Das kann man natürlich auch probieren. Über dem Rüstmeister rechts
Über den Müll, also wahrscheinlich da irgendwo herin, hä? Irgendwo, der haben wir mit da, den finden wir schon. Den Huhn, den finden wir schon! Da wo die roten Rüben sind, sind 2 Schneider. Da drin haben auch noch welche. Jetzt gehen wir erstmal zu dem rechts auf, schauen wir, was wir da finden. Schauen wir, was wir da finden! Free Frankie! Da wo die roten Rüben, ich hab schon gelesen. Merci dir, merci für den Zwiegel. Schluss. Aus, pfui. So, da haben wir einen Rüstmeister. Wer bist du? Rüstmeister, bist du ein Schneider da drin? Da ist der Rüstschmied. Nein, der darf. Wieso darf ich da nicht einmal vor der Tür stehen, oder was? Kruzifix nochmal. So, wo sind wir? Und da laufen wir da. Da haben noch mehrere Rüstmeister, die habe ich noch gar nicht entdeckt gehabt. Den Schneider da herum, den kenne ich nicht. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Was ist da los? Schneider wo? Schneidibib. Hallo. Ist da, Entschuldigung, Gockelmann. Ist da eine Schneiderin? Nein, da ist keine Schneiderin. Da eine Schneiderin. Da hinten was, schaut aber nach einem Metzger aus. Hängt der Schäler raus, aber vielleicht ist da auch der Schneider irgendwo in der Nacht. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wie geht es deiner Tante? Fraglos. Warum gibt es das Spiel nicht auf Steam? Der Pushkin Sky ist eine Lüge, natürlich gibt es auf Steam. Das ist so der Metzger, das ist kein... Nochmal, Schlossgedanken leicht, nö, da ist... Hockt da hinten. Pfui Teufel, was tust denn du da? Kann ich da einmal, darf ich da... So. Eigentlich genau bei die 3 Rüben. Es sind 4. Irgendjemand hat zu mir gesagt, rechts oben ist irgendwo ein Schneider. Ich sehe hier keinen Schneider. Jetzt gehen wir da nochmal schnell aber ums Eck kommen, weil nicht, dass da auch noch was ist. Schaut nicht. Ist da was? Da kann man reingehen. Was gibt's da? Ein Durchgang. Okay. Das ist ein Schneider. Auch kein Schneider. Ja gut. Werden wir schon einen finden. Dann müssen wir da mal... Bei den Gassen, wo die Rüben haben, sind am südlichen Ende der Gasse 2 Schneider plus ein Marktstand. Also da. Dann gucken wir halt einmal da oben. Da gibt es ein Brezen. Okay, jetzt können wir da nicht durch. Gehen wir da durch. Dann wollen wir da weiterkommen. Gehen wir da weiter? Nein, können wir nicht. Die Stadt ist so beschissen riesig, dass du den Vogel kriegst. Und da oben. Der Metzger schneidet im Prinzip auch. Im Prinzip schon, ja. Aber ich glaube nicht, dass er mir schöne Hosen verkaufen wird. So, dann wurstelt man da durch. Schauen wir nochmal. Oben und dann rechts. Oder was? Wir laufen die ganze Gassen ab, wenn nicht, dass da noch was gibt. Schaut nicht, wenn wir das aufdecken da. In der Gassen war ich anscheinend noch nicht. Ja. Scheiß Wächter da den ganzen Tag gerissen, scheiß Landgewinnst. Schau, dass du Land gewinnst! Da laufen wir jetzt da durch. Was haben wir da? Oh, da ist ein Waffenschmied, ja, das ist ein Schleifstein. Was haben wir da noch? Das schaut doch nach Schneiderei aus, hä? Schneidersmann, kleide mich ein! Vielleicht hat der einfach... Findest du sicher, wonach du suchst, Freund? Ja, das möchte ich ja hoffen, mein Wie Freund. kann ich dienen, mein Freund? Wie kann ich dienen, mein Freund? Ich möchte handeln! Zeig mir, was du hast. Zeig mir, was du hast. So, und jetzt erzähl ich, ach du Scheiße, okay. Da gibt's so ein... Ach du Scheiße. Okay. Haben wir schon soweit? Plus 22 Charisma, plus 11, plus 18. Na, wie waren wir da? Plus 22, edle Google, edler Hut, 18, ich glaube, der ist Chaperon, oder wie man es mit Brosche, egal wie man es nennt, der bringt am meisten. Nehmen wir mit. Wie waren wir? Kopfbedeckung waren wir jetzt bei plus 25. Ich finde dort Items miteinander vergleichen, was man im Inventar hat, was man schon hat und was man kaufen kann, ist ein bisschen, ja, weiß das was ist, Edle Google, nein, edle Google nicht, der Chaperon mit Mütze, mit Brosche ist ja viel besser. Wobei optisch ausschauen tut natürlich die besser, ich weiß es auch nicht, aber mehr Charisma gibt einfach die, wenn ich das richtig verstehe. Kleidung ist einfach mehr Charisma, mehr gut. Ja, genau. So, dann haben wir aber noch eine Haube drunter. Die gepolsterte Haube, die gibt plus 14, plus 12. Dann haben wir noch so ein Ding, das gibt plus 10. Ja, ich sehe schon. Da kann man noch einiges rausholen. Habt ihr absolut recht gehabt, minus 55. Ah, die ist gut. Die kann man auch zum Clown ziehen, schon hin. Nehmen wir die noch mit. Was haben wir? Haube mit Pfauenfedern. Das ist auch gut, aber wir nehmen hauptsächlich dunkle Sachen, wenn es möglich ist. Gepolsterter Kragen, gibt plus 10, nehmen wir mit. Dann haben wir einen bestickten Mantel.
plus 11, plus 12, 17, plus 26. Bürger, das ist auch noch mehr ein Slot, den ich noch mal extra anziehen kann. Ja, nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Geh bitte. Und da haben wir auch noch mal plus 17, plus 12. Dann nehmen wir das Bürgergewand mit. Oh, schau, ich will mal ausschauen. Oh, jetzt schneide ich, was du sagst. Das muss mir jemand sagen. Dass da, ihr wart's faul, dass ich jeden Schneider ablaufe. Ich sag das, was ist. Ich sag das, was ist, geh mir nicht auf den Sack. In edlem Beutel. Den kaufe ich jetzt nicht. Edler Gambeson. Für den Slot haben wir schon eins, gell? Edler Gambeson, da gibt plus 6. Oh, da gibt plus 33. Dann nehmen wir den der wir wieder weckert. Dann haben wir, einen edlen Gürtel. Die geben halt auch noch mal Charisma, gell? Ich glaube, die können wir mal noch lassen. Ich glaube, ja, die lassen wir mal. So, also unser Gambison gibt plus 33. Ich schätze, dass wir da keinen besseren mehr finden. Plus 4, plus 16, plus 37, plus 30, plus 37, ja, plus 37 ist das höchste, was wir finden. Aber ich hätte gerne einen dunklen. Dann der wir den da weckert und wir nehmen den. Ne? Den nehmen wir. Das ist ein guter. Nehmen wir den. Der kostet gestandene 400, oder? Reitwapenrock. Was ist das für ein Ding? Das ist das rechts oben, der gibt plus 14. Was hat unser Bürgergewand gegeben für den Slot? Plus 17. 14, 17, ja, können wir alles nicht brauchen. 13, 16, der gibt 19. Aber der ist sehr auffällig, den mag ich nicht. Ja, edle Handschuhe. Oh! Was haben wir denn da alles? Was ist denn das höchste? 3, 37. Da, den nehmen wir mit. So, wie viel haben wir jetzt scharf? Wie viel möchten von uns? Werden wir herausfinden. Egal. Beine mit Strumpfbändern. Was haben wir da nochmal? Charisma plus 9 war das höchste. Charisma plus 9. Nehmen wir die Beinlänge noch mit. Fürs Viertel brauchen wir nichts. Und dann schauen wir mit gut aus. Und gleichzeitig verkauft man den ganzen Schund, den wir auch haben, zumindest den Mantel. Ja. Mantel verkauft man ihm, unsere Strumpfhosen verkauft man ihm, gepolsterte Beinlinge verkauft man ihm. Ja. Oh, nein, das war falsch. Die verbundenen Beinlinge müssen wir ihm kaufen. So, Schuhe hat er keine gehabt und dann geht's zum Falschen. Wie viel haben wir einen Schorf? Wie viel haben wir einen Schorf? Na gut, ich höre. Ja, Kruzifix. 1, 2, 3, 4, 1, wie viel müssen wir normal zahlen? 1040. Gehen wir mal auf 950, mein Freund. 940. Wie wäre das? Besser? Noch etwas mehr und wir geben uns die Hand. Aha! Du knicker der Huhn, du knicker der. Ja, er ist noch nicht so grantig gegeben, nur 10 entgegen. Probier's nochmal. Ja, bei dem Preis überzeugst du mich. Hätten wir wahrscheinlich weiter oben gehen Danke können. und mach's gut. 950 Groschen haben wir jetzt weggegeben. Herzlichen Glückwunsch. Stehen wir da mit der Unterhosen in seinem Geschäft drin. So, jetzt pass Obacht. Jetzt haben wir uns, was haben wir mir? Charisma gehabt. Mit 12 haben wir angefangen. Gepolsterte Haube und den Krong dazu. Und dann noch das. Ach, das geht beides nicht miteinander. Was gibt das Ding? 14. Das gibt halt 34. Dann nehmen wir das da. Die können wir ihm gleich wieder zurückverkaufen. Kettenhaube des Brunswick, das tun wir dann ins Pferdleine. Die Mützen können wir ihm auch verkaufen. Bürgergewand, das gute alte Bürgergewand. Und das Ding, Charisma 25. Da schau hin. Da schau hin. Da geht etwas. Edle Handschuhe, Charisma 27. Haben wir sonst noch was gekauft? Beinlinge, jawohl. Immer noch 27. Gepolsterte Beine, Sporen. Die Sporen können wir ohne tun. Haben wir dran. Was haben wir noch? Das müsste jetzt gewesen sein. Jetzt haben wir halt einfach, das muss gelingen. Das ist also 27 Charisma, wenn nicht gelangt, dann kann ich den Herren nicht helfen. Geile, ich hab so richtig geile Schuhe gefunden, Jenny. Phase 3, Profit, ist halt Finale. Michael, bist du komplett besoffen? Wir haben nicht einmal bei der Hälfte beim Spiel. was zur Hölle labern sie? So, handeln! Und wir verkaufen jetzt den Bums, den ich nicht mehr habe. Gepolsterte Bundhaube. Weg damit. Schlesische Mütze. Weg damit. Irgendwas, was wir noch nicht haben. Nö. Mir hat der keine Schuhe. Wieso hat denn der Schneider keine Schuhe? Verkauft die der Rüstmann, oder was? Naja, gut, dann halt nicht. Falschen! Lass uns den Preis. Na gut.
Da, 66, das ist nicht der Teufel. 1, 2, 3, 4. Machen wir mal so. Also, abgemacht? Fast geschafft. Passt dein Angebot noch ein bisschen an. Gehen wir ihm einmal entgegen. Ja, bei dem Preis überzeugst du Das mich. passt ihm. Freut mich, dass du fündig geworden bist, gut. So, was haben wir jetzt alles? Haben wir immer nur 6.000 Groschen. Du, das passt ihm schon. So, jetzt gehen wir raus. Jawohl. Schmeißen wir den ganzen Scheißschund, den wir nicht brauchen, zum Pferdl um. Weg, weg. Nagelquelle weg. Dolch, Fackel weg. Brunswick-Schund weg. Brunswick, Brunswick, Brunswick. Dein Mann ist ein Brunswick. Edle Beinplatten, Sporenrädchen weg, Godwins Ring, den kennen wir nicht unbedingt, das ist irgendein Questgegenstand, ich weiß zwar nicht für was, aber das werden wir schon herausfinden. So, haben wir es jetzt. F5. Wenn das Arschloch jetzt nicht mit mir redet, dann scheiße ich einfach das Haustier. Dann futzt ihn. Dann futzt man. So, ab nach Grund. Los! Schon beim Schuster, schockierend, nicht wahr? Ich glaube, es gibt keinen Schuster, oder? Gibt es einen Schuster in dem Spiel? Ich habe noch keinen Schuster nicht gesehen. Was ist da? Ein Hühner von Mann versperrt dir den Weg. Er trägt eine Rüstung und ist schwer bewaffnet. Er fordert dich mit einer Geste zum Anhalten auf. Da habe ich keine Zeit jetzt für deinen Scheiß. Hau ab! Da muss ich bloß wieder eine halbe Stunde lang sterben. Es gibt echt einen Schuster. Da schaust du her. So! Wo ist jetzt der Huhn? Und ab in die Schenke. Sitzt da, der von und zu sogenannte adlige Vollidiot. Ja, wenn ich jetzt nicht mit mir schmerzen kann ich ihm auch nicht helfen. Ich bin der edelste Recke auf der ganzen Welt. So, grüß Gott. Herrgottselig! Meister Buresch. Oder Ich bloß bin wieder Heinrich 10 aus Minuten Garz. kostet. Schöne Kleidung. Du hast Geschmack. Er schaute an sich runter und sagte, danke, guter Mann. Ebenso. Ebenso. Christian von Pisek schickt mich. Jetzt bin ich gespannt. Ich soll dir diesen Brief mit seinen Empfehlungen überbringen. Skalitz also. Dort liegen doch die königlichen Minen, nicht wahr? Ganz Die recht. Silberminen. Leider kam der Bergbau nach Sigismunds Angriff zum Erliegen. Das ist wirklich schade. Christian schreibt, deine Familie will eine Schmelzhütte führen. Aber ihr könnt nicht bei mir einsteigen. Ich möchte mich nur mal umsehen. Ich will mich trotzdem einkaufen. Das wird nicht funktionieren. Angeblich soll hier Silber gestohlen werden. Soll man da mit Ravo schmerzen einfach? Sind wir mal dreist. Aber dann glaube ich, verkackt man es. Bin mir nicht sicher. Ich probiere es trotzdem. Angeblich wird hier Silber gestohlen. Unfug! Wer hat dir das erzählt? War nur ein Witz. Schauen wir mal, was passiert, wenn man so richtig sofort sagen so mit der Christian. Der Christian ist schön. Herr Christian, Christian? Das kann nicht sein. Er weiß ganz genau, dass wir alles genau überwachen und dokumentieren. Hast du dir das Lügen. alles nur ausgedacht, um uns zu prüfen? Der Brief ist echt. Du erkennst doch sicher einen Adligen. Oh, da haben wir die größten Chancen. Probieren wir es mal so. ach, hör schon auf. Du erkennst doch sicher Bitte. einen Adligen. Oder nicht? Diese Kleider stammen vom besten Schneider weit und breit. Sowas kann sich nicht jeder leisten. Stimmt schon. Oh! Du siehst nicht aus wie ein dahergelaufener Handlanger. Wenn Christian mich verdächtigt, hätte er selbst herkommen sollen. Hier ist alles in bester Ordnung. Also gut. Wenn du willst, lasse ich dich an einer unserer Schmelzen teilhaben. Mit diesem Geleitbrief kannst du dich hier ungestört bewegen. Die Wachen erkennen mein Siegel. Aber wage es ja nicht, meine Arbeiter mit unnötigen Fragen zu belästigen. Wenn du etwas wissen willst, frag mich. Ja, bitte. Was passiert in einer Schmelzhütte? Verliert ihr auch mal Silber? Wie viele Wagen werden am Tag verarbeitet? Wie viele Wagen Machen wir mal Erz so. werden am Tag verarbeitet? Wir messen nicht in Wagen. Für mich arbeiten Erzhändler, die das Erz von verschiedenen Minen erwerben. Wenn es hier angeliefert wird, messen wir es nicht in Wagen, sondern in Zentnern. Wir verarbeiten hier jede Menge Erz. Bis zu mehrere tausend Zentner am Tag. Wie viel Silber stellt ihr her? Verliert ihr auch mal Silber? Kann Silber hier überhaupt verloren gehen? Wie gesagt, das steht völlig außer Frage. Alles wird genau gewogen und aufgezeichnet. Jeder Schritt wird überprüft. Außerdem lässt sich geschmolzenes Silber hier kaum stehlen. Sobald es zu Barren gegossen wurde, schließen wir es sicher weg. Das ist auch eine interessante Information. Vielleicht muss ich da in der Nacht einmal vorbeischauen. Auf alle Fälle hat sich jetzt eine Dialogoption eröffnet, mit wie viele Wagen kamen am Fest der heiligen Petronilla. Und das haben wir in den Minen auch schon die ganze Zeit gefragt. Schauen wir mal. 100 sollten es eigentlich sein, und also haben es gesagt, aber 90 stehen nur in die Biere. Schauen wir mal, was er sagt. Wie viele Wagen kamen denn aus Horschan
Zum Beispiel am Fest der heiligen Petronilla. Das Fest der heiligen Petronilla? Das ist aber eine sehr genaue Frage. Hat Christian dich in seinen Verdacht eingeweiht? Nein. Keineswegs. Keineswegs. Das will ich auch hoffen. Zu deinem Glück habe ich ein gutes Gedächtnis. Es war wirklich viel. 90 Wagen. Hä? Gut, er meint, das sind 90. Das heißt aber quasi für mich, dass eventuell er nichts davon weiß. Und wie viel Silber ergibt das? Das hängt natürlich von der Qualität des Erzes an dem Tag ab. 20 Zentner Erz ergeben 1 Pfund rohes Silber. Das wiederum ergibt 1 Grivna reines Silber. Was ist An denn ein einem Grivna? Tag können wir zwischen 100 und 200 Grivna reines Silber produzieren. Was passiert denn in der Schmelzhütte? Kannst du mir sagen, was in einer Schmelzhütte mit dem Erz passiert? Wir wiegen das gelieferte Erz und zerkleinern es in Vorbereitung auf den Röstofen. Beim Rösten wird vor allem der Schwefel vom Erz getrennt. Deshalb stinkt es hier auch wie in der Hölle selbst. Das geröstete Material wird dann in einem Ofen geschmolzen und die Schlacke vom Gestein getrennt. Das Schmelzen wird so oft wiederholt, bis reines Metall übrig bleibt. Dann wird es in Barren gegossen, die verkauft werden. Also natürlich nachdem der König seinen Anteil erhalten hat. Gott schütze dich, guter Mann. Meine Genehmigung hat ihre Einschränkungen, vergiss das nicht. Und pass vor allem auf, dass dir nichts zustößt. So eine Schmelzerei ist ein gefährlicher Ort. Da bin Lebe ich aber wohl, gespannt. Herr. So, darf ich mich jetzt wieder normal ziehen und nicht wie der letzte Vollidiot? Vielleicht. Hoppala, warte mal. Scheiße, ich habe jetzt keinen Mantel mehr, oder was? Wieso? Scheiße, ich habe meinen Mantel verkauft, gell? Da müssen wir im adligen Gewand, müssen wir leider Gottes. Wir haben zwar super krass sichtbar, Gelobt sei aber der egal. Herr. So, was müssen wir tun? Jetzt passen wir auf. Acht. Beschaffe ich Beweise gegen Wawak. Ich sollte mir die Schmelzerei in Grund genau ansehen und von den Arbeitern herausfinden, ob dort etwas Zwielichtiges vor sich geht. Schaut mir aber eher so, als da die da im Norden mehr herausfinden als im Süden. Trotzdem schauen wir jetzt mal noch kurz im Süden, was das da eigentlich ist. Da soll angeblich noch irgendein Gebäude stehen. Warte mal. Wo ist denn dieses Gebäude? Ist jetzt das da hinten? Schaut mir aber wie eine Kirche an. He? Passt so, gehst halt als Chippendale. Gott sei mit dir. So, schauen wir mal zu die Arbeit. Kann ich da einen Apfel? Kann ich nicht einen Apfel da rausklauen? Nein, kann ich nicht. Deswegen reicht da oben auch ein bisschen. Ja, jetzt fragen wir mal rundum. Fragen wir mal rundum, was da ist. So, weißt du was? Nein, du bist bloß der Gehilfendepp. Okay. Schauen wir halt mal da rein. Irgendwann glauben wir, da seid ihr von oder nicht. Stinger du jetzt da, du. Da, Stinger du. Ja, der Schmelzer-Schima. Haben wir den ersten schon gefunden. Da gehst du gleich mal her. Kann ich dir eine Frage stellen? Kann ich... Shima, Was? mein Name ist Shima. Du hast hier nichts zu suchen. Was willst du? Ich würde dich gern etwas fragen. Ich kann jetzt nicht reden. Triff mich gleich draußen. Und jetzt verschwinde, bevor die Wachen dich sehen. Scheiße. Ich muss pissen. Übernehmt mal für mich, Jungs. Bin gleich zurück. Hä? Okay. Schauen wir mal, wie wir da noch haben. Schmelzen. Ich kann da mit alle Schmelzer schmerzen. Ne? Ja gut, lass mich einmal mehr rausgehen und dabei schmerzen wir mit ihm. Was umfasst deine Arbeit? Wie gefällt dir die Arbeit als Schmelzer? Ist dir etwas Verdächtiges? Was sind deine Erst einmal Aufgaben? eine normale Frage. hier? Als Schmelzer? Im Pochwerk wird das Erz aus dem Minen zerkleinert, dann kommt es in den Schmelzofen. Dann schaufeln wir Kohle hinein, bis der Stein richtig schön heiß wird, sodass das Metall herausläuft. Das wiederholen wir mehrfach mit verschiedenen Öfen, bis wir pures Silber haben. Ist dir was Verdächtiges aufgefallen? Ist dir hier etwas Verdächtiges aufgefallen? Rein gar nichts. Ich arbeite den ganzen Tag. Ich kann nicht viel rumschnüffeln. Dann lasst mir mal in Ruhe. Das probiere ich jetzt nochmal mit dem Arbeiter. Ich glaube, dass die normale Schmelzer da nicht... Wie gefällt dir die Arbeit als Schmelzer? Oh, ich kann nicht klagen, Herr. Wir kriegen einen schönen Anteil am Gewinn und haben es hier warm und trocken. Was kannst du mir über Buresch sagen? Jetzt haben wir neue Optionen. Was kannst du mir über Meister Buresch sagen? Ich kann nicht über ihn klagen, Herr.
Er ist ein aufrechter Kerl und zahlt gut. Nach allem, was andere Schmelzer so erzählen, ist es woanders viel schlimmer. Verschwindet hier auch mal Silber? Hier? Aus der Schmelzhütte? Das würde heißen, dass unter uns ein Dieb wäre. Und darauf steht der Strick. Hör mal, Jungchen. Ich will damit nichts zu tun haben. Sprich doch mit Shima da drüben. Der hat vor nichts Angst. Ah ja, also haben wir durch Zufall den Typen schon gefunden, mit dem wir schmerzen müssen, der uns wahrscheinlich etwas sagen kann. Verstehe ich das richtig? Was du denn? Pisst du jetzt da hinten oder was? Nein, der steht einfach draußen umeinander. Okay. Hey, Mr. Shima, wie schauen wir aus? Können wir jetzt reden? Und? Können wir jetzt reden? Wer bist du, Bursche? Heinrich! Bures schickt mich. Heinrich. Christian schickt mich. Heinrich. Ich sage einfach nur Heinrich. Ja, sagen wir mal, Bures schickt mich. Heinrich von Skalitz. Meister Buresch schickt mich. Meister Buresch also. Und warum schickt er dich? Sagen wir gleich sehr direkt oder nicht? Fragen wir erst einmal normal. Vielleicht haben wir dann mehr Dialogoptionen. Wie ist die Arbeit so in einer Schmelzhütte? Was willst du genau wissen? Ach, was umfasst deine Arbeit? Wie gefällt dir die Arbeit? Was kannst du mir über Burisch sagen? Was passiert als nächstes mit dem Silber? Verschwindet hier auch mal Silber? Verschwindet hier eigentlich auch mal etwas Silber? Warum sollte ich über solche Dinge reden? Es könnte doch auch eine Falle sein. Also weißt was, du Arschloch. Hab keine Angst vor mir. Ich komme im Auftrag des Adels. Ja, müssen wir so nicht mehr. Wir haben uns jetzt sogar ein Kasperl-Kostüm gekauft. Ich komme im Auftrag des Adels. Die Angelegenheit ist ernst. Ich bin nicht nur irgendwer. Dass ich mich auf einen einfachen Schmelzer verlasse, sollte dich schon ehren. Nun, Herr, hab Dank. Dann spreche ich ganz offen. Volkmar, der oberste Schmelzer, und er arbeitet schon seit Jahren hier. Vor einer Weile hat er plötzlich Stallungen in Grund gekauft. Die gesamten Stallungen. Was meinst du, woher er das Geld hatte? Das ist alles sehr verdächtig, weil er nämlich am ehesten Zugriff auf die fertigen Silberbarren hat. Wenn du wissen willst, wo das Silber ständig verschwendet, dann geh zu ihm. Ich wette mit dir, er weiß, was da vor sich geht. Aber sei vorsichtig und nimm eine Waffe mit. Solche Leute können boshaft sein. Dankeschön. Vielleicht soll ich ja dazu sagen, die zwei Banditen, die ich da auf dem Weg drauf habe, mit denen ich mir eine halbe Stunde lang geprügelt habe, die habe ich da geschlagen, ohne dass ich eine Rüstung habe. Das soll ich vielleicht auch dazu sagen. Ja, ich bin einfach mit dem Gewand, also mit dem, was ich vorher angehört habe, mit dem schönen Gewand hingegangen und habe mit denen gekämpft. Was die Schmelzhütten angeht, interessiert mich ein Scheiß. Tschüss dann. Sag ich dir, was ist. So, wo müssen wir hin? Schauen wir mal, was da los ist. Ah ja, finde Volkmar. Der wird wahrscheinlich in der Bude drin hocken. Ne, Schwert mich nicht mehr. Du hast gleich mal ein Schwert hier. Gleich mal ein Schwert hier, beziehungsweise ich ziehe mich lieber gleich einmal, sonst kriege ich wieder einen. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum er mich auf einen schlagt, der schlagt und warum ist wegen jedem Scheiß sofort bliert. Lea gibt sich schon wieder Mühe, mit zum Erklären, was Grivna ist. Ja, da haben wir währenddessen nicht rumgelaufen, haben wir was zum Lesen. Obacht! Mittelalterliches russisches Maß von örtlichen und zeitlichen Wechseln der Größe. Zahlungsmittel für größere Beträge. Laut MGM also quasi Bezeichnung für Silberbarren. Ich verstehe. So halber zumindest. So, hätte ich jetzt da rein müssen oder kann ich da vorne noch mehr reingehen? Schauen wir mal. Ave Maria. Ave Maria! Ist der da drin? Hey, Meister, bist du da drin? Nein, da steht bloß eine fette Kuh, der will dir einmal auf den Arsch aufhauen. Was war das denn? Was Schön. ist denn hier los? Hier ist nichts los. Kann ich helfen? Nein, kannst nicht. Tschüss. Bin schon fort. Tun Sie sich nicht hinunter. So, da müssen wir jetzt den Typen finden. Das ist er. Ich sag das, wie es ist. Schmelzer, folgt mir! Hey, Meister! Geile Platten! Die kann man oberschneiden, wenn sie ist. Bist du Volkmar? Nein, Unsinn. Ich weiß, dass diese Stallungen dir gehören. du musst der Kerl sein, der hier überall rumschnüffelt. Masse Entschuldige Maß. mal. Ich hab Was wahrscheinlich denn? falsch gelesen. Glaubst du etwa, wir wissen nicht, dass du hier rumschnüffelst? Wir haben dich im Auge, seit du nach Grund gekommen bist. Zum Glück hatte Meister Burisch mich bereits vor dir gewarnt. Deine Schnüffelei endet. Hier und jetzt. Du hättest dich da raushalten sollen. Oder Kumpel. ich schlacht euch alle drei, ihr Grund gehört Vollidioten. uns. Erledigt ihn! Nichts tun, 3 gegen 1, wie mutig. Du, da lass ich mich auf den Kampf ein. Dann mal los. Ihr werdet alle sterben. Du wirst vor Schmerzen winseln. Du bist es, der hier gleich winseln wird. Auf ihn! Wir haben ja sehen, Freunde, das auch nicht. Gib mal zu. Halt zu jetzt.
Vollidiot. Zeig mir, was du kannst. Ja, sag mal, was du kannst. Easy. Na, Freunde. Na, was ist? Noch mit zur Hand? Sehr lächerlich! Kämpfe ich blinde, du Zigeuner! Du Fotzengrobe! Hätten das werden sollen, sag! Kommt davon, wenn man vorher eine halbe Stunde mit einem richtigen Arschloch kämpft. So. Was ist der mit dem? Das war fast schon ein wenig zu leicht. So, wie stehlen. Das ist ein totaler Keule. Plündern. Küras nehmen wir mit. Alles was. Beinschiene nehmen wir mit. Verzierter Schwertknauf, den nehmen wir mit, den kann man zum Schmieden brauchen. Schlüssel für Teuerin, nehmen wir mit, silberner Krug, den nehme ich nicht mit. So, und trotzdem klaue ich jetzt da. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich da jetzt außer klaue. Bogen ist nicht ein Teufel wert. Oh, Wundpfeile nehmen wir alle mit, die können wir brauchen, Fackeln können wir nicht brauchen. Ja, der bloß Scheißtrigo. Schlüssel haben wir noch alle mitgenommen und den anderen Trottel da draußen, den ziehen wir auch noch die Schuhe aus. So, was ist denn das da? Jagdschwert für 17 Groschen, was hast du denn gemeint, Alter? Dass du einen Vogel hast. Oh ja, die Beckenarme, die können wir mitnehmen, das schaut gut aus. Panzerhandschuhe nehmen wir mit, Beinschienen nehmen wir mit, und die paar Groschen. So. So, Fackel weg. Wo ist jetzt der andere? Ach, der hat sich im Kerbe versteckt. Ja, wo ist er denn, der Volkmar? Ja, wo ist er denn, der Volkmar? Hat er sich, wolltest du im Kerbe drin verstecken? Oh, der Arme geht da, weißt du was? Ich am lieber da nicht meinen Retterschnaps auf der Platten ausschütten, du Fotzengrober Hund, du Fotzengrober. Raus mit der Sprache! Nun, gib's schon zu. Du hast das königliche Silber gestohlen, stimmt's? Nein, ich nicht, sondern Buresch. Ich musste ihm helfen. Andernfalls hätte ich meine Arbeit verloren. Vielleicht gar mein Leben. Ich sage die Wahrheit. So wahr mein Name Volkmar ist. Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist. Erzähl mir alles von Anfang an. Schämst du dich nicht, den König zu beklauen? Schämst du dich gar nicht, den König zu bestehlen? Und welchen König habe ich bitte schön bestohlen? Wenzel oder Sigismund? Es war mir egal. Ich habe mir ein silbernes Näschen verdient und das war's. Hat sich richtig rentiert, jetzt hängst dann. Wohin wird das Silber gebracht? Red weiter. Wohin wird das gestohlene Silber gebracht? Nach Al-Kutna. Dort befinden sich einige verlassene Schächte. Dort betreibt Buresch eine geheime Prägestätte. Die pressen da Münzen, oder was? Steckt Wawak in der Sache mit drin? Hat Buresch je erwähnt, ob der Münzmeister Wawak in die Sache verstrickt ist? Mir gegenüber nicht. Vielleicht wusste sein Leibwächter, der Kleine, nicht etwas. Doch den kannst du nicht mehr befragen. Werden die Münzen dort gefälscht? Werden die Münzen dort gefälscht? Nehme ich an. Was dort genau vor sich geht, weiß ich allerdings nicht. Ich war noch nie dort. Buresch erzählte mir erst vor kurzem davon. Aus irgendeinem Grund wollte er mich dorthin schicken und hat mir eine Karte gezeichnet. Gib mir die Karte. Gib mir die Karte. Wenn du die Straße nach Al-Kutna nimmst, erreichst du die Stelle, wo die verlassenen Schächte liegen. Der Eingang zur Prägestätte befindet sich irgendwo dort. Hör mal. Kann ich dich was fragen? Für wen machst du das eigentlich? Lass mich fragen, lass mich vermuten, ich suche nach Beweisen gegen Wawak. Das geht ja immer ein Scheißdreck, was will ich ihm das sagen? Das geht dich nichts an. Verstehe. Dann werde ich nicht weiter nachhaken. Jetzt, da du die Karte hast und ich dir alles erzählt habe, lässt du mich gehen? Bitte. Ich weiß, ich wollte zwar, aber ich hatte nur Angst. Bitte lass mich gehen. Scheiß auf die Stallungen. Lass mich einfach gehen. Oh. Du verdienst den Tod. Nein, bitte nicht. Ich werde Buße tun. Ich schwöre es. Ich werde der Kirche der heiligen Barbara Geld geben. Was immer du willst. Arschlecken. Wir klauen mir ihm alles, was er anhat. Wir gehen in seine Bude ein, klauen wir da drin alles, was da ist. Gute Reise.
du mich umbringen, du Irrer? Jetzt fang das Davonlauf an! Was wachen? Nein, jetzt! Bleib sofort stehen! Soll das ein Witz sein? Lecken Sie mich am Arsch! Dann soll er zahlen. Oder wir müssen einfach gleich zuhauen. Tivo! Ah, verdammt! Ich blute! Was zum Teufel? Oder mir nur einen Schein geben. Ich glaub, dass ich einen Vogelkrieg. Nehmen, 5 Dietriche nehmen und seine Schlüssel von der Herrin nehmen. So, gibt's da was zum... Gibt's da Herrin was? Außer Kier, Arschlöcher und Fuden. Warte mal. Kann man das nicht nehmen? Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Warum willst du denn alle umlegen? Warum nicht? Mal schauen, was passiert. Seife. So, gehen wir mal da rein. Schauen, was da los ist. Was ist jetzt nächste alle herin? Was habt ihr für ein Scheißproblem? Was mit du jetzt da? Oh, Spezialisierungspunkt Überleben. Warte mal, jetzt probieren wir noch was. Feuer legen kannst mit der Fackel. Nein, kann man leider nicht. Aber ich kann das probieren. Einfach weil mich interessiert, was drin ist. Nix Gescheites. Ball nehmen wir mit. Der hat doch so viel Geld jetzt geheißen. Wir sind da so viele Leute drin! Was werden die da alle? Jetzt kann ich da nicht rein, oder was? Das ist eine sehr schwere Kiste. Na gut. Moment mal, kann ich die aufsperren mit dem Schlüssel von ihm? Nein, kann ich nicht. Gott, das kommt vor. Ja, geh auf Zeiten jetzt da. Raus aus der Bumsbude jetzt! Hat den eigentlich schon irgendjemand gefunden? Nicht? Ja, dann mach ich da mir lieber Tierzer, damit nichts passiert. Gell? Heute! Bis dann! Kann man sein Viertel kann man eigentlich. Der Agro. Der Agro schaut gut aus. Ist aber viel schlechter wie der Haring. Viel schlechter wie der Haring. Gehen wir da noch auf? Irgendwo muss der sein Geld versteckt haben, das gibt's ja nicht. Gehen wir da einmal. Ah ja. Aufschließen und öffnen, Sack mit Nägeln, ohne Befestigungsmaterial. Ne. Warte mal, kurz mal die Fackel ausmachen. Rittersporn, Drachensau. Goldener Krug, nehme ich mit. Hoppala! So, ich lauf davon, ich hab mit dem ganz. Und da jetzt der Sog Äpfel liegt, weiß ich nicht. Aber gut. So, was müssen wir da? Beschaffe Beweise gegen Wawak. Finde die geheime Münzanstalt. Müssen wir da hindrehen. Ich darf auch vorschlagen, wir verpissen uns von da. Wo ist ein Pferdal? Da ist ein Pferdal. Drachensattel, aber du hast ja gar keinen Drachen, auf den du den stellen kannst. Spreng ich! Hau ab! Vogel! Wie viel Platz hat denn das Pferdl noch? Einiges. Jetzt passen so auf. Jetzt der erstmal das zum Pferdl um, das zum Pferdl um, zum Pferdl. Rittersporn ziehen wir mir an. Die besser wie unsere. Die geben Charisma als Fuck. Die ziehen wir bei alle an. Da müssen wir schnell durch. Das hilft jetzt nichts. Oder nicht Drachensattel. Den haben wir zum Pferdl um und dann kann den das Pferdl normalerweise auch direkt anziehen. Der besser bei unseren, ja, Gewicht ist einfach niedriger. Was das genau bringt, weiß ich nicht, aber das ist mir auch scheißegal, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einfach leichter. Kannst Pferdl mehr tragen, sehr gut. So, aufs Pferde, gespeichert. Wärst du nicht auf der Schwiegermam reiten? Ja. Oh mein Gott. Ja. So, los. Ab in die Münzprägerei. Ich habe das Gefühl, da wird es wieder zum Schlägern, weil da können ja nur Base drin sein. Du musst nicht W gedrückt halten, während du mit höchster Geschwindigkeit reitest. Das weiß ich schon, aber ich tue es trotzdem, weil ich es mein Leben lang so gewohnt bin. Rätst du jetzt nackert durch Gegend? Was, wieso? Ne? Ach du Scheiße. Hoppala, mein Fehler. Gut aufpasst.
Los! War schon so. Oh, haben wir die Münz... Oh, die Münzpräger. Ich betrete einen privaten Bereich. Ja, da bin ich aber jetzt gespannt. Wir möchten da was dagegen tun. Hm? Was tun wir jetzt da? Ja, Tutorial beenden. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich sag, da oben ist. Da reißt man jetzt von oben nach unten. Da ist versteckt drin, ich weiß genau. Ich weiß genau, dass da drin ist. Nein, weiß ich natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass wir da reinkommen. Schaut mir zumindest nicht so aus, dass wir reinkommen. War da was da? Nein. War da was da? Nein. Hab aber irgendein komisches Geräusch gehört. Hey, da jemand drin? Hallo? Warte mal. Ne? Schaut mir nicht so, als wäre es da drin. Gut, Entschuldigung, ich hab... Adler! Können wir nicht anschießen. Dann gehen wir so... Oh! Oh! Oh, der hat schon wieder so eine fette Rüstung. Was tun wir mit dem? Dumme. Ich bin in einem privaten Bereich. Was tun wir mit dem? Bist du wütend oder bist du... Hey, Hau ab von hier! Was? Du platzt? Verdammt! Ich blute! Was zum Teufel Geh mal sollte ehrlicher das? Schwertkampf muss hier. Los! Komm! Leck mich am Arsch! Absolutes Pro-Gaming. Bogen mit. Oh, verbesserte Wundpfeile. Nehme mit. 1400er Becken haben Nasal. Nasal. Nehme mit. Kletterküras. Nehme mit. Ketten nehmen wir dann haben wir genug. Kettenhandschuhe nehmen wir auch mit. Bleinschiemen. Ja, genau. Sauber verdroschen. Hab ich eine gefangen? Hab ich aufs Maul gekriegt, glaube ich, oder? Absoluter Pro-Schwertling. Ein 1 gegen 1 geht easy. Sobald da ein zweiter ist, wird es interessant. So, Knochenkamm braucht kein Mensch. So, Hosen ausgezogen habe ich da. Ist da noch einer? Oh, ich glaube, wir haben einen Skillpunkt gekriegt. Der schaut jetzt wahrscheinlich auch einmal gar nicht. Oh, ein Redekunst-Skill. Gefürchteter Krieger. Wenn du im Kampf einen Kampfschrei einsetzt, verleitet das nicht bloß Mut, sondern jagt den Gegner auch Angst ein. Somit wird die Moral gesenkt und es ist wahrscheinlich, dass sie aufgeben, davonlaufen oder ihnen der Kampf gegen dich allgemein schwerer fällt. Das ist immer nicht schlecht, hilft uns aber in Dialogen gar nichts. Du kaufst und verkaufst Tränke, Gauner, es fällt dir leichter gestohlene Güter, nö, Frauenschwarm, wenn du mit Frauen handelst, erhältst du einen Bonus von 2 beim Überprüfen von Fertigkeitswerten. Nee. Schlachtruf, wenn du im Kampf einen Kampfschrei einsetzt, fügst du gerne 10% mehr Schaden zu. Dieser Effekt hält 20 Sekunden lang an. Nehmen wir das. Nehmen wir das! Was haben wir da? Überleben. Herzsucher 2. Was war Herzsucher? Triffst du dein Ziel, die Brust verursacht dein Schuss 25% zusätzlichen Schaden. Dieser Effekt gilt auch bei Treffern von hinten. Das ist mit dem Bogenschießen, da bin ich schon lange nicht mehr dazugekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das lassen wir mal, das mag ich mir jetzt nicht durchlesen ewig lang, aber da allgemeine Kampfsachen. Furor Teutonicus. Deine Angriffe werden stärker, je schwerer deine Verletzungen sind. Ich werde nicht mehr verletzt. Wenn du im Kampf in der Unterzahl bist, sind deine Angriffe 10% stärker. Das ist wichtig und abtrünniger Veteran. Im Kampf regeneriert sich deine Ausdauer um zusätzliche 10%. Das ist auch stark. Wenn du Plattenrüstung trägst, hast du einen Bonus von Charisma +1 bis +4 unbeugsam. Wenn du einen Kampf in Unterzahl stellst, gepanzert, Kopfschutz. Wenn du einen Helm trägst, verursachen Schläge gegen den Kopf 20% weniger Schaden. Das hört sich doch gut an. Das hört sich gut an. Mehr aushalten, mehr gut. Passt schon. So, darf ich jetzt da nur ein Banane aufs Maul hauen, bitte? Hallo? So, du auch noch? Ohne Erlaubnis kannst du hier nicht einfach so rumspazieren. Ja,
ist mir... Zieh Leine! So... Verdammt! Die Leute wollen ja mal einen Kampf sehen! Was ist jetzt mit dir? Kriegst du nicht auf den Dates? Oh Gott, verdammt! Kriegst du noch mehr auf den Dates? Verdammt! Ich blute! Okay. Bist du ein toter Lager? Er hat sich einen Meisterschlag gemacht. Das ist natürlich nichts. Oh, jetzt macht er die ganze Zeit Meisterschläge, du Bastard. Jetzt geh her, Kim. Kim, haut zu. Au. Okay, eine haben wir gefangen. Eine haben wir gefangen. Und jetzt bist du gut, mein Freund. Ja, bis einmal eine kurz. Also wie sie haben wir... Entschuldigung, hab ich vergessen. Hab nicht dran gedacht. Sag das, was ist. Müssen wir auch schnell ausräumen. Selber. Oh. Hundsgugel. Du alte Hundsfott. Oh, der mag die Burger Küre. Das ist 3000 wert. Muss man bloß jemanden finden, der es da abkauft. Alter, der hat einen Haufen saumäßig da eine Scheiße, oder Typ. Groschen. Rosenkranz kann sich anschauen, der hat deine geholfen. Hat schon passt. Hat schon passt. Wenn der Gegner natürlich auch Meisterschläge benutzt, wer nicht weiß, was vielleicht jemand, der das Spiel nicht spielt, selber, kann natürlich nicht wissen, was Meisterschläge sind. Es ist nicht bloß einfach blocken, sondern wenn er sein Schwert links hält, hält ich mein Schwert rechts. Und in dem Moment, wo er zuhaut, blocke ich nicht, sondern hau auch zu, dann wird da automatisch eine Finte draus. Also ich wehre sein Schwert ab und haue. Das kann der Gegner natürlich auch. Und wenn es das deren, dann wird es kreislig. So, gehen wir da jetzt rein. Da ist irgendein Zeichen dort. Das gibt's ja nicht. Aber Moment einmal, da hinten brennt er. Da hinten ist er, okay, da hinten steigt der Rauch auf. Der hat sich buckt am Ende. Ja, wenn sie leicht im Arsch sind, habe ich jetzt da alle umgebracht und kann mit keinem mehr reden, sage ich das richtig. Was haben wir da? Holzkohle? Gehen wir nicht brauchen. Was ist hier los? Was ist hier los? Da hinten ist nur eine Bude. Oder? Ah, da waren wir aber gerade. Nach was halt die ausschauen? Wenn der Magdeburger Kurs doppelt so viel kostet wie deiner, dann soll es vielleicht anzeigen statt verramschen. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Jetzt müssen wir erst einmal die scheiß Münzprägerei finden. Da haben doch, jetzt warte mal, auf der Map sind doch mehrere so Hütten. Ich sag bloß die 3. Finde die geheime Münzanstalt. Vielleicht aber auch da hinten. Ja? Das schaut aus, als war das unter Tage da. Ja, müssen wir mal weiterschauen. Ralphie, Kuss auf die Nuss, Löwensepp, merci für den Euro 44, gut geil, merci für den Zwickel. Ich hoffe, ich habe keine übersehen. Ich war ein bisschen, was weiß ich, aber ein paar Scheine austeilen müssen. Schau dir mal die Karte an, die du bekommst. Ich bin ein kompletter Vollidiot, da hast du absolut recht. Da hast du absolut recht, die habe ich einfach vergessen. Schau mal. Da ist die Kirche und weiter im Süden. Ja, da schon hin. Guter Punkt! Sehr guter Punkt. Ganz oben im Bereich. Bananenbatz, das war offensichtlich gelungen. Nämlich ganz im Süden. Beziehungsweise, hoppla, ich darf jetzt halt hergehen und da sagen, ja, wahrscheinlich da halt. Haben wir schon unterwegs? Haben wir schon unterwegs? Die Karten nicht natürlich, bis ich den Brunnen da unten gefunden hätte. Weißt du, was es ist? Das hat wieder 3 Stunden gedauert. Aber gut. Du hast entdeckt, Nest. Brauch kein Nest. Oh, wer bist denn du? Ja, wer bist denn du? Aufsitzen und stillen. Oh, das ist der Agro. Ach du Scheiße, das ist dem anderen Trottel sein Viertel. Beschaffe Beweise gegen Wabak. Da ist er bei unten. Ist da jemand drin? Hallo? Dann vermöbelt die halt im Minenschacht. Da findet die wenigstens keine. Deine 2 Waffenknechte, die soll ich dir auch noch haben stehen. So. Jeet! Du dringst hier unrechtmäßig ein. Ja, möchtest du da dagegen?
Was willst du tun? So, schauen wir aus. Müssen wir nochmal uns weiter oben. Sehr viel Leute müssen wir stellen. In Neste kann geiler Scheiß sein. Ich hab nur ein einziges habe ich abgedroschen bis jetzt. Da war ein Schlüssel drin. Was ist das? Was ist hier los? Du gleich nicht. Kann ich nicht? Nein, kann ich nicht. Aber schon wieder in dem scheiß Minenschacht drin. Ist da irgendwas? Nö. Sieh an. Wen haben wir denn da? Ich wusste gleich, dass du nicht grundlos zu den Schmelzhütten gekommen bist. Doch ich habe dich unterschätzt. Ein peinlicher Fehler. Ich dachte, du würdest nichts herausfinden. Und selbst wenn, der kleine Nich sollte dich beseitigen. Letztendlich lief es andersherum. Herzlichen Glückwunsch. Seine Frau und Kinder werden bestimmt vor Freude außer sich sein. Was mache ich jetzt mit dir, du Schnüffler? Wir könnten uns vernünftig einigen, oder? Unter der Erde hört niemand deine Schreie. Nee, aber auch nicht. Versuchst du etwa mich zu bestechen? Ich brauche Beweise gegen Wawak. Du bist der hier gleich schreit. Was? Es ist Zeit für Umfrage. Was der mal? 1, 2 oder 3. Los. Umfrage ist gestartet. Ich bin das, was der Birdlike sagt. Rein ins Rüstungsblech. Warte mal 100 Stimmen ab. Wer sich nicht auskennt im Chat, ist jetzt eine Umfrage. Da kannst du draufklicken, was für eine Dialogoption wir nehmen. 1, 2 oder 3. Wir haben bei 60% Nummer 3. Wenn Sie jetzt auf 33 kommt, schaut das Sperr aus und ich gehe 4 auf Couch und schaue Attack on Titan. Nur damit ihr euch auskennt. 2, dann 3. Das ist die vernünftigste Option, die ich gelesen habe. Die vernünftigste Option, die ich bis jetzt gelesen habe. Weil sonst muss ich mir die scheiß Dinger nämlich selber. Aber umsonst mag ich die. Wenn ihr schon einmal an einer Umfrage teilnehmt, ohne dass nur Scheiße abstimmt, muss ich es so machen. Eigentlich war das eine gute Option gewesen, Mr. Nieselbeck, aber wir nehmen straight in die Nummer 3. Angreifen! Du bist es, der hier gleich schreit. Das werden wir ja sehen. Oh, da ist finster, oder? Nicht lebend rauskommen. Erledigt ihn! Wer ist denn da wer? Ah, bloß zu zweit. Was möchtest du? Du bist ein toter Lager. Schau dir an. Ja, Candy! Leck mich am Arsch! Ich reiß dir den Arsch auf! Ich seh halt nix. Mann, ich sag nix! Nichts da! Hey, zeig mal, was du drauf hast! Hey! Zeig mir, was du kannst! Machen wir den Pisser fertig, verdammt! Warum kann ich Meisterschläge machen? Weil ich nicht sehe, wo er seine Waffen hält. Was aufs Maul? Nö. Der einzige, der aufs Maul kriegt, bist du. Und die einzigen Schläge, die ich kassiert habe, war, wenn der Stock findest und du Arschkind, du Kreisligst. So, alle 3 sind jetzt tot. Wo ist der andere? So, mein Freund. Du bleibst jetzt schön da sitzen, währenddessen ich deine 3 Waffenidioten ausglaub. So. Erstmal plündern. Nehmen wir das mit. Recht fett können wir nicht mehr dran, gell? Nehmen wir bloß das über 500 Gold Wert. Zeig mir, das kann man. Oh, Schrumpfwürfel. Passend zu deine Gockel! Du Huren! So. Bissal kassiert haben wir das mal. Bissal. Küras nehmen wir mit.
Den nehmen wir mit. Jetzt wird's dann langsam eng. Die nehmen wir auch mit. Die haben alle Rüstung oder ist den Tosenscheiß, du? Den nehmen wir mit. Sonst noch was Gutes, den nehmen wir mit. Und ein bisschen Brot nehmen wir natürlich auch mit. Das ist ja klar. Den ganzen Rest, den Scheiß könnt ihr euch nicht trotteln. So, mein Freund, was tun wir jetzt mit dir? Jetzt machen wir erstmal Folgendes. Aufschließen. Was haben wir da so herin? Dietrich, nehme ich mit. So, dann sitzen wir jetzt da einmal her. Ja, gehe da in den Tocken zu dir. Und ist einmal ein Opfer. Das müssen wir uns jetzt bildlich so vorstellen, so. Ja, erstmal sitzen wir uns jetzt da so gemütlich her und schauen wir noch. Was tun wir jetzt mit dem? Wer kann man eigentlich der Schlange einfach? Einfach, Mr. Ralph, merci für deine 45 Monate übrigens. Hast du endlich genug, Buresch? Da ist echt finster. Gnade! Um Himmels Willen, hab Gnade! Unter der Erde wird dich niemand schreien hören. Ich hab's ihm gesagt. Nein, bitte! Ich geb dir alles, was du willst, aber verschone mich. Ich will den Beweis, dass der Münzmeister Wawak in die ganze Sache verstrickt ist. Aber ich weiß wirklich nichts. Hör auf, mir ins Gesicht zu lügen. Und fang an zu reden. Na schön, das Ganze war Ulrichs Idee. Als er Sigismunds Münzmeister wurde, fing er an, seine Macht zu missbrauchen und wurde übermütig. Er riss sich alles unter den Nagel, was ging. Wer sich widersetzte, dem wurden die Abbaurechte entzogen. Wer seinen Platz behalten wollte, musste eine saftige Gebühr abdrücken. Doch selbst das war ihm nicht genug. Und so trat er eines Tages mit der Idee an mich heran, dem König einen Teil seines Silbers vorzuenthalten. Wieso ausgerechnet an dich? Hatte keiner Angst vor Sigismund? Was war sein Plan? Was machst du mit dem Silber, was den Beweis betrifft? Was den Beweis anbelangt. Ja? Ich brauche etwas Konkretes. Etwas, das zweifelsohne belegt, dass Wawak in die Sache verstrickt ist. Und kann ich darauf vertrauen, dass du meinen Namen dabei nicht in den Mund nimmst? Gibst du mir dein Wort? Lass dich überraschen. Da darfst du dir nicht zu sicher sein. Lass dich überraschen. Einem Fremden ausgeliefert. Das habe ich nicht kommen sehen. Hier ist der Schlüssel zur Truhe. Dort findest du alles Nötige. Hinter dieser Tür, im Münzerzimmer. Der Schlüssel dafür liegt hier auf dem Tisch. Red lieber nicht mit den Münzern. Das sind komische Leute. Ist das alles? Ja, das ist alles. Du hast doch sicher noch mehr. Du hast doch sicher noch mehr. Ich weiß nicht was, aber ich habe da so ein Gefühl. Mehr habe ich wirklich nicht. Dann werde ich gehen. Leider kann ich nicht behaupten, dass es schön war, dich kennenzulernen. Ich hoffe, dass wir uns nie wiedersehen. Vielleicht ist sein Gewand, vielleicht hat er aber auch sein Gewand mehr Charisma als meins. Ich sorge dafür, dass wir uns nie wiedersehen. Gott, nein! Bitte nicht! Verrecke! Ich hau ihm entweder ein! Vergiss es! Vollidiot. So. Hat dein Gewand mehr Charisma wie meins? Heuer hätte der edle als Bürgerpapa, oder wie man es nennt, das nehme ich mal mit. Ja, 3 Sterne, das nehmen wir Beinlinge mit Strumpfbändern. Die schauen nicht schlecht aus. Nehmen wir mal mit. Oh, Brief an Buresch, Brief von Wawak. Und noch sehr Sachen hätte ich gesucht. Außerdem war ich mir ziemlich sicher, dass er sehr viel Groschen hat und er hat ein goldenes Kruzifix. Kruzifix! Jetzt haben wir mich überlohnt. Ja gut, können wir nicht mehr laufen, aber das ist ja wurscht. So, hinter der Tür. Schlüssel, da liegt der Schlüssel. Hat's geheißen? Looten über Gnade. Gibt's von mir den Daumen nach oben. So, und irgendwie müssen wir da hinten in die Türe hinein. Wir sollen nicht mit den Münzern sprechen. So, mein Freund. Hm? Früher oder später kommen wir schon hier raus. Ein goldener Käfig ist immer noch ein Käfig. Ja, aber wir haben uns freiwillig einsperren lassen. Dass die Arbeit in der Mine unter Tage nicht einfach würde, hätten wir uns denken können. Ich bin hier, um zu helfen. Was machst du hier? Verschwinde von hier. Wenn die Wachen dich erwischen, gibt's Ärger. Ihr müsst euch keine Gedanken um die Wachen machen. Um die habe ich mich gekümmert. Was ist mit Meister Buresch? Er ist erst kürzlich mit Ihnen hier gewesen. Buresch ist tot. Er liegt draußen und schläft. Mein Gott, warum? Billinger Messe wieder Wie konntest du nur? Ich bin hier, weil ich Beweise gegen den Münzmeister Wawak suche. Ja, ich wasch mich dann schon. Wo finde ich die? In der Truhe dort sind ein paar Bücher.
Aber sie ist verschlossen und nur Herr Buresch hat den Schlüssel. Überlass das mir. Ich sollte das Werkzeug untersuchen, mit dem ihr arbeitet. Ein gefälschter Münzstempel wie dieser hier wird sicher viele Leute interessieren. Was soll das heißen, gefälscht? Der ist echt. Alles, was wir hier tun, ist saubere Arbeit. Alles. Oh, die zwei haben es nicht Abgesehen gewusst. davon, dass ihr Münzen mit gestohlenem Silber prägt. Woher sollen wir wissen, wo es herkommt? Das geht uns nichts an. Wir sind nur Marionetten. Wir tun niemandem weh. Das behauptet auch keiner. Wie gesagt, ich bin hier, um euch zu befreien. Die Wachen sind tot. Euch steht es frei zu gehen. Moment. Das stimmt. Das ist... Du wolltest nur die Bücher haben, nicht wahr? Also nimm sie und geh. Wir werden niemandem was verraten. Du warst nie hier. Jesus Christ. Muss ich jetzt die zwei Typen auch noch verrammen? Erzähl mir mehr über diesen Ort. Warum wollt ihr nicht gehen? Ihr wollt keinen Ärger mit Wawak? Macht doch, was ihr wollt. Ihr wollt also keinen Ärger mit Wawak? Das gäbe mehr als bloß Ärger. Er würde bestimmt unser Leben ruinieren. Ich kümmere mich um Wawak. Ich habe mich um die Wachen gekümmert. Ich habe euch doch gesagt, dass ich mich um die Wachen gekümmert habe. Sie konnten sich nicht wehren. Ich bin nicht mal ins Schwitzen gekommen. Ihr seid frei. Stimmt. Worauf wartet ihr also noch? Frei. Also, Können wir gehen? ohne zu fragen? Also, wenn er sagt, dass die Wachen weg sind? Dann könnten wir... Was meinst du? Ich weiß nicht. Ich kann's nicht glauben. Ich auch nicht. Wir sind tatsächlich Frei! Wir sind frei! frei. Gern geschehen. Den kaufe ich ab. Die wissen nix. Hagel her. Bumsbude aufgesperrt. Ah, shit, das hätte ich jetzt... Ja, da hätte ich jetzt skillen können, gell? Geschäftsbücher der Geheimen Münzanstalt, jawohl. Rezept für Schießpulver für Bleischrot und Streuschrot. Easy going, Alter. Da hätte der Schnaps den brauche ich nicht. Den brauche ich nicht! Was haben wir da? 8-seitiger Schwertknauf, Eisen, die Dietriche nehmen wir mit, Groschen, Alter, wie viel Geld haben wir jetzt da gemacht, wenn wir da reingegangen sind? Winsterwing, oder was? Weißsplitter, das ist alles Frankfurter Stahl, den kann man mal noch mitnehmen. Und ein paar Groschall nehmen wir noch mit. Jetzt haben wir 7, das schauen wir hier, was wir mit Geld haben, Alter. Geht jetzt ganz anders ab. Oh, liegt da noch irgendwas brauchbarer Pumps umeinander, oder was? Scheint mir nicht so. Oh, halt, stopp, da ist noch. Halt, stopp, da ist noch ein Tier. Oder ist das da an Bord? Ist das da an Bord? Geht's denn da noch hin? Was ist hier los? Stimmt, das ist der nächste Punkt. Die zwei schauen auch nicht aus, als kann man es looten. Gut, wenn wir da jetzt irgendwo rauskommen, dann akzeptiere ich das auch. Na, tolle Wurst. Tolle Wurst! Wir können nicht mehr laufen. Kann man wahrscheinlich auch nicht schnell reisen, oder? Wenn man zwei Gewicht hat. Müssen wir irgendwas wegwerfen, hilft nicht. Ah, wir haben ja draußen das Pferdl noch, da können wir das Pferdl einstecken. Wo hinter einer? Wo laufen wir wieder umeinander? Na, sag mal. Hallo? Was man nicht alles findet. Was man nicht alles findet. Kugeln, Fäustlinge, nochmal Groschen und Dietriche. Nehmen wir alles mit. Alles nehmen wir mit. Haben wir jetzt da einmal im Kreis gelaufen, verstehe ich das richtig? Du hast noch eine Kiste übersehen? Naja, verstehe. Endlich eine schöne Skyrim-Höhle. Wo sind die Trauger? Oh, warte mal. Kann das was? Fallchen? Nein, für 100 nicht. Kriegshammer für... Oh! Ja, leg mir Mosch. Hab ich keinen Platz mehr. So, da sind wir gekommen und gehen wir in die andere Richtung. Hab ich irgendeine Kiste noch übersehen, hat's geheißen? Ja, ist mir wurscht. Ist mir wurscht. Kann mir nichts mehr tragen. Das ist schon sauber zu viel. Außerdem gibt's auch... Gut, wir haben halt was weiß ich für Händler, die ich noch nicht gefunden habe. Wahrscheinlich 50 gehen. Die ganzen Händler, die ich schon gefunden habe, die haben alle pleite, weil ich einen lauter Krampf verkauft habe. Jetzt schauen wir mal, dass wir uns da mal wieder aus der Höhle rausschleichen. Und vielleicht sollten wir einen Trog aufsuchen. Ich finde, was ich ein bisschen übertrieben finde, ist, man wird sehr schnell dreckig. Ich hab die sind andere Typen in Rüstungen, da spritzt er nicht das Blut. Und außerdem schau ich aus, als hätte ich von oben bis unten nur Dresche kassiert. Das Einzige, was ich da habe, ist Dresche austeilt. 6 Kilo für 300 Groschen ist nix. Lese aber einmal die Briefe. Stimmt.
Mir kann man sein Pferdl klauen, gell? Ja, aber es ist so viel schlechter wie unseres. Also so viel schlechter wie unseres. So, jetzt tun wir Pferde. Mein Pferdl hat da oben einen Schlaganfall. Dann laufe ich jetzt da mal nur ein Stück Bickert, weil das glaube ich hat sich da, wenn ich da jetzt aufsteige, dann bricht es die Taxen. Ich sag's bis daher. Bis daher ist. Haben wir schon. So, jetzt pass auf. Den der wir weg. Und irgendwas Schweres. Die 2 Sachen der wir weg. Dann haben wir schon wieder gut. Aufsteigen und wahrscheinlich dann ab zum Christian, nehme ich an. Bis der mal weg geht. Und dann müssen wir da oben. Dann reiten wir mal da so her. Du kannst nicht schnell reisen, weil du keine Erlaubnis hast. Ach, in dem Gebiet da herin. Stempel mitnehmen. Münzstempel. Kannst du dann den Stempel selber Münzen brennen? Warte mal. Den habe ich eigentlich gekriegt, oder nicht? Da. Echtes Münzzeichen für die Prägung des Prager Groschens. Haben wir automatisch nach der Quest gekriegt. Aber wir können natürlich einmal das da lesen. Achtung, Wissenschaft 8 und Spezialisierungspunkt. Hochverehrter Herr Buresch, in Anbetracht unserer guten Beziehung möchte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Der Träger dieses Briefs ist ein gewisser Heinrich von Skalitz, der älteste Sohn und Alleinerbe deiner reichen Familie aus. Ach, das ist der Brief vom Christian an ihn, damit er uns glaubt, wer wir sind. Man, das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht lesen. Aber der Brief von Wawak ist interessant. Ist eventuell ja, wie soll ich sagen, ein Beweisstück. Geschätzter Meister Buresch, in Bezug auf unsere vorherige Konversation muss ich meine Zufriedenheit darüber ausdrücken, dass sich der Unregelmäßigkeiten in den Minen von Horschan angenommen wurde. Hoffen wir, dass die Widrigkeiten, die uns in den letzten Wochen heimgesucht haben, sich nicht wiederholen. Ich habe weiterhin vollstes Vertrauen in dich und deine Männer. Der Ertrag unseres kleinen Unterfangens wächst. Da habe ich beschlossen, eine Bezahlung zu erhöhen. Die Zahlungen für das Nutzungsrecht, das du als Besitzer der Schmelzhütte in Grund genießt, werden einstweilen vollständig anfallen, insofern als du sie von seinen Einnahmen bezahlst, die vor kurzem dank meiner Aktivitäten außerhalb der Münzanstalt beträchtlich gestiegen sind. Ich bin sehr beschäftigt, daher werden wir uns nicht am üblichen Ort beim AG zur üblichen Zeit treffen. Richte unseren werten Künstlern meine Grüße aus und trage Sorge dafür, dass alles haben, was sie benötigen. Volkmar soll sich darum kümmern. Der Volkmar, der schläft am Hof. Ulrich Wawak von Neuhaus, Hermes Trismestix, irgendwas. Keine Ahnung. Haben wir schon so weit schon, ja? So, jetzt müssen wir da schnell mal irgendwie rausreiten aus dem Bums. Bruin vergessen. Schon ein wenig. So. Kann ich aber jetzt schnell reisen, bitteschön? Zumindest bis daher. Ja. Oh, wird schon wieder finster. Das Wurscht, müssen wir den Christian aufwecken, das hilft uns nichts. So, Abflug. Ja, okay, hi. Schneller! Was zum Teufel steht? Komm ich da überhaupt? Warte mal. Komm ich da komm ich ja wieder nicht raus. Wo reiten ich wieder um einen Anzug? Irgendwo müssen wir da links rein. Müssen wir noch nicht links rein, aber da. Lauf! Hoffe ich zumindest. So, auf dem Weg bleiben und Vollgas. So, Chef, bin spät dran. Der Umzug hat mich heute leider aufgehalten. Ja, doch, nein, das ist ja klar. Ja, jetzt ist Wochenende. Ah, jetzt ist Ruhe mit Umziehen. So schaut's aus. Ja! So. Links abbiegen. Fertig. Oh, das war knapp. So, absteigen. Bisschen aufs Nussel haben wir gekriegt. Aber das ist, glaube ich, akzeptabel. So, servus, grüß Gott. Ich darf da einfach reingehen jetzt kosten. Der hat mir auch ein paar Rüstungen kaputt gehauen. Schon immer einen Rüstungsdebuff. Oh, Christian! Hallo? Oh, da kann man auch mal reinschauen. Jetzt nicht. Christian ist so gut. Wo ist denn der Christian? Schläft der? Bist du der Christian? Hallo, Christian. Guten Morgen. Ich habe Beweisen gegen Wawak. Fragen über den Bergbau. Ich habe die Beweise gegen Wawak, den Münzmeister. Ach ja? Zeig mal her. Hier. Steht er da? Nockerten. Das sind handgeschriebene Aufzeichnungen des ganzen Schwindels. Hier stehen Namen,
Gezahlte Beträge, Minen, Schmelzhütten, Abbauerträge? Das darf doch nicht wahr sein. Das ist perfekt, Heinrich. Damit ist er ruiniert. Wo hast du das her? Aus der geheimen Münzanstalt. Ja, sagen wir es ihm, wie es ist. Wawak ließ in einer geheimen Prägestätte aus dem gestohlenen Silber Münzen prägen. Dort lagerte er die Bücher. Er hatte offensichtlich alles bis ins kleinste Detail geplant. Bemerkenswert. Gab es bei der Beschaffung irgendwelche Probleme? Wo ist die Option, alle sind tot? Ich habe Buresch getötet. Der Besitzer der Schmelzhütten, Buresch, wollte mich aufhalten. Ich musste ihn töten. Heinrich, du hast Herrn Buresch getötet? Herr im Himmel! Warum hast du das getan? Weißt du nicht, wie wichtig er war? Ja, er will mich hauen. Er hat mich angegriffen. Und er war nicht allein. Ich war unterlegen. Was soll ich machen? Sollte ich mich von ihm töten lassen? Mit Verlaub, Christian, ich weiß ja nicht, wie viele Schlachten du schon erlebt hast. Aber so läuft das eben. Man steht nicht verwundert rum. Man verteidigt sich. Ohne Ausnahme. Das verstehe ich ja. Aber so weit hätte es dennoch nicht kommen dürfen. Was geschehen ist, ist geschehen. Upsi. Wir können es nicht ändern. Da wäre noch etwas. War sonst noch jemand in der Prägestätte? Sie fixt das Mock, das kehren wir unter den Teppich. Was du da schreibst. Nein, hat er nicht. Oder hätte er nicht machen müssen. Mei. Ja, das... Dort wurden ein paar Münzer gefangen gehalten. Ein paar Münzer wurden dort gefangen gehalten. Himmel! Gefangen gehalten? Wawak sperrte sie dort ein, damit sie für ihn arbeiten. Mein Gott! Er ist wahrlich ein Monster ohne Gewissen. Hast du sie befreit? Habe ich. Ich habe Aber ich ausnahmsweise musste nicht sie erst umgebracht. mal überzeugen. Sie hatten Angst. Gott sei Dank. Hast du einen Münzstempel gesehen, als du mit ihnen gesprochen hast? Ja, sicher! Sie haben mir den Münzstempel gegeben. Jetzt ist die Frage, wenn ich mir den behalte. Beweise haben wir ja. Kann ich dann selber Münzen machen? Kann ich dann selber Münzen prägen? Das darf mich jetzt interessieren. Ich warte im Chat, bis jemand schreibt, nein, es geht nicht. Bürger macht den Heinrich zum Dorf-Heinrich. Gehen wir nehmen. Sie haben ihn mir sogar freiwillig übergeben. Jetzt bin ich neugierig. Zeig mal. Hier. Aber der ist ja echt. Demnach sind alle Groschen, die Wawak aus dem gestohlenen Silber prägen ließ, einwandfrei. So oder so haben wir etwas Großes enthüllt, Heinrich. Hättest du Meister Buresch doch nur verschont. Er hätte mit uns kooperieren können. Wir wissen noch immer herzlich wenig über seine Verstrickung in die Sache. Vielleicht hilft das hier weiter. Es ist ein Brief von Herrn Wawak an Herrn Buresch. Wo hast du den her? Das ist tatsächlich des Rätsels Lösung. Wie dem auch sei, wir wissen nun genug. Ich habe mir in der Zwischenzeit den Kopf zerbrochen. Was Meister Ulrich Wawak von Neuhaus da vor unseren Augen getrieben hat, ist eine unglaubliche Frechheit. Aber es ist auch eine der ausgeklügelsten Intrigen, die mir je begegnet sind. Sind die Bücher erst in den Händen der Ruthards, ist Wawak seinen Posten bald los. Und nun liegt es auf der Hand, wer sein Nachfolger wird. Ein solcher Nebenverdienst könnte nützlich sein. Und zwar für viele Leute, wenn du verstehst. Was? Gibt der gerade zu, dass ihr seht? Was? Du stiehlst also weiterhin vom König? Oh, bitte. Sigismund ist nicht der rechtmäßige König. Je weniger Silber Sigismund hat, desto weniger kann er den ungarischen Halunken zahlen. Da hat er recht. Da hast du recht. Hört zu. Ich habe einen Plan. Nichts würde sich ändern. Gefälschte Einträge, weiterhin Erzabbau, eine geheime Prägestätte. Nur die Führungskräfte würden ausgetauscht. Ich muss Ersatz für Fett und Hermann in den Minen finden. Aber das sollte kein Problem darstellen. Bergmänner stürzen sich auf Geld wie Hunde auf einen Knochen. Was ist mit Hermann und Fett passiert? Hermann ist kurz nach deinem Aufbruch verschwunden. Er nahm wohl die Straße nach Grund. Und Fett fand man mit gebrochenem Genick auf der Bergehalde. Hängt das zusammen? Wer weiß. Vielleicht hat Hermann ja verraten, dass du rumgeschnüffelt hast und Fett geredet hat. Solche Dinge bringen dich ins Grab. Scheiße. Sie sind beide fort, jetzt muss ich mich um alles kümmern. Viel schwieriger wird es, Meister Buresch zu ersetzen.
Ich muss Ruthard und die Bergleute um Rat bitten. Aber ich glaube nicht, dass es unter den derzeitigen Umständen ein Problem sein wird, jemanden mit ähnlichen Fähigkeiten zu finden. Und um die Münzer kümmere ich mich persönlich. Für dich ändert sich im Grunde nichts. Du kannst Wawak ruhig erpressen, aber verliere ja kein Wort über die Sache. Ich habe hier einen kleinen Bonus für dich. Den nehme ich. Und für diesen Münzstempel hast du dir sogar noch mehr verdient. Du musst nur nicken. Das ist jetzt so eine Frage, wie wirkt sich das auf irgendwelche Storystränge später aus? Ob du jetzt das annimmst. Also nochmal kurz Recap. Die Münzprägerei wird jetzt von ihm übernommen, aber das gestohlene Silber, das geht nicht an den Sigismund, sondern an den Herrn Wenzel dann. An unseren König, den rechtmäßigen König. Darum stimme ich jetzt da einfach mal zu. Nicht vergessen, wir wollen die Ruthard Rosa zusammenhauen. Natürlich. Machen wir. Aber ich darf halt nie wieder drüber reden das muss ich mir forever merken, dass man das niemals irgendwann ausrutscht aus Versehen. Sehr gut. Du wirst es nicht bereuen. Aber denk dran. Meinetwegen kannst du Wawak 625 Groschen haben wir gekriegt. Doch den Pfad des Silbers überlässt du schön mir. Hier sind die geheimen Aufzeichnungen und Kopien aus den Minen und den Schmelzhütten zum Abgleichen. Danke. Nein, ich habe zu danken. Es hat mich gefreut, mit dir zu arbeiten. Ich wünsche dir nur das Beste. Man sieht sich und richte Herrn Kunzlin meine Grüße aus. Ihm fällt sicher ein Stein vom Herzen. Easy going. Schließe deine Ermittlungen mit Christian ab, beschaffe Beweise gegen Wawak. Christian Siegel haben wir gekriegt, französischer Abgang. So, oh nein. Haben wir letztes Mal schon drüber geredet, dass ich gern die Hauptstufe 17 schon. Ja. Zack, das Böhnchen. So. Man kann immer noch mehr Profit rausholen, als man eigentlich kriegt. Jetzt machen wir wieder so und nichts ist passiert. So, ist da irgendwo ein Trog? Müssen wir mal waschen. Mein Gewand auch. Ja, da ist einer. Sehr schön. So. Oh, ich darf da nicht sein, gell? Was war das? Warte mal. Der haben wir noch. Das ist nicht dreckig. Und das ist auch nicht dreckig. Dann machen wir das so. Du wächst noch den ganzen Hof. Ja, Entschuldigung, wollte ich nicht. Entschuldigung, ist alles wieder gut. Dir zu ist zirkt. Erstatte den Ruthards Bericht. So, Rosa! Am Kommen! Aber schlafen werden wir müssen. Wir müssen wieder da oben. Meilenweiter Weg wieder da oben. Naja, gehen wir. Wir haben in der Nacht, werden wir schon angegriffen werden. Das ist mir eh klar, weil es nichts sechst. Ich sehe bloß über das Symbol, wann ich blocken kann und wann nicht. Das ist aber jetzt halt erstaunlich reibungslos gegangen. Erstaunlich reibungslos. Jetzt gehen wir mal wieder ins Bett ein. Wir campen auch mal. Jetzt passen wir auf, wie viel Platz hat ein Viertel. Alter, wieso kann das... Oh, liegt das am Sattel? Alter, gib dir mal die Tragelast von dem Drachensattel. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Der ist leichter und kann mehr... Du bist ein Deppert. Du bist ein Deppert. Spitzt du, oder was? Naja, trotzdem. Gehen wir ins Bett. Ah, falsche Tür. Oder? Ist die richtige Tür? Weiß ich nicht mehr. Na, passt. Ab ins Bett! Da muss man mit die Treppen springen, das habe ich schon rausgefunden. So, ab ins Bett. Speichern. Das ist der Doom-Sattel. Ich glaube auch. Oh, mal bis um 8 in der Früh. Oh, einfach mal ein bisschen Heiti, Bumbeitsche. Bum, Fildi-Bum.
Wunderbar. Gespeichert. Man hält dich für einen Dieb, nachdem jemand dich in seinem Haus erwischt und vor die Tür gesetzt hat, wieder nachsehen, ob du etwas gestohlen hast. Sollte das der Fall sein, wirst du den Wachen gemeldet. Diese werden versuchen, dich für den Diebstahl zu verhaften. Was? Ich habe überhaupt nichts gestohlen. Alles, was ich da, hier Wundpfeile, die wir einfach alle da rein. Die Wundpfeile, die wir auch da rein, die verbesserten nehmen wir mit. Warum klebt hier alles? Warum klebt hier alles? Weg mit dem Schund, weg, weg. Weg, alles was wir nicht haben, alles was kein Symbol daneben hat. Weg mit dem Bums, weg mit dem Bums, weg. Warum verschütten die immer ihr Bier auf den Tischen? Frauen bägert's also seit 700 Jahren über das Gleiche. So, das sind die weinerlichen Weisheiten. Karte zur geheimen Münzanstalt, die braucht man nicht mehr. Aufzeichnungen eines Ritters, das war eine Nebenquest. War eigentlich ganz lustig, war in einem Ding drin. Rezept für Schießpulver, das können wir uns einverleiben. Frankfurter Stahlweg, verbesserter Schwerknaufweg. Archivtruhenschlüssel, ich meine, der wiegt nichts, den können wir da lassen. Dietrich Groschen haben wir jetzt 8400 irgendwas. Räuberschlüssel, die wiegen alle nichts, die können wir alle im Inventar lassen. Würfelweg, Doppelgänger-Klumpweg, goldener Krug, Kruzifix, Sack mit Nägel, alles weg. Da schauen wir mir richtig gut aus. Schau her, speichern. Wo gibt's da Mützen zum Kaufen? Harlan, das wird immer wieder mal gefragt, aber schaust du mal bei Amazon. Nein, die hat meine Tochter kegelt. So. Wir schauen mal aus. Weil irgendwo haben wir ein Rüstungsdefizit. Irgendeine Rüstung ist ziemlich im Eimer. Was ist denn da? Der gewöhnliche Mantel. Der Mantel ist fast hier. Ist sonst noch irgendwas rot? No, eigentlich nicht. Drauf geschissen. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir arbeiten. Jetzt müssen wir zu Rosa. Rosa! Was ist hier los? Rosa, kannst du mal gucken kommen? Junger Mann, würdest du mir einen Moment deiner Zeit schenken? Nö! Muss Meter machen. Bruder, da schauen 770 Leute zu. Ich muss Meter machen, kennst du es selber wieder nicht? Da komme ich wieder nicht am Säck rundum, oder? Wo bin ich jetzt hier gelaufen? Habt ihr heute eigentlich schon einmal auf den Freitags-Like-Button gedrückt, Kinder? Habt ihr das schon einmal erledigt heute? Hast du schon die Nebenmission mit dem Badehaus gemacht? Ja, habe ich schon gemacht. Die war eigentlich ziemlich witzig. Das war eigentlich fast. Das war so eine Quest gewesen, die hätten wir wieder brauchen können für den Stream. Aber mei, woher sollst du es denn wissen? Woher sollst du wissen? So, müssen wir hier rechts um und dann links an der Kirche vorbei. Wieso laufe ich eigentlich mit der Fackel rum? Frauen prüfen seit 700 Jahren über das Gleiche. Frauen sind also schon seit 700 Jahren nachtragend. Ja, mindestens feit da noch. Mindestens feit da noch. So, Vollsprint, müssen wir ein bisschen Ausdauer tanken. Ja, und wieder Vollgas. Eigentlich sollte man im adligen Gewand umeinander laufen, da haben wir Charisma zum Saufhören, dann müssen wir, warte mal, bevor wir mit zur Rosa gehen. Ah, hier machen wir mit den Adligen, du. Da machen wir den Adligen. Herr Dockner, so ist recht. Kuss auf die Nuss, merci, ne? Merci und den Rest natürlich auch. Du schaust wichtig aus, aber du bist bloß ein Handwerker. Möchtest du Herrn Ruthard sehen oder hast du dich verirrt? Wenn mich jetzt da nicht reinlässt, der Ukrainer Sepp, dann kriege ich einen Vogel. Herr Ruthard erwartet mich. Der Herr Jesus Christus sei gepriesen. In Ewigkeit. Amen. Ich bin Heinrich. Ich bringe dringende Kunde für Herrn Ruthard. Geleite mich zu ihm. Er erwartet mich. Ach, sicher doch, Heinrich. Herr Kunzlin sprach von dir. Ich lasse dich rein. Schimek bringt dich zu dem Herrn. Hoffentlich nimmt er sich auch die Zeit, dich anzuhören. Du bist nämlich nicht der Erste, der ihn heute aufsucht. Verstehst du? Die Wache bringt dich zu einer Audienz mit dem Herrn des Anwesens, Ruthard. So, da sind wir. Aber du musst dich noch Cutscene-Time. Wie du siehst, hat Herr Ruthard wichtigen Besuch. Und sie sind offenbar noch nicht fertig. Ich verstehe. Und jetzt, Martin? Hast du mit Jeremias Nas gesprochen? Unterstützt er uns? Nein, er hat Sigismund eine größere Summe geliehen und kommt nun nicht von ihm weg. Sakra! Sakra! Er hat Angst. Sobald er Sigismund irgendwie verärgert, wird ihn dieser als Rebell bezeichnen und die Schulden für nichtig erklären. Verdammt! Hat er über die ganzen Groschen sein letztes bisschen Verstand eingebüßt? Jeremias ist eitel. Es muss ihm gefallen, wenn ihm der ungarische König höchstpersönlich Gehör schenkt. Er hat damit angegeben, mit irgendwelchen kirchlichen Reden am italienischen Hof betraut zu werden.
Den kriegen wir nicht umgestimmt. Aber du hast auch noch mit den anderen Ratsherren gesprochen, oder? Gibt es denn keine guten Neuigkeiten? Gute Neuigkeiten. Ich habe gute Neuigkeiten. Es geht um Wawak, den Münzmeister. Ich hörte von seinem Verbrechen gegen die Krone. Das ist schwerer Diebstahl. Sicher, dass die Anschuldigungen stimmen? Ich kann alles beweisen. Ha! Gott segne dich, Heinrich. Endlich gute Nachrichten. Mir scheint, als bringe dieser junge Mann Licht in meine dunkelste Stunde. Mit wem habe ich die Ehre? Martin, das ist Heinrich, unser Verbündeter von Liechtenstein. Heinrich, das ist Herr Martin Oderin, der Herr von Raborsch. Ein treuer Gefolgsmann von König Wenzel, wie du sicher bemerkt hast. Ich habe den Ring? Herr, mein Freund Godwin gab mir diesen Ring für euch. Er sagt, ihr würdet mir helfen. Godwin? Tatsächlich? Nun ja, du hast eigenartige Freunde. Ich verstehe nicht ganz, Herr. Godwin sollte nichts weggeben, das nicht sein eigen ist. Ich werde dir helfen, allerdings nicht wegen des Rings. Herr Kunzlin! Der Godwin war übrigens der Pfarrer Schimek? von Was vor ist hier 2, 3 los? Streams. Der Münzmeister Wawak ist mit einer bewaffneten Eskorte auf dem Weg hierher. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich hatte nichts damit zu tun. Kommen lassen. Ich hatte nichts damit zu tun. Ich habe euch nicht betrogen. Ach du Scheiße. Ach Bald du wirst du mir Scheiße. das beweisen können. Soll Wawak doch kommen? Schimek, positioniere ein Kanonier im oberen Stockwerk und einen Armbrustschützen auf der Treppe. Versammle dann alle, die du finden kannst, und komm zu uns in den Hof. Gewiss doch. Sofort, Herr. Aubi, stinkt nach Heinrich. Schlägerei, Kinder. Wir zählen vor allem auf dich. Ich hoffe, deine Erkenntnisse sind ein Dutzend bewaffnete Männer wert. Ja, sind's. Aber mindestens, Herr. Du wirst schon sehen. Ich helfe dir in deine Rüstung, Vater. Aber schnell. Und dann geh hoch in deine Gemächer und schließ dich ein. Das ist sowieso nicht. Ich begleite dich. Ich schießt wieder jemand tot. Nein. Also geh in dein Zimmer, nimm deine geschätzte Armbrust und wenn es zum Schlimmsten kommt, schieß auf jeden von Wawaks Hurensöhnen, die ihre Nase zur Tür reinstecken. Wenn mir etwas zustoßen würde, wärst du das nächste Oberhaupt unserer Familie. Vergiss das nicht. Ich liebe dich, Vater. Allmächtiger Gott, halte deine schützende Hand über uns. Ich regel das schon. Sei gegrüßt, Herr Ruthard. Die haben fett Dein Tor war bewaffnet. offen, dann nutzte ich die Gelegenheit für einen kurzen Besuch. Für dich ist kein Tor verschlossen, oder? Vor allem das Tor zur Hölle erwartet bereits deinen Besuch. Aber das weißt du nur zu gut, hm? Schließlich wagst du dich nur mit einem Haufen bewaffneter Männer aus dem Haus. Meine Männer sind Und ich nicht stehe in hier, der um mich zu Kasperl, mit dem beschützen, Kasperlanzug sondern da. damit ich Ordnung wahren kann, wenn nötig. Und heute habe ich das Gefühl, dass Ordnung gebraucht wird. Oder bist du anderer Meinung, Herr? Wähle deine Worte mit Bedacht, Herr. Sonst könnte man sie als Drohung auffassen. Und ich versichere dir, dass wir heute gut auf jeden vorbereitet sind, der uns drohen will. Drohungen? Eher eine Warnung, eine freundschaftliche Warnung vom königlichen Münzmeister. Herr Ruthard, ich biete dir eine letzte Gelegenheit, mir die Schürfrechte zu überlassen. Wenn wir uns einig werden, haben du und deine Familie nichts mehr zu befürchten. Sonst wird der König von deinem schändlichen Verrat erfahren. Dann wirst du sowohl deine Ehre als auch deinen Besitz verlieren und in Schande aus der Stadt verbannt werden. Das reicht. Glaubst du, du könntest mich in meinem eigenen Heim beleidigen? Bildest du dir ein, du könntest tun, was du willst? Nur weil du in Sigismunds Gunst stehst? Das könnte sich schnell ändern, wenn der König von der falschen Schlange erfährt, mit der du Umgang pflegst. Um deine Worte zu wiederholen, Herr, wenn
ich nur an das denke, was ich weiß, könntest du mehr verlieren als deine Ehre. Etwa deinen Kopf. Es geht nicht gut aus, Kinder, da gibt's jetzt aufs Maul. Heinrich, sei so gut und informiere den königlichen Münzmeister, was über ihn erzählt wird. Du hast heimlich deine eigene Münzpräge betrieben, du hast jede Menge königliches Silber gestohlen. Das ist im Prinzip ja das Gleiche, nehmen wir das erste. Es heißt, du stehst mit Buresch aus Krakowitz und Vorarbeiter Fett im Bunde, Herr. Um gemeinsam die Aufzeichnungen über den Bergbau zu fälschen. Anders gesagt, du stiehlst königliches Silber. Und dann bringst du es in eine geheime Mine, in der du mit dem königlichen Stempel eigene Münzen prägst. Und darauf steht die Todesstrafe. Was glaubst du wohl, was Sigismund mit dir macht, wenn er herausfindet, dass ihn sein eigener Münzmeister bestiehlt? Vor allem, wenn er verzweifelt Geld braucht. Ich würde sagen, das ändert die Perspektive ein wenig. Herr, von nun an solltest du mich und meine Familie in Frieden lassen. Sonst erfährt der König von deinen Machenschaften. Ganz genau. Dafür sorgen wir. Glaube es mir. Versuchst du etwa wieder, den königlichen Münzmeister zu leg mich Dinge. Nichts als Lügen und Verleumdungen? Das gibt eine Schlägerei und ich stehe im Kasperlanzug da! Dazugelernt. Nun, dafür hatten wir wenig Zeit. Wir waren mit dem Sammeln von Beweisen beschäftigt. Nicht wahr, Heinrich? Christian von Pisek weiß alles. Ich habe die Beweise hier. Ich kenne deine Bücher. Ich nehme lieber das. Und Christian mag ich eigentlich nicht erwähnen. Ich habe deine Bücher direkt hier. Die Originalen von Buresch. Möchte er uns allerdings mit denen natürlich wir erst beweisen, recht umbringen, wie dein Betrug natürlich. vonstatten ging. Ist ja Eine klar. wahrlich interessante Lektüre. Sie sind gewiss interessant, aber du hast sie überhaupt nicht verstanden. Bureschs Betrug ist mir wohl bewusst. Ich habe selbst versucht, ihn zu erwischen. Du kannst dich nicht rauswinden, Wawak. Es wurden schon bessere Menschen für viel weniger hingerichtet. Verbrechen? Nicht nur hast du meine Untersuchungen von Bureschs Verbrechen verhindert, nun willst du sie mir in die Schuhe schieben? Eine Schande, dass Herr Buresch nicht mehr unter den Lebenden weilt. So kann er unseren Streit nicht beilegen. Wie bedauerlich. Deine Bemühungen sind vergebens, Deswegen hätte ich ihn nicht umbringen sollen. Damit kommst du nicht durch. Okay. Nein, du kommst damit nicht durch. Ich bestrafe euch dafür, dass ihr den königlichen Münzmeister beleidigt. Und ich werde diese Bücher im Namen des Königs konfiszieren. Das glaube ich nicht. Männer, zu den Waffen! Oh, ich habe Kasperlkommando! Was? Haltet euch... Kann ich das noch ändern? Oh Gott, nein! Ah, wieso muss ich in dem Kasperl? Ich kann nicht einmal schießen, ich kann gar nichts. Na gut, dann müssen wir so durchhelfen. Wir probieren es einmal, ansonsten muss ich noch mal schnell reinladen, weil das ist ja totaler Alter. So, du schaust wie gut. Ohne weniger, sehr gut. So, nächstes ist der Helibaden-Dude. Hey, Helibaden-Mann! Helibaden-Mann, au! Scheiße, der Schwertzepp ist Base. Okay, das war leicht. Dein Leben ist der... Schlitz ihn auf! Ja, wieso soll es eigentlich anders gehen, ihr Arschläger, wenn ich eins gehe? Du bist der allergrößte Zipfel, da, den kannst du haben. Oh, Gnade, gib auf! Du sollst hingerichtet werden. Ausnahmsweise lasse ich dich mal leben. Ich ergebe mich. Das hat sich alles etwas anders entwickelt, als du dachtest, Münzmeister. Ist es nicht so? Gnade, ich flehe euch an. Kunzlin, wir hatten einen schlechten Anfang, Easy. aber wir können uns doch Rüstung. sicher irgendwie einigen. Ich schiebe dir den falschen Fuß direkt in deinen Arsch. Du hast recht, ich habe dich unterschätzt. Das war ein Fehler. Das war es wirklich, Herr. Ein großer Fehler. Die einzige Frage ist jetzt, wie viel dieser Fehler dich kosten wird. Du nichts Überstürzes, Kunzlin. Ich verstehe ja, dass du wütend bist, aber der könnte noch nützlich sein. Das stimmt. Kluge Menschen können sich immer so einigen, dass alle davon profitieren. Du hast recht. Ich bin mehr als bloß wütend. Schwöre, dass du mich und meine Familie in Ruhe lässt und die Schürfrechte bei mir verbleiben. Ich gebe dir mein Wort. Bei der Heiligen Mutter. Gut.
Du weißt, was dich sonst erwarten würde. Wenn Martin glaubt, dass du uns nützlich sein kannst, überlasse ich dich ihm. Ich habe hierauf keine Lust. Gut, du meintest ja, kluge Leute können sich einigen. Also mal sehen. Wir müssen wissen, was Sigismund vorhat. Ich soll den König bespitzeln? Das könnt ihr nicht von mir verlangen. Das klingt nicht so, als wolltest du dich mit uns einigen. Ihr könnt doch nicht. Wir können. Und wir werden. Das ist kein Vergleich zu der Bestrafung, die dich für deine Taten erwartet. Entweder machst du mit, oder Sigismund erfährt, was passiert ist. Dann müsstest du sehr weit weglaufen, um dem Henkersbeil zu entkommen. Heinrich hat recht. Also versuch gar nicht erst, ein doppeltes Spiel zu spielen. Du hast deutlich mehr zu verlieren als wir. Und vergiss auch deinen Eid nicht. Verstehe. Schon gut. Ich tue, was ihr wollt. Hervorragend. Und jetzt runter von meinem Anwesen. Zu Befehl. Ich werde ebenfalls gehen, Kunzlin. Ich kehre nach Raborsch zurück. Ich hatte mehr als genug Abenteuer für einen Tag, aber zumindest werde ich unseren Münzmeister begleiten. Ja. Er hat mir sicher einige spannende Dinge zu erzählen. Gott schütze dich, Martin. Hoffentlich sehen wir uns bald unter angenehmeren Umständen wieder. Haha, das war sehenswert. Das war's wirklich. Der mächtige Münzmeister stolziert hier rein wie ein Löwe und verschwindet wie ein Hund mit eingezogenem Schwanz. Jetzt, wo wir den Mistkerl los sind, kann ich wieder durchatmen. Um sicher zu gehen, Heinrich, werde ich diese belastenden Bücher an mich nehmen. Ich werde sie gut verstecken, für den Fall, dass der Kerl auf dumme Gedanken kommt. Gute Idee, Herr. Hier sind sie. Danke, Heinrich. Da haben wir einen guten Verbündeten. Das doch. war gute Arbeit, die ich dir nie vergessen werde. Nun, dann begleiche deine Schuld doch direkt, Herr. Halte dein Versprechen und bring mich nach Malleschau. Natürlich. Das Versprechen werde ich erfüllen. Von Malleschau führt ein Geheimgang hierher. Du kannst ihn dir in umgekehrter Richtung zunutze machen. Ein Geheimgang? Den schickt der Himmel. Von Bergo wird nichts mitbekommen. Wird er nicht? Er ist gut versteckt. Wir wussten selbst lange nichts von seiner Existenz, bis Rosa ihn eines Tages in der Burg entdeckte. Am besten erklärt sie dir, wo der Eingang ist. Sie sollte in ihrem Zimmer sein, die Treppe hoch und dann siehst du eine Tür zu deiner Linken. Verstanden, ich frage Sie. 1000 Dank, Herr Kunzlin. Danke mir nicht zu früh. Das Schlimmste liegt noch vor dir. Die werden mich bestimmt nicht mal bemerken, die werden sich noch wundern. Ist eigentlich wurscht, was wir nehmen, aber ich glaube, ich bin ein ganz guter Stealther, zumindest in die Skills. Niemand wird mich kommen sehen. Der Geheimgang wird mir einen Vorteil verschaffen. Außerdem habe ich meinen Spitzelmantel an, mit dem ich nur schwer zu sehen bin. Ich kann jedes Schloss öffnen. Und wenn mir jemand in die Quere kommt, erledige ich ihn laut und spurlos. Tja, du weißt wohl, was du da tust und hast so etwas schon öfter gemacht. Ich bete, dass du es schaffst. Das würde uns in vielerlei Hinsicht helfen, auch wenn dir das nicht klar ist. In vielerlei Hinsicht? Was meinst du? Ist das nicht offensichtlich? Bis jetzt haben wir die Hände in den Schoß gelegt. Und was hat uns das gebracht? Wir erscheinen hilflos und kaum einer will sich mit uns verbünden. Aber wenn du Herrn Capon direkt vor von Bergos Augen befreist, so eine Nachricht verbreitet sich schnell und lässt von Bergo wie einen Narren dastehen. Und er verliert bei Verhandlungen einen großen Vorteil. Das würde einige bestimmt endlich überzeugen, sich unserer Seite im Kampf gegen Sigismund und die Prager anzuschließen. Du hast recht. Ich habe gar nicht an die anderen Folgen gedacht. Selbst Jobst ist das wohl nicht klar. Vielen Dank nochmal. Sobald ich mit Rosa gesprochen habe, breche ich auf. Ich werde Herrn Capon aus Malleschau befreien, und wenn es mich das Leben kostet. Dir fehlt es wahrlich nicht an Mut, Junge. Aber verlass dich nicht zu sehr auf ihn. Sei vorsichtig und viel Glück. Schimek wird sich um die Sauerei im Hof kümmern. Und ich sehe mir mal die Bücher an, die du gebracht hast. Ich wünsche dir viel Vergnügen bei der Lektüre. Du findest mehr als genug gegen ihn. Haha! So! Jetzt schauen wir erstmal in den Hof aus, ob da noch Loot liegt. Loot! Lass die Leute liegen! Ich brauch Loot! Komm, das Schwert los! Breitschwert! Schund!
Oh, das müsste die aber wieder stehen, oder? Das ist wieder. Warte mal. Sagt da ja was? Wir nehmen mal das mit. Nur die richtig teuren Sachen. Wir nehmen mal nur die richtig. Oh, Pfeile. Was haben wir da so? Armbrust, Bolzen, nur Schund. Groschen nehmen wir mit. Was haben wir da so? Eisenhut. Nehme ich mit. Beinschiene nehmen wir mit. So, was haben wir da so? Du kannst beten, was du möchtest. Ach du Scheiße. Grundgütiger. Hast du keinen Respekt vor den Toten? Na? Und? Wird's bald? Okay. Schon gut, schon gut. Du hast mich erwischt. Ich ergebe mich. Tote zu flattern lasse ich nicht durchgehen. Ja, aber Lut! Probieren wir es einmal mit Schmerzen. Probieren wir es einmal mit unserem adligen Korn. Das ist zwar vorher Letten, aber egal. Was fällt dir ein, mich zu beschuldigen? Wie irgendeinen Bauern. Weißt du denn nicht, wer ich bin? Oh, Verzeihung, mein Herr. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Vergessen wir das. Okay, tschüss! sollte die Leiche bewahren. Okay, wir klauen nichts mehr, Entschuldigung. So, jetzt waschen wir uns noch schnell, bevor wir zur Rosa gehen. Ha? Möge Gott mit dir sein. Oh, und mit dem passiert? Lakai des Münzbeamten. Schleich die aus jetzt da! Ich muss zumindest einen Trog finden. Wo ist der Trog? Trog! Da hinten ist der Trog. Kann man sich da waschen? Ich sechs von da nicht. Da liegen, glaube ich, keine Bredel um, oder? Kann ich mich... Trotzdem kann ich mich da waschen. Irgendein gescheit Haferl hat letztes Mal gesagt, man kann sich bloß da waschen, wo ein Bredel um ist. Gescheit Haferl! Hausen ist das! Das ist alles, was ich weiß. Hab keine Hosen noch. Wieso hab ich denn da eigentlich keine Hosen noch? Was soll das denn? So. Zum Pferdl. Und sonst irgendwas, was weg muss. Irgendwas haben wir pflattert. Pflattert. So, Hosen. Hosen. Warte mal, an die besser. Sonst -2. Nein, das ist nix. Aber irgendein Heimatbrat mach ich schon. Dann nehmen wir das Bürgergewand. Macht zwei Geräusche und ist zu auffällig. Nehmen einen gewöhnlichen Mantel. So. Zurück ins Adelsgewand. Und auf zur Rosa. Rosa! Zeig mir deinen Geheimgang! Please, show me the way. Mit Sicherheit etwas Köstliches drin. Da haben wir eigentlich schon gespeichert, ich glaube nicht. Ja, das ist sehr schön. Rosa! Hallo! Dein Vater schickt mich. Damit ich dir den Weg in die Festung erkläre. Die Aufgabe einer Dienerin, nicht wahr? Na, du bist ja Königin. Antworte nicht darauf. Stimmt, ja. Genau deswegen hat er mich geschickt. Aber woher? Was starrst du denn so? Glaubst du etwa, ich bin von gestern? Ich habe euch von der Treppe aus belauscht. Also, der Geheimgang. Er führt in die Kellergewölbe, aber der Zugang ist versteckt. In einem Wald bei der Burg. Er liegt unter der Erde. Du findest den Zugang nur, wenn du weißt, wo genau du suchen musst. Ist er in einer Höhle hinter einem Wasserfall versteckt? Nun, nein. Aber die Vorstellung ist schön. Pass auf, in der Nähe von Malleschau liegt ein Gestüt, das von Haschtal, einem alten Freund von Vater, verwaltet wird. An der Kreuzung kurz vor dem Gestüt haben wir einen Bildstock errichtet. Gut. Ich werde sie schon finden. Warte mal. Der schwierige Teil kommt erst noch. Vom Bildstock aus solltest du mehrere Felsen sehen können. Dahinter liegen die Überreste einer alten Kapelle. Die musst du finden und dort siehst du ein... Wie beschreibe ich das? Ein Fenster, das kaputt ist, durch das du gucken musst. Wenn sie denn noch steht. Das hoffe ich doch. Von dort aus solltest du ein paar Ruinen sehen. Dort musst du hin. Und jetzt hör gut zu. Irgendwo in diesen Ruinen steht ein Steinkreuz. Du musst es finden und nachsehen, in welche Richtung die Spitze zeigt. Wenn du der Richtung folgst, die das Kreuz dir weist, solltest du ein weiteres finden, das dich wieder weiterführt. Dann kommst du zu einer kleinen Lichtung mit einem Kreuz zwischen den Felsen. Dort gräbst du und solltest so den Geheimgang freilegen. Kriegen wir hin. Bildstock, Kapelle, Kreuze, Geheimgang. Was für ein Abenteuer. Ich freue mich schon drauf. Mir gefällt deine Entschlossenheit. Aber eine Sache wäre da noch.
In die Burg reinzukommen, ist der leichte Teil. Aber du musst es auch wieder rausschaffen. Du hast recht. Herr Capon und ich werden Pferde brauchen. Wieso nicht einfach wieder abhauen durch den Geheimgang? Ich weiß schon, wie wir das anstellen. Lege einen Halt bei dem Gestüt ein, von dem ich erzählt habe. Und bitte Haschtal um Pferde. Ist das ein Scherz? Und der Sache muss es einen Haken geben, ja. Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Im Gegenteil, richte Haschtal aus, dass Vater immer noch für die Messen für seinen toten Vater bezahlt. Wie abgemacht. Und wenn er sich weiter windet, sag ihm, dass wir für die Pferde aufkommen. Du hast das alles gut durchdacht. Danke. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich machen würde. Du hast uns schon geholfen. Jetzt sind wir an der Reihe. Vater hat doch auch sowas gesagt, oder nicht? Weißt du, vielleicht ist es dir gar nicht bewusst, aber du hast uns vor Unmengen Ärger bewahrt. Vater würde das nie zugeben, aber allein hätten wir dem Münzmeister nicht viel entgegensetzen können. Du hast dir für alle Zeit die Dankbarkeit und Freundschaft unseres Hauses verdient. Komm mit. Möchtest du mich begleiten? Dann finde ich den Eingang einfacher. Würdest du mich wirklich dabei haben wollen? Was, wenn etwas schief geht? Wäre ich als Maid nicht nur eine Last für dich? Ey, Rosa, zeig Geheimgang. Ich glaube nicht, dass er Last war. Du wärst mir keine Last. Ganz im Gegenteil. Ich habe gesehen, dass du auf dich aufpassen kannst. Danke. Aber ich könnte dich sowieso nicht begleiten. Vater würde aus der Haut fahren, wenn er das erführe. Deshalb möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Doch niemand darf davon auch nur ein Wort erfahren. Verstanden? Okay. Da meine Tipps. Ich höre, ich bin ein anständiger Christ. Doch niemand davon. Ich höre. Ich höre. Ich wollte dich was fragen. Da du ja nach Malleschau gehst, könntest du mir etwas von dort mitbringen? Und was genau? Ein Buch. Es bedeutet mir sehr viel. Und ich hatte schon befürchtet, es würde für immer dort bleiben. Aber da du ja nun dorthin gehst? Alle bringen wir sie, das ist der erste Schritt in Richtung zweiter Geheimgang. Keine Angst, holde Maid. Holde Maid. Ich nehme gern die ganze Burg auseinander, um dieses Buch für dich zu finden. Zügle dich, nobler Ritter. Ich schätze deine Entschlossenheit, aber auf diese Weise würdest du dich sofort verraten. Und das Buch bliebe weiter verloren. Suche es unauffällig und bring es zu mir. Dein Wunsch ist mir Befehl. Es sollte nicht schwierig sein. Das Buch besitzt einen roten Ledereinband und goldene Verzierungen. Davon gibt es nicht so viele dort. Und nimm das, damit du dich in der Burg nicht verläufst. Danke. Es ist gut möglich, dass du nie wieder nach Karte des Malleschau Turms in gelangen wirst. Malleschau, Karte der Festung Also von vergiss Malleschau. mein Buch nicht. Und Heinrich, pass auf dich auf. So viele Informationen, das ist ein Wahnsinn. Jetzt reden wir gleich nochmal mit dir, damit nichts passiert. Wegen des Geheimgangs nach Malleschau. Ja gut, da werden wir nicht mehr recht viel herausfinden. Französischer Abgang. So, jetzt passen wir an. Bruder, wo ist denn... Muss ich jetzt durch die ganze Welt da reiten? Ja, dann wird es nicht helfen. Dann wird es nicht helfen. Was haben wir da herum? Das ist eine Nebenquest. Das schaut doch gut aus. Ja, Freunde der Sonne, dann werden wir jetzt wohl können wir das mal ein bisschen ausmachen. Rosas Buch, beschaffe das Buch, um das Herrin Rosa dich gebeten hat, Rosa, das in Malleschau sein. Ob wir das kriegen, bin ich gespannt. Aber wir werden es probieren. Vorderen Gehillen, das brauchen wir nicht, das lassen wir an. Und das lassen wir auch an. So, jetzt gehen wir mal raus. Raus aus der Bumsbude da. Wo geht's denn da? Geht's denn da hin? Ja. Habt ihr gleich noch nicht weggerannt? Sauhund. Sauhund! So. Jetzt müssen wir erst einmal in Richtung. Jetzt gehen wir mal daher. Schlaft mal unten. Das ist mal das erste. Speichern und schlafen und einen Scheiß in Kisten reinwerfen. Und. Warum sollte ich dich verpfeifen? Warum hast denn du jetzt da so herbeamt? Geht's nicht weg jetzt da? So, wunderbar. Speichern wir schnell, wie spät ist denn? Eife. Gehen wir da oben bis eigentlich mehr, die das eh gerne in der Nacht machen, gell? Dann rennen wir mal alles in die Kisten rein, was wir nicht brauchen.
Oh, da haben wir überhaupt noch irgendwas dabei, was wir nicht brauchen. Zum Looten haben wir genug Platz, da ich sagen. Dann da ich sagen. Drückt man da jetzt auf F5. Drückt man auf Escape. Oh, macht mal ein kurzes Päuschen! Was sagen Sie denn da dazu? Machen wir mal 5 Minuten Pause, gehen wir in die Rauch, immer was zum Trinken, gehen wir zum Scheißen und zum Pissen. Und dann holen wir einen Hans aus der Bude aus heute noch. Ist das ein Plan? Ich hab nämlich vorher mal aufs Handy gedrückt und auf einmal ist 5 nach 10. Wann ist denn 5 nach 10 geworden, sag mal? Hä? Himmel, Herrgott! Ist überhaupt noch irgendjemand da? Hallo? Ich lenze in meinem Stuhl drin. Das ist so der Freitag, da darf ich in meinem Stuhl lenzen. Das hört sich doch nach einem guten Plan an, oder? Jetzt mal so acht. So, falls ihr da jetzt wieder jemand schleicht, ich komme gleich wieder. 5 Minuten, vielleicht 8. Mal gucken. So, da tat man jetzt aus. Was lässt man laufen? Was haben wir letztes Mal laufen lassen? Pass auf. Birger How To gebe ich ein. Was kommt dann als erstes? How To Weihnachten. Herzlichen Glückwunsch. Karin ist kurz. Was haben wir da? Silvester, Schule. Schule haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Pass auf. Machen wir jetzt so, da muss ich sowieso eine Playlist rein da. Kann länger dauern wie 5 Minuten. Jetzt mal so, warten wir in die Playlists. Playlists haben wir da. Das ist falsch. Das ist falsch. Ich lasse die Stoppuhr gehen. So, was haben wir? Alle wiedergeben. Da sind wir. Und Ton ein. Haben wir da How to Schule Teil 2. Wo ist denn How to Schule Teil 1? Nehmen wir doch den. Hoppala. So, jetzt pass auf. Dann machen wir da Fullscreen. Dann machen wir da. Ist da irgendwas auf, was kann, was angeht? Eigentlich nicht. Passt. Dann machen wir so. Dann machen wir so. In der Hoffnung, das funktioniert einfach. Jawohl, das funktioniert einfach. Ich tue mich dabei fort. So, ihr hört's mich noch. Sehen wir uns in ungefähr 5 Minuten wieder. Bis gleich. Habe die Ehre. Ich bin's, der Birger. Also ich komm zwar aus einer Zeit, da war man noch cool, wenn man sich zum Raucher davon geschlichen hat, anstatt der Fortnite Dance Battle aufzuführen. Gichtel. Oh Gott. Aber ein paar Sachen ändern sich nie und darum heißt es heute How to Schui. Teil 1. Aber wenn es nicht so ausschaut, aber ich war da auch mal und darum fangen wir an in Phase 1. Der Schuibus. Wenn's kein geidiger Helikopter-Kevin bist, lass dich in der Regel nicht in einem SUV-Panzer in die Schule fahren. Und darum fängt die Gaude für dich im Schulbus an mit 2 Optionen. Option A. Du bist ein Morgenmensch, aus unerklärlichen Gründen saugut gelaunt, hast dich vorbildlichst auf den Tag vorbereitet, deine Hausaufgabe ist erledigt, hast gelernt, weil's du weißt, dass vielleicht ein Ex oder Ausfrage ansteht und hockst bei bestem Gewissen drin, zwar dann meistens allein, und grinst wie der letzte Depp, dem jeder normale Mensch eigentlich sofort beim Einsteigen eine aufs Maul hauen möchte. Oder Option B. Du bist miert, lästig und hast vor dem Einsteigen schon mal grundsätzlich alles und jeden. Du weißt eigentlich gar nicht, was für ein Scheißtag das ist und bettelst jeden, der zusteigt da, ob's die Hausaufgabe abschreiben darfst. Zur Not unter Angebot von deinem Pausengate. Merke, die Guten schreiben's 5 Minuten vor der Stunde ab. Merke nochmal, Pro-Gamer fragen erstmal 5 Minuten vor der Stunde, ob überhaupt eine Hausaufgabe auf war. Natürlich war eine auf und natürlich hast du nicht gelernt. Weil für was brauchst du denn den Scheißtrick später bitte? Obwohl es seit 2 Wochen weißt, dass du ausgefragt wirst und alles, was du fragst, ist, warum das Streberarschloch da vorne schon wieder so selten dumm grinst und mit dem Busfahrer ein erwachsenes Gespräch erzählt. Und weißt, was das Beste ist? Dann merkst, es ist Montag. Kruzifix! Und weil das noch nicht gelangt, geht's weiter in Phase 2. Ab ins Klassenzimmer. Langsam kommst du aus dem Schlaftrepperzei raus und du betrittst die Folterkammer des Todes. Da hockt er drin, der Deppenhaufen, auf den du den ganzen zauberhaften Morgen so dermaßen gefreut hast. Am Anfang gehst du durch die erste Reihe, da wo der Strebersepp schon wieder geguckt und seine Stifte absteigend nach Farbe und Länge sortiert. Im Schlampermappel. In der 2. Reihe gehst du dann am leeren Tisch vorbei, weil der Ich hab halt keinen Bock Sepp schon wieder mal blau macht. Achtung, True Story, Bro. Ich glaube, ich war bei uns der Einzige, der jemals einen Testpflichtaufdruck gekriegt hat. Grundsätzlich war ich am Montag und Freitag krank. Alter, mein Lehrer hat mir ein verdammtes Diagramm angefertigt. Kein Witz. Meine Antwort, ja, mir ist manchmal schlecht und so, hat ihn irgendwie nicht überzeugt. Und der Moment, wenn dich der Lehrer in Sozialkunde am Montag nach deinem Namen fragt, weil er dich noch nie gesehen hat,
Unbezahlbar, Kinder. Irgendwo in dem Sauhaufen sechst dann in einer wie jeden Tag von Tisch zu Tisch rennen und nach dem Geodreieck oder irgendein Buch schnurren, das er zum 18. Mal vergessen hat. In dem Moment merkst du dann übrigens, dass du deins ebenfalls vergessen hast. Ein bisschen weiter hinten kriegst du dann gemütlich den Komplett-Lost-Typen, der auf halbe 8 drin hängt, der schon zum 4. Mal sitzen geblieben ist und der Papp von der Hochbegabten aus der ersten Reihe seine Kante 2 Klassen übersprungen hat. Daneben fegelt das Pärchen, die immer und überall Handel halten müssen und ununterbrochen so ungekonnt deppert schmusen, als hätten sie das Frühstücken vergessen. Gerade dass sie nicht eine Hochzeit vorne an der Dove planen. Und am Schluss kommst du in der letzten Reihe. Deine Reihe. Die Reihe des Vertrauens. Wo deine Spätzchen hockern, schon auf die Worten und dir allesamt mit dem gleichen schlafdepperten Blick synchron zunicken, als mährenden's der Song. Oder? Was für Schulaufgabe. Und dann ertönt's des Teufels Höllenglocke. Und wir sind in Phase 3. Die erste Stunde. Jawohl! Freilich haben wir da gleich einmal Rechnungswesen. Und freilich haben wir da gleich einmal eine Doppelstunde. Und weil es so nicht klangt, dass Montag mitten in der Nacht ist, hast du die Doppelstunde beim beliebtesten Lehrer auf der ganzen Schule. Das ultra strengste Arschloch, bei dem du einen Verweis fängst, wenn's bloß einen Scheiß lässt. Wo's dich immer fragst, ob ihm sein Alte jeden Tag in der Früh Lind in seinen Kaffee scheißt und einen mit Zwing umgerührt hat. Du hast die Schnauzen so hart voll, dass du eigentlich komplett durchdrehen möchtest. Und dann schirmen sie es wieder auf Ballerspiele. Aber all of a sudden, das Blatt wendet sich. Dir geht auf und es kommt der 89-jährige Religionslehrer zur Vertretung ein. Mit Brünglasel, so dick wie der Boden von der Maskrug. Und weißt du, was er dabei hat? Richtig! Das verdammte Fernsehwagel. Hashtag mehr Dusel wie Verstand. Ich hoffe, euch hat's taugt. Falls ja, smash Like und lass ein Abo zusammenkloppen da. Weißt du, was es ist. Und wie ich am Anfang schon mal kurz erwähnt habe, Teil 1, ich glaube, da müssen wir noch 1, 2 Teile machen, weil vom richtig Spicker, Fächer und Lehrer bis zu ein paar True Stories sind wir da, glaube ich, noch nicht fertig. Ab in die Kommentare damit, wenn's da Bock drauf habt. Und ich schleich mir jetzt meinem Rechnungswesenlehrer in Kaffee scheißen. Lind, natürlich, so hast du gemeint. Bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre. Die Ehre! Ich bin's, der Birger. Heute haben wir ein ganz kleines Special am Plan. Wir sind jetzt 100.000 Gestrahlte und alle so. Erinnert sich noch einer an How to Birger? Nein? Verlinke ich euch rechts um. Für alle anderen, die seitdem auf Phase 2 warten, Respekt, beachtliches Sitzfleisch. Aber heute heißt es endlich How to Birger. 100k Spezial! Phase 2. Aufgehört haben wir Ende der 90er, bis ich so 13, 14 Jahre alt war. Und weiter die haben wir in Phase 2. Meine 2000er. Ein Jahrzehnt irgendwo zwischen Modem, Internet und dem ersten Smartphone. Fangen wir 2001 an. Wie schon erwähnt, war mir die Schule scheiß wurscht und weil ich bloß das Nötigste da habe, habe ich in der 9. Klasse erst einmal Ehrenrundendraht. Wegen Rechnungswesen, Chemie und Physik übrigens. Nicht weiter erwähnenswert, interessiert nämlich 5 Minuten später keine Sau mehr. Viel erwähnenswerter ist mein erstes großes Festival. Rock im Park, 1. bis 3. Juni 2001. Mit 14. Mann! Ich weiß nicht, was sich da wieder denkt worden ist, aber kann man mal machen. Schick mir den ahnungslosen Hosenscheißer allein ins Festival mit 50.000 Leuten. Wird schon gut gehen. Ist er. War eine meiner geilsten Erfahrungen in meinem Leben, sag ich euch, was ist. Ich war damals absoluter Limp Bizkit-Fanboy und werd fast ausgeflippt, wie es an dem Freitagabend so weit war. Ich glaube, dass ich in 2 Minuten noch nie so viele Fotos gemacht habe wie da, die alle beschissen waren. Aber egal. Außerdem habe ich da einen von meinen besten Freunden kennengelernt, der da bei uns dabei war, der auf der Nacht am Zeltplatz Gitarre auspackt hat und Nirvana gespielt hat. Solange bis der ganze Zeltplatz rundum voller Leute war, wo ich das dann ein paar Jahre später führt. Erkläre ich später näher. 2002. Mein Musikinteresse war geweckt und bis heute sind meine All-Time-Favorite-Bands Sachen wie Limp Bizkit, Korn, Nirvana, Machine Head, Chevelle, Alter Bridge und so weiter. Aber ich war eigentlich immer offen für alle Musikrichtungen. Allerdings war der Wechsel des Geschmacks zu dem Zeitpunkt dann ein bisschen heftig. Denn dann kam Agro Berlin, Sido, Cool Savage, Prinz, Porno Beat Fabrik, MOR, Ryman Simon, Taktlos und so weiter. Deutschrap, Battle und Porno-Rap, um genau zu sein. Fragt's mich nicht warum, aber das war eine absolute Offenbarung. Ich hab nicht glauben können, dass jemand so eine Musik macht. Oh Gott, ich liebe es. Und ja, natürlich haben wir uns zusammen da in unsere erste super coolste, wir sind alle 16, aber brutale Gangster-Rap-Crew gegründet. Haben uns sagenhafte Namen gegeben wie KKC, Flöten Kommando Crew oder NBP, Nutten brauchen Pulle. Und es war so wundervoll. Special Greets an die damaligen Leute. Außer der mir ein wenig Russisch beigebracht hat. Blät. An Marci, der Einzige, der wirklich Hochdeutsch geredet hat. Und an Dr. Lepra, mit dem ich damals zu zweit
angefangen haben und wir uns Dr. Libra und Chemotherapie genannt haben, wir haben eine große Karriere vor uns gesehen. Aber das mit Abstand Beste an dem Ganzen waren unsere Tracks auf Hochdeutsch. Achtung Leute, festhalten, Top-Titel wird zum Beispiel der Kackstift-Express. Achtung auf Gleis 3 für ein, der Kackstift-Express. Planmäßige Abfahrt 17:30 Uhr, nächster Halt Landau Isar. Der Reptilienteilvisage stinkt und mich der Schimmelkäse raus aus meiner Passage, sonst gibt's Pimmel in die Fresse. Ich box dich in den Lauf wie Pässe, denn ihr habt Schiss wie Bin Laden. Deine Crew sind alles Tutten und trefft sich nur zu Frauenabend. Nur zum Ranchen und zu Morden, denn der Style ist irgendwie fort. Deine Crew sind alles Nutten und das erklärt, warum ich da bin. Oder nur größere Textmeisterleistungen wie zum Beispiel: Wir ficken euch zu achten, wir sind alle schizophren. Hock, ich ficke Köpfe, bis sich jeder von euch freut. Deine Frau kennt mich als Gamer oder als ihr Sexspielzeug oder auch als Anuskugel, die sie gibt, wann sie es braucht. Es gibt Penis auf die Ohren, in den Mund und auf den Bauch. Musikalische Meisterwerke wie Fotzenkastagnette und Analstufe Rot haben unser überdopes Gesamtbild dann wunderbar abgerundet. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber ich fasse das mal mit dem Wort zusammen: fabelhaft. Aber hey, ich mein, irgendwo muss man anfangen, und da das 20 Jahre später hingeführt hat. Immer am Bierglück in Tell, zum Himmel auf. Bei uns ist Corona, hallo, aber wir trinken was aus. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht sehen können, aber irgendwann hat man halt einmal anfangen müssen. 2003, mein Realschulabschluss. Eigentlich nicht erwähnenswert, bis auf das, dass ich meine Abschlussprüfung aus Versehen mit heimgenommen habe. Tja, ganz blöd hergegangen. Achtung, zu kleine Geschichtsstunde. Es war Donnerstag, Deutschprüfung in der Dreifachturnhalle bei uns in Landau. Letzter Tag vor die Pfingstferien. Nach der Prüfung haben wir gewusst, fahren wir direkt mit dem Zug auf Rock'n'Park. Tja, Hirn überall, bloß nicht in der Prüfung, und am Schluss habe ich die Aufgabenbladel abgegeben und meine Prüfung in Schulranzen gesteckt und mit heimgenommen. Und nur, wirklich nur, weil ich so gut gelaunt war, habe ich mit meiner Mom über die Prüfung kurz daheim geredet. Wollte ihr die Aufgaben zeigen, 5 Minuten bevor es wieder zum Bahnhof fährt. Ja, bla bla, heißt How to Bierger, wer das noch nicht gesehen hat, schau's da an. Bin wieder da! So, alles was ich da hab, ich habe eigentlich nur geraucht. Schnell was erledigt. Beim Pissen war ich nicht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, werden wir schon aushalten, bis wir den Hans rausholen. So. Der Heinz haut sich gerade komplett weg. Ja, sehe ich schon. Irgendwann kommt der Tag. Da ziehe ich einen Beat aus den 90ern raus und dann machen wir bohrischen Porno-Rap. So richtig, aber so asozial unter der Gürtellinie. Danach seht ihr mich nie wieder. Das ist der Plan, das ist der Ausstiegsplan. So. Wer hat da Bock? Ab in den Chat. So richtig asozial. Da habe ich schon lange Bock drauf und ich habe schon lange drüber nachgedacht. So, wo haben wir stehen geblieben? Das ist der Exitplan. Wie geht's? Abstimmung! Köstlich. Mach wieder How-To's. Ja, hast du schon mal angesprochen. Ja, das immer wieder mal. Immer wieder mal. Aber ich denke mir halt so, dann bin ich halt weg. Also, ja. So, jetzt passen wir an. Wo müssen wir überhaupt hin? Jetzt passen wir an. Also, wir müssen uns jetzt in die Burg einschleichen. Müssen wir für sie ein Buch klauen, damit wir es zusammen ankennen. Also, das Buch ist auf alle Fälle wert. Das sagt der wie es ist. Und Galgen nicht vergessen, richtig, mal wieder verinnerlichen. Und jetzt da die sagen, gehen wir da vorne vor der Haustür aus und dann reiten wir straight da oben. Was da man sonst in unserem Leben drin? Schauen wir, was wir auf dem Weg. Schauen wir, dass wir uns auf dem Weg nicht ablenken lassen, weil sonst weiß ich Gurtgeil! Was? Ich habe Gurtgeil da noch übersehen. Wo? Da tatsächlich. Hey, Birger! Frage! Wie hat sich dein Privatleben geändert, seitdem du zum Mädel in Ritter geschlagen wurdest? Wie findet Bürgerin, dass du so viel Charisma hast und so gut mit deinem Schwert umgehen kannst? Sie hat mich gebeten, dass ich das komische Buch aus dem Keller hole. Löwensepp, merci für deinen Euro übrigens. Ralf, Max und Billinger ebenfalls merci. So. Gepriesen sei der Herr. Gepriesen sei der Herr. Und das Fass Bier, das du mit dir mit umeinander tragst. In dir drin. So. Wohin willst du? Komm zurück. Hast du den Vollschlag oder was? Ich glaube, das ist ja gleich nicht mitzünd, du Huren, du Drecker. So, jetzt passen wir Obacht. Auf aufs Pferdl, Abflug. Da ist anscheinend eine neue Quest, aber das ist was für Offstream. Und was jetzt da am Geschickten hingeht, weiß ich auch nicht. Reiten wir einfach mal in Richtung E, mal grob. Was auch nicht. Findest du es witzig, so zu pfeifen? Ja, finde ich witzig. Ich hau dir gleich einen Knocker nach, du Brunskau, du Fotzengrobe. So, da gehst du her. So, wenn wir da jetzt, kommt man da irgendwie schnell, aber ich habe einen tollen Tipp oder
Erst rosa, dann Anhaltsstufe rot. War schon witzig. Immer wieder, wenn ich es her, so alle 2 Jahre mal, wenn ich es her, muss ich schon kurz drüber lachen und denke mir so, warum eigentlich nicht? Was für ein Buch? MK, Mortal Kombat. Warte mal, ist this the way? This is the way. Da Westen und dann Süden. Da war ich doch gar nicht und jetzt deckt man einen Haufen Zeug auf. So, da bleiben wir mal auf dem Weg. So, is this the way? Do you know the way? Ja, reiten wir erst einmal so richtig gegen den Süden. Den kriegen wir schon. Das kriegen wir mir schon hin. Kastanien. Fotzen Kastanierte. Schneller. Das war so geistig behindert, aber es war so gut. Das war so gut. So gut war's. Da gibt. Hey, ich bin's. Leg mir am Arsch. Schneller. Schneller. Hat mein Internet einen absoluten Schlaganfall gehabt oder war das der Stream? Also ich habe keinen einzigen ausgelassenen Frame. Kann nix fein. Kutschendiven. Wo reiten wir mir da umeinander? Vorn dann rechts und über den Fluss drüber. Da reiten wir jetzt einfach vorbei, die werden uns schon nichts tun. Schleich dich. Schleich dich. Wir gehen da rechts. Auf dem Weg bleiben. Dann müssen wir uns um nichts kümmern. So, kommst du mit Pferdal, das schaffst du. Alter, wie dermaßen realistisch hören sie denn bitte die Steps im Wasser auf dem Pferdal. Bist du Psuffer oder was? Schneller. Schneller. Da bin ich jetzt gespannt, was das für ein Gefretter in der Burg wird. Wir müssen wieder schleichen. Schneller. Und so ein gutes Schleichergier habe ich nicht. Ich habe meinen Mantel verschmissen. Ich hätte gern Kokosnuss-Steps. Warte, ich muss noch mal auf Schiff drücken. So ein Dreck. So, wie weit haben wir ihn schon? Straight on the way, sagen wir mir. Ja! Wetten, das Buch, was du holen sollst, ist ein Kamasutra oder so? Das war eigentlich sau lustig. Hat das damals schon gegeben? Was ist denn das? Wann ist das geschrieben worden? Nein, nicht mich abwerfen. Nicht mehr, kann man die mal loben oder so? Damit galoppieren, damit stehen bleiben, loben. Brav! Das mag's, hab ich gehört. Das mag's. Kriegt's. Fertig. Ja. So, Weg wird schon noch passen, hoffe ich. Ja. Der heimliche Heinrich muss ausgepackt werden. Nein, das Beigel ist noch witziger als das Kamasutra. Da bin ich jetzt aber gespannt dann. Da bin ich aber gespannt. Oh, hätten wir wahrscheinlich links abbiegen müssen. Ne? Ja, reiten wir durch die Wies. Reiten wir durch die Wies! Ist das der Weg da hinten? Is this the way? Oder bin ich total verkehrt jetzt? Ja. Oh, rein in den finsteren Wald. Nehmen wir den linken Weg. Der Wald schaut so krass aus. Das ist so krass. Los! Speichert man mal. Nicht, dass Speier abkackt oder da jetzt wieder irgendwelche zwei ganz Wursten kommen, die mich abstehen und eine halbe Stunde kosten, aber gut. Im hohen Gras könnten Besoffene sein. Ja. Wenn das wirklich sein könnte, dann. Schneller! Ja. Nein, wir müssen uns wahrscheinlich ein bisschen rechts halten. Brother! Scheiße, hoffentlich geht dann nur mal der Weg dann da um. Ja, werden wir schon rausfinden dann. Werden wir schon rausfinden dann. So, dann müssen wir querfeld durch den verdammten Wald reiten. Da müssen wir um mit fertig. Bleibst du da weiterhin auf dem Weg? Ja, tatsächlich. Lauf! Dreimal Shift geht schnell, ja? Der gelbe Balken drunter darf nicht voll werden, das muss ich das nächste Mal probieren, wenn wir wieder ganz unten sind. Aber das Pferd tut auch schon langsam, kann es nicht mehr. Können wir wieder normal galoppieren? Noch etwas weiter. Kriegen wir schon? Hopp. Schauen wir nochmal auf Karten. Ah ja, rechts abbiegen. Oh, rechts ab. Schneller! Ja!
Ne, macht mir jetzt nicht den Eindruck, dass das schneller geht. Du hast die Meute vergessen. Was für Meute? Ah, die Soundkulisse vom Wald, das gleich alles ist einfach. Das ist. Du musst wirklich daheim, wie in einem Horrorspiel, musst daheim das Licht ausmachen, Headset am besten auf, Lautstärke akzeptabel eingestellt, alle seitlichen Monitore aus, alles weg mit dem Bums. Ja, sag einmal. Wenn man da jetzt da auf und dann da einen Weg runter oder da und da durch den Wald durch? Ich da auf rechts und dann links. Nehmen wir einen Weg. Los! Wer weiß, was da wieder ist, wieder irgendein Hund, der mich mittendrin umbringt oder irgendein Scheiß. Dann gehen wir da links und dann müssen irgendwann da ein Weg reingehen. Teufelsmeute. Müssen wir die mitnehmen? Die müssen wir doch nicht mitnehmen, oder? Ich mit Haschtal, ich bereite Pferde für Campon, damit müssen wir. Achso, das ist ja erst einmal. Müssen wir erst einmal in dem Gestüt mit den die Typen labern. Das ist ja mal das Erste. Da heißt es nichts von der Teufelsmeute. Aber im Grunde hast du recht. Die andere Main Quest. Meinst du, dass wir die auch nochmal mit. An das Banditen? Warte mal. Weiß ich nicht. Gucken wir mal weiter. Die schauen mit Banditigo. Wir gehen da rein. Jetzt keine Zeit für Banditen. Du, ich habe keine Zeit für Banditen jetzt da. Ist das ein Weg? Ist das hier ein Weg? Tatsächlich ist das ein Weg. Los! Fahren dann rechts halten. Ja, das merkt man dann schon, ob wir die anderen im Main Quest auch noch machen müssen. Das sehen wir dann schon. Ja, das andere ist auch ein Main Quest, das weiß ich, aber ob wir das zum Fertigstellen von dem Punkt da brauchen, das weiß ich natürlich nicht. Aber das werden wir herausfinden. So, Reiten Level 15. Very nice. Ist das Gestüt? Ah ja, ist es. Haben wir schon da. Da gibt es keinen Schnellreisepunkt. Da kriege ich aber das Kotzen. Das ist da hoffentlich schon bewusst. So, grüß Gott beieinander. Servus. Preise den Herrn. Preise den Herrn. Das ist der mal. So, einmal im Trog waschen, so noch nie geschaut. Das hat er eben noch nie geschaut, du. Wo ist er? Wo ist er? Womit kann ich dienen, mein Freund? Die Ruthards schicken mich. Was gibt's Neues aus der Gegend? Handeln. Pferdbürsten? Die Ruthards schicken mich. Was kümmert mich das? Ruthard ist schon lange nicht mehr der Herr von Malleschau. Ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Also sieh zu, dass du verschwindest. Er lässt dich grüßen. Und erinnert dich daran, dass er immer noch für die Messen deiner Familie zahlt. Wie ihr beide vereinbart hattet. Sakra. Aber davon weiß doch nur er. Deshalb sagte er mir das. Die? Damit du sicher sein kannst, dass sie mich schicken und es keine List ist. Nun, dann sieht die Sache anders aus. Tut mir leid, dass ich so harsch war, aber es sind nun mal harte Zeiten und alles ist so ungewiss. Es freut mich zu hören, dass Herr Kunzlin noch Freunde hat. Richte ihm meinen Dank dafür aus, dass er sich noch immer an unsere Vereinbarung hält. Na klar, ich sage es ihm. Dann erzähl mal, warum schickten die Ruthards dich? Ich suche einen Geheim nach Malleschau, halte nur die Pferde bereit. Es ist die Frage, ob wir ihm das sagen sollten. Aber er scheint ja doch ein Vertrauter zu sein. Ich muss einen Freund befreien, der in Malleschau gefangen gehalten wird. Was? Ganz allein? Soll ich schon mal einen Priester für dich suchen? Ja, Lass das mal meine Sorge sein. Herr Ruthard erzählte mir von einem Geheimgang, der mich dorthin führen soll. Was ich von dir brauche, ist ein ausgeruhtes Pferd, das für meinen Freund bereitsteht, wenn wir zurückkommen. Tja, Mut hast du auf alle Fälle. Aber du verlangst ganz schön viel. Ausgeruhte, schnelle Pferde sind teuer. Aber gut, da Herr Kunzlin dich schickt, werde ich es für dich bereithalten. Ein Stück von hier entfernt, damit ich keinen Ärger kriege, falls du es versaust. Natürlich. Ich will dich auf keinen Fall unnötig in Gefahr bringen. Die Ruthards werden für das Pferd bezahlen, sollte ihm etwas zustoßen. Na gut, hör zu. Hier in der Nähe des Gestüts sind ein paar Felsen unterhalb des Waldes. Wenn du bis zum Ende der Felsen gehst, findest du unweit der Burg einen Hain im Wald. Da ist ein ausgetretenes Stück Land und dort wird das Pferd für dich bereitstehen. Ich hoffe, dass ihm nichts passiert, wenn ich ihn einfach dort lasse. Seit einiger Zeit schnüffeln dort Wölfe und wilde Hunde herum,
Also müssen wir auf die Tiere aufpassen. Danke. Ich schulde dir was. Erzähl mir mehr von dem Geheimgang. Ich habe gehört, hier irgendwo soll einer sein, aber niemand weiß genau wo. Den werden wir mir sauber geheim halten. Es hat einen Grund, warum der Gang geheim ist. Je weniger du darüber weißt, desto besser. Herrgott, ich riskiere hier Kopf und Kragen für dich und nicht mal das willst du mir erzählen? Tut mir leid, es geht nicht. Es ist besser so. So nicht. Das nenne ich Dankbarkeit. Ja, hat sich unser Ruf ein bisschen verschlechtert, aber es hilft nicht. So, finde die alte Kapelle. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir mir hin. Wir könnten unseren alten Sattel schnell verkaufen, aber dann muss ich zuerst aus. Ja, ist wurscht. Ist wurscht, können wir woanders da verkaufen. So, jetzt passen wir an. Wo ist der? Was da unten geht, ist, finde die alte Kapelle. Wir finden die alte Kapelle. Da gehen wir mit zu Fuß. Gehen wir da mit zu Fuß. Schaffen wir das zu Fuß? Nein, muss nicht sein. Genau. Das ist der Opferstock, oder sagt man der Opferstock dazu? Ich weiß es nicht, von dem es geschmerzt hat. Und dann müssen wir die Kapelle finden. Da haben dann Felsen. Von Felsen hat es was gearbeitet und dann müssen da irgendwo eine Kapelle sein. Aber da steigen wir jetzt ab, da werden wir uns leicht ein. Das kriegen wir schon. Jetzt Mirkauf. Sattel kostet, glaube ich, auch bei jedem Schuster verkaufen. Das, ja, das ist so typisch. Da ist eine alte Kapelle. Das muss die Kapelle sein, von der Rosa gesprochen hat. So, aber ich soll Kapelle. durch das kaputte Fenster irgendeine alte Ruine erblicken können. Dann gucken wir mal. Ich gucke. Haben wir eingespeichert ins Viech, damit nichts passiert. Und dann gehen wir da vielleicht nicht direkt runter, da brechen wir uns bloß wieder dumm taxen. So, wie kann man da irgendwo runtergehen, ohne dass ich mir Taxen brich? Na, geht schon. Haben wir schon. Jagdgebiet Hirsche. Ich frage mich, warum es Jagdgebiete anzeigt. Oh, das ist ein großer Schwammerl. Ein großer Schwammerl. Und da ist einfach ein Reh. Lol. Ja, aber wollen wir nicht wieder aufgehängt werden. Bitte nicht wieder einsperren, bitte nicht wieder aufhängen, das ist nichts. Das ist doch keine Kapelle. So wirklich nach Kapelle hat das nicht ausgeschaut. Eher ist das da eine alte Kapelle, aber das ist schon wieder so groß wie... Dank der Kapelle habe ich hierher gefunden. Daran besteht kein Zweifel. Dann muss sich hier irgendwo ein Steinkreuz befinden. Und dann in die Richtung gehen, in die das obere Ende weist. Steinkreuz? Entschuldigung, ist da was drin? Da muss irgendwo ein Storkreuz sein. Da ist auf alle Fälle... Das ist einfach ein Ameisenhaufen. Warum ist da einfach ein Okay. Haben wir schon gefunden. In die Richtung, oder was? Und dann gehen wir mal. Oh shit. Wolf darf man jagen. Können wir jetzt auch schnell erledigen. Hab ich gar nicht Pfeile? Ach da. Ja, Wolferl, der Ton gefällt mir auch überhaupt nicht, aber es hilft nicht. Es hilft nicht, Wölfchen. Es hilft nicht. Oh, da noch mehr. Bisschen Schießkunst skillen. Von oben. Da oben ist einer. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass er da vorbeigeht. Wo ist er? Oh shit. So nicht, mein Freund! Habt ihr schon gesehen? Wie viele Wolf sind denn da? Weißt du, jetzt habe ich mich nicht verlaufen. Nur mit zurück zum Kreuz. Oh, da ist das Kreuz. Da war das Kreuz, oder? Scheiße. Scheiße! Kreuz wo? Okay, nochmal von vorn. Straight line. Go. Ich sehe das Kreuz mit dem Kreuz.
Nach was schauen wir mir da überhaupt? Vergraben. Ach, da geht. Scheiße, hab ich eine Schaufel dabei. Oh no. Oh no, hab ich jetzt keine Schaufel, nicht, dann flippe ich aus. Oh no! Das hat's gesagt, oder? Oh, da ist noch ein Kreuz. Dann in diese Richtung, oder? Oder ist da was zum Aufgraben? Schaufel im Pferd kann man nachschauen, schauen wir mal. Ich gehe jetzt einfach mal in die Richtung. Ja. Das Gebiet ist so riesengroß, dass ich da... Ich hab schon aufpasst, aber ich hab nicht dran gedacht, dass wir natürlich eine Schaufel brauchen. Wo ist denn jetzt das Kreuz wieder, wo ich gerade gesehen habe? Das ist schon wieder jetzt demotivierend. Oder ist da irgendwas markiert? Jeden Scheiß looten und das Inventar verschaffen und keine Schaufel dabei. Ja, was soll ich machen? Bei der Ruine steht auch eine Schaufel. Patrick, bester Mann am Platz! Press F und Patrick, müssen wir nochmal zurück. Hilft nicht. Bevor jetzt die ganze scheiß Map nochmal ablaufe. Am letzten Mal habe ich gemeint, wenn es wo zu einem Gramm ist, ist immer eine Schaufel. Das war jetzt auch meine Überlegung gewesen. Meine Hoffnung gewesen, wenn wir die Stelle finden. Ist da irgendwo eine Schaufel? Die scheiß Schaufel wiegt halt auch 7 Kilo. 2 Kreuzrichtungen folgen bis zur Lichtung. Ist die Schaufel, ist da eine Schaufel herum? Finde ich da herum eine? Oder ist, ich sag, da ist Totenmus, da muss ein Internaten sein. Muss ich dann auch, da war ich dann auch, so ehrlich muss man auch sein, so gut, so 18 von 10 wie das Spiel ist. Was ist da los? Domi! Kuss auf die Nuss, welcome to the squad, ab in den Chat habe ich die Domi. So, jetzt gehen wir dem Kreuzel noch bis zu einer Lichtung, hat es geheißen. Habe ich die Domi mehr wieder Mitgliedschaft, welcome to the squad. Ein Kreuz im Stein. Das könnte die Stelle sein, die Rosa meinte. Ich nehme die Schaufel und sehe nach, ob ich am richtigen Ort bin. Ohne Schaufel wird das nichts. So ehrlich muss man dann sein. 50-50 zumindest. 50-50 zumindest. Dass da keine Schaufel nicht rundherum liegt, dann kriege ich einen Vogel. Ja, na schau halt in Gaul rein. Haben wir im Pferdl Schaufel drin? Da ist Schaufel drin. Pferd. Naja, das Pferdl hat keine Schaufel dabei. Wo ist denn die Schaufel? Wo ist die Schaufel? Muss was essen. Brot! Frelle! Wow, jetzt habe ich mich überfressen, glaube ich. Jetzt muss ich speien. Egal. Marker setzen ist eine gute Idee. Aber das hilft mir nicht weiter. Wir haben da echt weit entfernt von einer Schaufel. An der Ruine. Okay, also an der Ruine muss eine Schaufel sein. Es darf mir auch schwerstens wundern, wenn da nicht einer in der Naten war, weil das ist schon brachialst frustrierend. Angenommen, du meinst, du hast da eine dabei, fährst da oben eine Viertelstunde lang und dann ist doch keine da, dann scheißt du auch selber ins Gesicht. Rüstung für eine ganze Armee im Pferd, aber keine Schaufel. Ja, was möchtest du mit der Schaufel? Warum kann ich nicht mit einem Helm schaufeln? Das frage ich mich. Realismus in dem Spiel wo? Verstehe ich nicht. So, an der Ruine Schaufel. Schaufel an der Ruine. Die steht an der rechten Wand, wenn man in Richtung Fenster schaut. Das heißt, wenn ich von da in Richtung Fenster schaue... Oh, der ist ein dicker Hirschhund. An der rechten Wand. Diese Wand. Schaufel, wo? Wo ist die Schaufel? Das Fenster in der Ruine, die steht an der rechten Wand, wenn man in Richtung Fenster schaut. Das Fenster in der Ruine. Da ist voll das Zeug drin.
Patrick! Bester Mann! Kriegen wir hin. Kinder, wir kriegen das hin. Ha? Wir kriegen das hin. Da den ohne euch. Weil wieder heimgeritten. Da, Vollsprint jetzt. Vollsprint! Richtung Marker eigentlich. Was renne ich dem Kreuzel schon wieder noch? Schaufel wo? Schaufel da! So, der wird jetzt da reinkommen. Sachsen die nochmal. Du gräbst dich zum Geheimgang durch. Für die wieder Zahl. Sogar für. Das war's wert. Schleifwagen! Ich habe total übersehen! Vor mir. Einmal die Tröte für den Domi und den Schleifwagen. Welcome to the Squad. Kuss auf die Nuss, ab bei den Chat, habe ich den Schleifwagen und dann den Nico Mers wieder einen Riss-Up und 52 Monate, du gottverdammter Irre! So, Kinder! First try! Oh, das ist aber wirklich ein blöder Geheimgang, gell? Untersuchen, was soll ich da untersuchen? Eine Axt für die Stützbalken und die Bretter am Eingang. Eine Schaufel und ein Eimer, um heruntergefallene Erde zu beseitigen und den Eingang freizuräumen. Alles ist bereit für die Flucht, wenn wir es brauchen. Die Rotharts haben nichts dem Zufall überlassen. Oh. Geh durch den Geheimgang nach Maleschau. Vielleicht sollten wir uns da unser Diebeskorn durchziehen, hä? Bin ich gespannt. Wir kennen uns in Maleschau ja gar nicht aus, aber da haben wir was gekriegt. Zumindest schauen wir einmal rein. Wahrscheinlich werden wir es eher ein paar Mal brauchen. Okay. Es gibt 3 Eingänge anscheinend. Einen ganz hinten, einen in der Mitte und hier vorn. Nice to know. Was haben wir da? Karte des Turms. Erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock, vierter Stock. Da haben wir Treppen, da geht es dann auf in den zweiten, dann geht es da geht es dann in den, wo ist der dritte? Da ist der dritte, da ist das Scheißhaus, da haben wir 2 Tieren, aber was ist da einzeichnen? Ich meine, was hilft mir das? Da findet man schon durch. Du, da findet man schon durch. Dann müssen wir uns ducken. Los, kriegen wir schon. Map! Das war eine Baby-Map. So, jetzt haben wir da wahrscheinlich. Na, geht's noch nicht weiter? Ja, kriegen wir schon. Oh, jetzt wird spannend. Vogelmaus? Oder so? Also schließt einfach um. Da hat mich interessiert, ob den irgendjemand vor dieser Quest gefunden hat und hat sich gedacht, hey, wo geht's denn da hin? Was haben wir denn hier? Eine Leiter. Bei der Flucht würde es reichen, sie hochzuziehen. Dann sitzen die Verfolger fest. Ich hoffe nur, sie kann uns beide tragen. Es rieche doch bis daher jetzt, dass die Leute bricht, wenn wir mir da raus wollen. Noch nie hat ein Leute so knagertzt, wenn ich auf eine Leute auf bin. Okay. Hört man mal da herfahren? Warum nicht? Foreshadowing, schon ein bisschen. Wir werden uns nachher wahrscheinlich wieder darüber erinnern. Ich hab's doch gesagt, sag ich dann. Nur wenn du überfressen bist. das war ein Grad an. Jetzt warte mal, jetzt machen wir mal diesen hier. So, da haben wir Auffälligkeit 31, 180. Naja, müssen wir schon die so ziehen. Das ist auch nicht gerade geil, aber hilft nicht. Was? Jetzt. Honigmann, die haben kein Vogel. Okay. Verdammt, ist das eiskalt. Das kann ich mir vorstellen, da in dem scheiß Loch da unten. Wie eiskalt das ist. So, nehmen wir mal einen Sprint hier, solange wir können. Geht's jetzt durch. Du hast entdeckt Maleschau. Haben wir da jetzt einen. Wo ist denn Maleschau? Das ist Maleschau. Und wir wollen ja da in die Burg hinein.
Wer der man jetzt da geschickt hat? Oh, das kriegen wir schon. Das kriegen wir mir schon. Du, das kriegen wir mir schon. Nochmal entdeckt mal, schau, wo geht's da hin? Nein. Nirgends. Jetzt wird's interessant. Gehen wir mal da. I'm a simple man, ich sehe eine Abzweigung. I go for it. Und es war umsonst. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Vollsprint. Ah ja. Was ist das für eine Tür? Könnte das noch eine List der Ruthards sein? Aber wenn dieser Balken auf diese Haken fallen würde, käme hier niemand schnell durch. Damit könnte man bestimmt einen Verfolger recht lange fernhalten. Das wird auf dem Rückweg noch nützlich. Ich dachte mir, vielleicht ist da schon ein Schlitz drin. Das heißt, ich muss dann da her und das zusammenhauen da, sage ich das richtig? Naja. Kümmert sich der Zukunftsbürger drum, der regelt das schon. Das ist aber echt ein langer Geheimgang, heilige Scheiße nochmal. Das hier könnten die Kellerwände von Manneschau sein. Es gibt kein Zurück mehr. Dann los. Na schön. Nur Mut, Heinrich. Nur Mut. Du schaffst das. Zum Angriff! Der Rückwärts wird auf alle Fälle stressig. Ich riech's bis daher. Ich glaube, dass man es gar nicht vermeiden kann. Eine Weile dauern. Okay. Wie komme ich da jetzt durch? Ah ja, man kann durchwolten. Du dringst hier unrechtmäßig ein. So, speichern. Fackel weg. Wir haben eine Otzung. Haben wir unsere weichen Schuhe? Die sind wichtig, damit uns da keiner hört. Ja, weiche Schuhe haben wir auch, passt. So, gehen wir. Okay. Ruthard und Liechtenstein bringen den Adel von Kuttenberg gegen uns auf. Wawa kümmert sich um Ruthard. Doch Liechtenstein ist dein Problem. Warum ist er noch auf freiem Fuß? Der Mann macht sich... Der Hurensohn hat einen Hund drin. Er Für das versteckt muss er sich im sterben. jüdischen Viertel. Ich habe Leute auf ihn angesetzt, aber die kamen nie zurück. Dann wirst du ihn eben aus seinem Versteck locken müssen. Verdammt noch eins! Warum so besorgt, Otto? Wer ist er? Kuttenberg gehört uns. Ne? Sigismund hält das Zepter fest in Händen. Oh shit, der Hund. Hält er fest in Händen. Oh shit, der Hund riecht uns. Oh no! Er dachte offensichtlich, er könne sich mit seinem Bruder Wenzel versöhnen. Und ebnet für ihn den Weg auf den kaiserlichen Thron. Und beansprucht den böhmischen Thron für sich. Aber Wenzel brachte es nicht mal fertig, seinen trunksüchtigen Arsch für die Krönung nach Rom zu schaffen. Wo schleichen wir mir da drin umeinander? Wir haben ja schon überall in der Burg umeinander. Stattdessen fiel der ruhmreiche ungarische König auf Jobst und seinen falschen Waffenstillstand rein. Dieser verräterische Wendehals hatte ihn reingelegt. Jobst verriet erst König Wenzel, dann Sigismund und nun uns. Er hat uns alle getäuscht. Doch was kann er gegen uns schon anrichten? Ich verrate dir was. Er gab vor, zu verhandeln, doch er schürte den Hass des ungarischen Adels gegen Sigismund. Sicherlich kann Sigismunds Armee mit diesen Unannehmlichkeiten fertig werden. Ha! Er bezahlte seine Kumanen, indem er sie einfach Böhmen plündern ließ. Er hat die halbe Bevölkerung in einem Land aufgehetzt, das er regieren will. Und nun ist nichts davon geblieben. Während wir hier warten und Däumchen drehen, wird Jobst sicherlich bereits eine Armee zusammenstellen. Was sollen wir tun? Wir haben Kapon. Also werden Hanusch und seine Männer die Füße stillhäuten.
wenn sie ihre Erben je lebend wiedersehen wollen. Liechtenstein trommelt für Jobst weitere Mitstreiter zusammen. Sollten wir ihn in unserer Gewalt haben, sitzt Jobst auf dem Trockenen in seinem kleinen Böhmen. Ich ziehe ihn höchstpersönlich aus seinem Versteck im jüdischen Viertel. Verlass dich auf mich. Dieses blonde Arschloch Die muss Verräter sterben. Jesu Christi verstecken einen Verräter. Sie sind reich. Alles, was fehlt, ist ein guter Vorwand. Die Kuttenberger sind sicher erfreut, wenn sich ihre Schulden bei ihnen einfach in Rauch auflösen. Ja, du lernst schnell, junger Mann. Seit wann retten ihr? Herr, ein Reiter! Hanusch ist aus dem Spö. Um die Kuttenberger wird sich gekümmert und wir holen uns Liechtenstein. Du wirst sehen, mein Freund. Es kommen gute Zeiten. Euer Gnaden, König Sigismund beruft den Stadtrat ein. Aber zuerst verlangt er nach euch im Kloster Sedlitz. Unverzüglich. Was soll diese Eile plötzlich? Ihr habt doch sicher davon gehört, Herr. Die Gefangenen sind aus Burg Toski geflohen und haben Istvan Tos ermordet. Das weiß er noch gar nicht. Das ist unmöglich. Du lügst. Nö, tun wir nicht. Es stimmt, Herr. Herr Tos ist tot. Ach ja, er ist ja sein Arschloch-Knäblein. Rede! Wer war es? Der Bote sagte etwas von Kobillas Bastard und ein paar Gesetzlosen. Ich schwöre, bei allem, was mir heilig ist, ich finde diesen Hurensohn und ich reiß ihm das Herz raus! Ich werde dich so langsam umbringen, wie es noch gerade irgendwie geht, du Dämliche. Hier Wort einfügen, das jetzt gerade unangebracht ist. Für ihn wie ein Vater. Brechen wir Ja, wie ein Vater, der sein kleines Grischballbierl in den Arsch fickt, wenn keiner hinschaut. Köter. Als daten die Entwickler ganz genau wissen, wie man mich bis zum Anschlag triggert! Du blondes Stück Scheiße! Das Glück war mir hold. Jetzt noch Capon finden und dann weg hier. So, wir haben wir wieder die dran. Garnison etwas geschwächt. Warum denn? Also sei besonders aufmerksam bei der Wache. Der Faulenz kriegt die Peitsche zu Wir spüren. müssen in den Turm rein, sage ich das richtig? Okay. Diepold, ich Speicher schicke mir erst Heimann bei. zum Tor. Du So. bist für die südlichen und östlichen Befestigungen zuständig. Verstanden, Konrad. Ich kümmere mich darum. Franz, lauf zur Wachstube zurück und schlafe ein wenig, damit du nicht nachher bei der Nachtwache einpennst. Es tut mir da etwas Sekt. Alle anderen kennen ihre Ach, oh, da steht er und schaut mich direkt an. Lol. Okay, wir gehen mal über die andere Richtung. Verstanden, Konrad. Okay. Jetzt einigermaßen konzentrieren, dass wir so wenig Depp rausziehen, wie es noch gerade irgendwie geht. Ich kümmere mich sofort darum. Und sag Rahumira, dass es spät wird, damit sie nicht vergisst. Oh, leider abstehe. Wir müssen ihn halt noch finden, der wird irgendwie. Oh, ich probier's. Man kann ihn nicht aus dem Fenster werfen. Was Schönes dabei? Da haben wir einen Schlüssel. Erster ist schon mal fort. Stickel für Stickel. Meinst du, man kann die komplette Burg auslöschen? Ja. Probieren wir jetzt auch gleich. Seltsam.
Okay, move, bitte da jetzt nicht ums Eck jemand kommen. Danke. So, 2 weniger. Reiteraxt, die nehmen wir natürlich mit. Oh, ein Eisenhut, da habe ich mittlerweile so viel von dem Scheiß. Und das noch mit, das und das. So. Sollen wir die ganze Burg auslöschen? Mit denen hätten sie es. Schauen wir mal, wie weit das wir kommen. Würfeln. Wie kann ich würfeln da? Muss ich mitnehmen, Kinder. Muss ich. Sneaky Gameplay. Erfordert alles klauen, was nicht angenagelt ist. Blut angenagelt. Denk ans Buch. Stimmt. Sehr guter Punkt. Momentan bin ich so konzentriert, aber ich glaube nicht, dass da irgendwo ein Buch ist. Also warte mal, vielleicht können wir in der Questlog noch schnell was lesen. Mit dem Buch beschaffe das Buch. Da ich schon im Malischau bin, sollte ich mich nach Rosas Buch umsehen. Sie erwähnte einen roten Ledereinband und goldene Verzierungen. Aber sie hat halt gar keinen Hinweis gegeben, wo das an irgendwo ist. Ist es im Turm, ist es woanders? Ich meine, die Burg ist nicht so klein. Die Rüstung weg, das ist ein Kürast. Was? Das Ding da mitnehmen, oder was? Der JS. Da hat man von anderen Spielen geblendetes Deppenhirn nicht so weit gescheut. Ach du Scheiße, da liegt einer. Jetzt nicht mehr. Nachtfaltentrank ist auch eine gute Idee, ja. War jetzt eigentlich gar nicht so notwendig, aber wenn man schon haben. Ich leg den jetzt mal da auf, nicht, dass da irgendjemand kommt, weißt du schon. So, schauen wir mal, was für Tränke das wir am Start haben. Materialien, wo ist denn das Zeug? Nahrung. Flinke Fingertrank, was haben wir da? Haben wir überhaupt... Trank des Nachtfalten, jawohl, rein damit. So. Dann drückt man da nochmal auf F5. Also, dann, wer nicht weiß, was der Nachtfaltentrank macht, man sieht in der Finstern besser. Zwar ein ordentliches Stück, wie man schon sieht, und zwar so. Was? Hatte ich nicht zugemacht? Hä? Ich such mal hier drüben. Hä? Habe ich das nur geträumt? Feind in der Festung! Schlagt alle! Zeig es mir! Scheiße. Bin getroffen! Oh, die Okay, das war nix. Ich hab ja keine Rüstung an! Was mache ich denn? Den kriegen wir schon einer. Wieso hat mich der jetzt bemerkt, der Huhn? Ding haben wir. Die scheiß Treppensteigerei ist das Problem. Das nächste Mal verstecke ich mich da unten. Kriegen wir schon. Ja, ich mag die Rüstung nicht anziehen, weil die Lautstärke verursacht. Und Geräusche verursacht. Also, und das checkt er jetzt wieder nicht, oder was? Was soll's?
Ich probier's jetzt da Bin einfach. ich etwa? Kannst du da zu dem Spezi auferlegen, du Kackfrisur? Also wer sich wundert, warum ich keine Rüstung nicht habe, wenn man Rüstung hat, macht das natürlich Geräusche. Ist ja nur logisch irgendwo. Und da haben wir Kämmer, oder? Ich würde mal vorschlagen, gehen wir mal nach unten. Oder irgendeinen Wachseppen da oder so. Wir erinnern uns an Karten, es gibt irgendwie 3 Aufgänge. Ah. Verstehe, da waren wir gerade. Das ist die unterirdische. Oh, was haben wir denn da jetzt? Mailänder Kyros. Was in da genagelt ist, wandert in mein Höschen hinein. Du. Die haben wir nicht lange umeinander. Okay. Warte, kurz Leichenversteck. Frage ist, wo wir da jetzt. Ah ja, da waren wir auch schon. Ja, ich verstehe schon. So, jetzt machen wir mit diesen hier. Dann machen wir mit diesen hier. Das schwere Geschlisse ist ein bisschen schwieriger in der Regel. Schauen wir, ob wir es das erste Mal hinkriegen. Da fängt dann um. Okay, haben wir. Kupfer, Zinnkrug, scheiß Beinlinge braucht kein Mensch. Aber wir haben einen stillen 20. So, jetzt gehen wir mal noch mit da rauf. Was heißt nochmal? Ich glaube, da waren wir noch nicht. Also wir müssen irgendwie in den Turm hinein. Was man da ist, nehme ich mal an. Da haben wir noch einen. Gut, das ist ein Arbeiter, der muss jetzt nicht zwangsweise sterben. Was ist jetzt? Ah ja, wir müssen schon in den Turm hinein. Das probieren wir jetzt eiskalt. Probieren wir es einfach mal durch den Vordereingang, vielleicht sind sie so blöd. Gut, ich freue mich schon drauf. Endlich. Soll da nicht der Treppenherrin sein? Wollte hier nicht. Hey, ich kenne dich nicht. Zur Garnison gehörst du nicht. Schweig still, oder ich bring dich zum Schweigen. Okay, bye! Wie kämen wir da rein? Ist die Frage, ob der jetzt halt Leid scharf macht oder nicht. Wenn wir noch Chance finden, die finden wir nicht. Die finden wir nicht. Kann man da herin? Schnell ein Doge geht. Treten wir außen.
Mal kurz schauen. Irgendwoher über die Adamiten oder nackten Kirchgänger? Das ist Ihr Buch? Nein, ist nicht. Den habe ich gut gefunden. Werden wir da wahrscheinlich überall ein wenig reinluren müssen. Morgen ganz früh und höre, was er mir erzählt. Halt! Konrad ist nicht gut auf uns zu sprechen, seit er dich angebrüllt hat. Und auch nicht auf dich. Was hältst du also davon, wenn wir uns gegenseitig helfen? Wir kriechen uns unten ein bisschen und du sagst dem Hauptmann nichts davon. Keine Sorge. Wir werden nur ein werden wir so leise sein wie Mäuschen. Wir stören dich nicht. Und die haben unten. Und nun geht schon. Sie tut mir ja ein wenig leid, weil niemand hier sie ernst nimmt. Sie ist die unwichtige Tochter Bitte nicht des da Herrn reingehen. von sonst wo. Also hat sie Glück, dass der alte Otto Gefallen an ihr gefunden hat. Jeder weiß nun mal, woher sie kommt und behandelt sie entsprechend. Meine Fresse, der alte Otto. Dafür würde er dich auspeitschen lassen. Da hast du recht. Ich sollte den Namen unseres Herrn nicht in den Mund nehmen. Okay. Okay. Nichts passiert. Nichts passiert. Chill die Kniescheibe. Chill die Kniescheibe. Ich hab noch was. Gute Idee. Gute Idee. Und mit diesem dies mit. Jetzt pass auf. Eventuell ist das ein besserer Hut zum Klauen. Warte mal. Spitze Mütze. Ne? Ah, die Sichtbarkeit geht voll Gas in die, aber die Auffälligkeit nicht. Schauen wir mal, was sagt der Mantel? Jagdmantel. Oh ja, der ist ein ganz Stück besser wie. Ja, aber dort ist ein ganz Stück besser und wir kriegen aber. Verstehe nicht. Jagdmantel. Pyras brauchen wir nicht, den brauchen wir auch nicht. Passt schon. Und mit diesen hier. Drecker der Duselbauer, ich sag da nur Pro Gaming. Oder? Ist sehr schwer, das probiere ich jetzt nicht, das geht in die Hosen. Wo ist die alte drin? Was der mal mit da? Wir werden doch nicht einen Hans im Turm eingesperrt haben, oder? Die kriegen wir auf. Uffi. Jawohl. Mit. Immer noch Scheiß drin. Der Skillpunkt in Goldstärke ist jetzt nicht so wichtig gerade, aber der Skillpunkt in Heimlichkeit, der kommt uns wie ein Schatten 2. Wenn du für ein Verbrechen gesucht wirst, erhältst du einen Bonus. Na, schnelle Hände, du bekommst beim Schlösserknacken und Taschendiebstahl sehr unauffällig sein. Aus der Ferne wird dich niemand bemerken. Wenn du jemanden mit einer Fernkampfwaffe triffst, der nichts von deiner Anwesenheit mitbekommen, erleidet das Ziel einen Debuff auf Kampffertigkeiten. Du kannst keine sehr schwere Rüstung. Was labert die denn? Wenn du keine sehr schwere Rüstung trägst, kannst du Angriffe antäuschen und deine Gegner verunsichern. Fertigkeit im Kampf. Die Menschen vergessen deine Verbrechen schneller. Je dreckiger du bist, desto schwerer fällt es Leuten, dich zu entdecken. Sie können mir aber immer noch riechen. Wenn ein Gegner deinem Versuch widersteht, ihn zu betäuben oder heimlich zu ermorden, erleidet einen Malus auf seine Werte. Dadurch wird es für dich leichter, ihn auf herkömmliche Weise zu besiegen. Der ist wichtig. Der ist wichtig. Karte vom Turm, das ist auch noch mal ein richtig guter Punkt. Ja, die habe ich mir vorher schon angeschaut, aber da ist nichts. Da ist nicht wirklich Turm. Es ist ja nichts eingezeichnet, wo dieses Buch sein sollte, oder nicht? Zweiten Stock unten, da haben die Typen zum Würfeln gekommen.
Im 3. Stock Beding. Vergiss das Buch, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich da umeinander schleiche. Ich meine, die werden ja. Warte mal, Quest. Ja. Naja, das kriegen wir schon. Chill kriegen wir schon. Waren wir da schon drin? Ja. Was ist das da? Alles wird ausgerannt. Nichts wird liegen lassen. Haben wir da mehr eine? Mütze. Aber das Buch kann ja auch frei irgendwo umeinander liegen. Also irgendjemand will von euch ein rotes Buch mit goldenen kriegen wir auf. Den Adligen holst du nicht im Kerker, sondern oben im Turm drin. Möchtest wetten, dass er... Was geht hier vor? Wer bist du? Leise. Ein Mucks und ich bring dich um. Heinrich? Hans! Bester Hans! Gütiger Gott, Heinrich. Wie bist du? Was machst du denn hier? Was denkst du wohl? Wildschweine jagen? Ich bin hier, um deinen adligen Arsch zu retten. Mein adliger Arsch dankt dir. Wie kamst du hier rein? Erzähl ich dir später. Wer ist das? Valchelin Brabant, Chevalier d'Arizo. Zu deinen Diensten. Was? Brabant führte die Verteidigung von Kuttenberg. Er ist Sigismunds Gefangener, genau wie ich. Ja, und um ein Haar hätte ich die Stadt gerettet. Abgesehen... Für Geplauder haben wir leider keine Zeit. Was ist denn hier wieder vorne? Und wir lassen ihn nicht zurück. Sprich leider kein Paket. Sicher hast du einen gerissenen Fluchtplan, durch den wir entkommen, stimmt's? Lass schon hören. Natürlich habe ich einen Plan. Hör zu. In die Festung gelangte ich durch einen Geheimgang, von dem mir der alte Herr... Ganz kurz. Ich hoffe jetzt schwer, dass ich nur die Möglichkeit habe, das Buch zu suchen. Das Stockwerk 1 drunter, ich glaube 2 drunter. Da war ich noch nicht drin und habe noch nicht in jedes Ding reingeschaut. Ich hoffe, dass das... Ansonsten lade ich nochmal rein, hol das Buch und gehe dann auf. Ruthard erzählte. Von Bergo weiß nicht, dass er existiert. Oh, c'est magnifique. Äußerst gewieft. Und bisher weiß die Garnison nicht, dass ich hier bin. So ein Glück, dass von Bergo die Festung mit von Aulitz und einem Teil der Garnison verlassen hat. Wir gehen also zu dem Geheimgang und dann hauen wir hier ab. Wir erreichen den Wald ganz in der Nähe. Dort stehen Pferde bereit. Wir sind hier weg, bevor du das Vaterunser aufsagen kannst. Formidable, welch eleganter Plan. Ich selbst musste während der Belagerung von Arizo einmal eine solche Licht anwenden. Also dann, worauf warten wir noch? On y va. Warte. Ein Geheimgang, sagst du? Ein dunkler, enger Geheimgang? Naja, so sind Geheimgänge. Man muss ein bisschen durch Wasser warten, aber nichts, womit wir nicht zurechtkämen. Das kannst du vergessen. Ich gehe durch keinen Geheimgang. Komm, laber nicht! Was zum Teufel? Ich sage es noch einmal. Kein Geheimgang für mich. Das ist einfach nicht ritterlich. Es ist nicht ritterlich, c'est vrai. Aber in unserer Situation ist dieser Gang ein Glücksfall. Digga. Geil! Ob das ein Witz sein soll! Du adliger Volldepp! Nicht ritterlich genug für den edlen Herrn? Soll das ein Scherz sein? Ich rette dir hier das Leben, falls du es nicht bemerkt hast. Oder hältst du das für ein verdammtes Spiel? Also, meiner Meinung nach. Scheiß auf eure Meinung. Nein, einfach nein. Wir werden in dem Gang alle ersticken. Oder er stürzt über uns ein. Was soll da zusammenstürzen, verdammt? Ich bin so reingekommen, also kommen wir so auch raus. Es ist absolut sicher. Also stell dich nicht an wie ein Irrer und komm mit. Ich kann das nicht. Enge, dunkle Räume machen mir einfach Angst.
Seit in Neberkov dieser Turm auf mich gestürzt ist und ich unter den Ruinen begraben war, kann ich... Ich kann das einfach nicht. Es tut mir leid, Heinrich. Es muss einen anderen Weg geben. Einen anderen Weg? Überall sonst haben wir die Garnison am Hals. Der Geheimgang ist die einzige Möglichkeit. Reiß dich zusammen, du schaffst das. Der tapfere Herr von Pürgstein lässt sich doch nicht von einem Gang unter der Erde einschüchtern. Ich möchte ja, aber... Mir kommt es hoch, wenn ich nur daran denke. Der Gestank, die Beengtheit. Es ist unmöglich. Ich kann das einfach nicht. Na los, Hans. Nein, ich schaff das nicht. Na gut, ich geb's auf. Wir haben keine Zeit Dann zu leck streiten. mich! Aber was zum Teufel tun wir jetzt? Was weiß denn ich? Wir könnten das Tor durchbrechen. Ein Moment. Henri, du hast doch gesagt, dass von Berko weg ist. Oder etwa nicht? Ja? Wie sieht es mit Pferden aus? Hat er vielleicht Pferde hier zurückgelassen? Ein paar, denke ich, ja. Im unteren Hof. Très bien. Das genügt. Wir müssen nur noch dorthin kommen. Aber ich denke, wir können uns bestimmt dorthin schleichen. Vom Turm zu den Ställen ist es nicht weit. Dann öffnest du einfach das Tor, et voilà, weg sind wir. Genau wie ich, als mich dieser englische Hund John Hawkwood umzingelt hatte. Vielleicht ist es nicht der beste Plan. Das war es damals auch nicht. Aber wir haben keine Wahl. Es ist einige Zeit verstrichen und die Festung ist ruhig. Ich denke, der Großteil der Garnison wird schon schlafen. Zu unserem Glück. Ein wunderbarer Plan. Ganz ohne Gänge. Aber wir brauchen Waffen. Exactement. Ach, wieder anständigen Stahl in der Hand spüren. Am liebsten Mailänder, aber ich wäre auch mit etwas Regionalem zufrieden. Gut, dass wir die ganze Scheiße ausgeräumt haben. Scheiße! Scheiße, jetzt haben wir nur eine! Mit mehr Waffen aufgeklappt, du Idiot! Danke, Heinrich. Ich fühle mich schon besser. Ein schönes Stück. Und was hast du für mich? Ich habe leider keine weitere Waffe. Hoffentlich finden wir noch eine. C'est incroyable! Ja, wenigstens ich eine. habe auf Schlachtfeldern in 5 verschiedenen Ländern gekämpft und bekomme keine Waffe? Ja, soll ich hier, dass du Franz-Depp da oben im scheiß Turm sitzt, oder Du was? meintest doch, du könntest 10 Männer auf einmal mit bloßen Händen erledigen. Jetzt hast du die Chance, es zu beweisen. Heinrich? Stunde. Auf meinem zweiten Monitor tun sich seltsame Dinge. Zu den Pferden schnell, ich werde der Speer sein. Was jetzt auch nicht? Zu den Pferden! Schnell! Wir haben keine Zeit für Versteckspiele. Nehmen wir den kürzesten Weg zu den Pferden. Und wenn uns jemand aufhalten will, kämpfen wir uns durch. nur mehr Schlägerei! Wäre es nicht besser, wenn du vorgehst und die Lage auskundschaftest? Je suis d'accord. Ich würde keine unnötigen Risiken eingehen. Ich hab doch eh alle umgebracht da draußen. Direkt zu den Pferden. Gut, wartet hier. Ja, aber was hilft mir das, wenn ich da jetzt vor... Birgel nicht vergessen, aber vergisst man's nicht. Gut, dann sage ich, wartet hier. Gut, ihr habt recht. Das ist die Möglichkeit, dass ich nochmal ins Buch Ich reinschauen gehe kann. voraus und gebe Sag euch ich ein das? Signal, wenn die Luft rein ist. Okay, Und wie hab schon gibst verstanden. du uns Bescheid? Man kann die Stallungen Hab von schon der verstanden. Eingangshalle aus sehen. Gib uns ein Zeichen mit einer Fackel und wir machen uns auf den Weg. Einverstanden. Gute Idee. Wartet auf mein Zeichen. Aber du musst ganz sicher sein, dass die Luft rein ist. Setz nicht unser Leben aufs Spiel, selbst beim kleinsten Zweifel. Komm lieber zu uns zurück und wir gehen zusammen. Das stimmt. Aber sollten wir längere Zeit nichts von dir hören oder das Signal von dir nicht sehen, werden wir es auf eigene Faust versuchen. Précisément. Wir können nicht ewig hier sitzen. Alles klar. Verstanden. Ich gehe dann. Brabant, halt der Ausschau auf... Hey Franzensepp, wenn ich jetzt da in den Schrank einschaue und da ist eine Waffe drin, dann scheiße ich her. Ja, Gott sei Dank, also Glück gehabt. Was ist da damit? Ah, nix. Was haben wir da? Das brechen wir noch schnell auf. Dann müssen wir das Buch noch holen. Müssen wir die Rosa zusammenhauen. Wo ist denn das Ding? Was? Ja. Komische Steuerung. Okay, passt. Da ist er! Da! Brosche nehmen wir mit, Groschen nehmen wir mit und das nehmen wir auch mit. So. Also, speichern.
Im anderen Zimmer auf dem Kastel war ein Buch. Zinkrieg. Ist. Glaube ich, ist zwar nicht. Aber gut, wir müssen noch ein Stückchen runter. Was habe ich für ein Gewand da? Das Richtige? Passt. So, schauen wir mal, ob wir da reinkommen. Da hinten sehe ich ein rotes Buch. Oh. Löchen. Okay, ein Witzebuch. Probieren wir's? Ich würde schon sagen. Für was haben wir die Speichern-Mod? Pro Gamer. 24 Groschen kann man da schon mehr rein, gell? Nochmal sind wir 20. Was haben wir da noch? Warum nicht? So. Ha? Warum nicht? Nehmen wir alles mit. Wenn sie uns dann verfolgen wollen, haben sie keine Rüstung an. Leg mir mal schon, da ist ein Haufen Zeug drin, du. Da ist ein Haufen Zeug drin, du! Nehme ich, warte mal. Gepolsterte Bunthaube, die nehmen wir auch noch mit. Du, die nehmen wir auch noch mit, das ist auch schon wurscht. So, dann machen wir das Tierli zu, gell, gute Nacht, bitte gut. So, was soll ich jetzt machen? Flieh mit Hans Carbon, bringe Hans Carbon zu den Pferden, finde eine Waffe für, weil ich, ja, ich habe eine Waffe für die, da geh her. Achtung, zum Kämpfer wird so und so. Das Bierchen haben wir auch gefunden. Ich habe ein Schwert für dich. Trivia, gib her. Trivia. Es ist bloß ein Bürgerjagdschwert, aber besser wie nix. Ich zeig euch, aus welchem Holz Walchelin Brabant geschnitzt ist. Da ist jemand im Bett, leider, ich weiß schon. War mir einfach wurscht. Du trägst zu viel und kannst dich trennen? Wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Dann müssen wir irgendwas wegschmeißen. Was schmeißen wir weg? Irgendeinen Bums haben wir schon, gepolsterte Bunthaube. Dann, warte mal. Gepolsterte Bunte, ja, die können wir wegschmeißen. Weg mit dem Schund. Jetzt nehmen wir auch wieder die Rüstung. Ich glaube, es wird zum Schlägern. Wie soll einer. Ne, können wir doch jetzt einfach direkt gehen, oder nicht? Wir warten auf dein Zeichen. Wo muss ich hingehen zum Zeichen? Da unten am Tor ist ihr besoffen, da 100.000 Wachen unten. Hat ihr wegen blöd im Kopf, oder was ist denn mit euch? Weiß nicht, wie wir es probieren. Wir gehen mal miteinander, zur Not. Geh zu den Pferden. Halt, zurück. Ab zu den Pferden. Ja, gehen wir. Wir kämpfen uns durch! Wenn ich es nicht hinhaut, dann sag ich halt. Oh, Schwertasse. Dann gehen wir. Hier geht's voran. Mission wird dann schon scheitern. Wenn einer von denen stirbt, zählt er als Top für mich. Ab, wir gehen wir. Oh, da haben. Da. Die schlafen. Ja, die schlafen, die Vollidioten. Kann man eigentlich nur schnell abstehen, ne? An weniger Leute zum. Halt! Wir warten auf dein Zeichen. Ja, ich schau ein wenig durch. Haben das bloß die zwei, oder was? Die kriegen wir auch noch verrannt, nicht? Die kriegen wir auch noch verrannt. Bevor ich nicht was geskillt, wenn mir jemand nicht sieht beim Dingsen, dann. Seltsam. Einmal einschauen muss ich. Ich muss einmal einschauen, weil die hat sehr Sachen dabei und ein paar Groschal dabei und Schlüssel. So. Und jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir eigentlich bloß noch da oben. Kriegen wir schon. Mach ich da ein bisschen Heid. Oh, da liegt er, oder? Was war da?
in den Schlitz eingesteckt und runtergefallen. War Absicht, tut mir leid. Den kann die jetzt schlachten. Press F for Respect für den guten Hund eigentlich. Und das blonde Arschloch wird meine Genugtuung sein. Alle müssen sterben! Breitschwert. Drillingswürfin. Und Schlüssel. Oder eine Kisterlerin? Ja, sicher haben wir mit einer Kisterlerin. Alles wird ausgeklärt, wird komplett ausgerannt von oben bis unten. Der will die. Oh nein, da müssen wir noch mehr machen. Oh, das war knapp. Das war knapp, da war ein Haufen geiler Scheiße drin, aber ja, ist nur Bums. Ist nur Bums. Aus dem anderen Zeit liegt da auch noch einer drin. Der mal weg. Tu den der mal weg. Da kann ich nix. Ja, dann können sie kommen, oder nicht? Was? Hagel? Was mit den Pferdl? Klauen wir einfach die Pferdl oder stehen? Pferde sind hier. Sobald es sicher ist, sollte ich Capon das Signal geben. So, das war's. Jetzt muss ich nur noch auf Capon warten. Jesus Christus, steh uns bei. Worauf wartest du? Öffne das Tor. Bin unterwegs. Tor öffnen. Starke Mission. Starke Mission, hat richtig Spaß gemacht. Ich muss zugeben, vis-à-vis. Und einen Verbündeten haben wir auch noch mitgenommen. Dass meine Lage so eikel war damals während der Rettung des Königs von Frankreich. Wie, Monsieur? Du warst gewiss tapfer. Und das Glück ist mit les bras. Ja! Endlich frei! Und der Pfeil. Na doch nicht. Hätte jetzt hergeschissen. Danke, dass du mich befreit hast, Heinrich. Ich könnte wir können den Trank wegmachen, ich bin blind! Nach dem heutigen Tag Wieso wir eigentlich kein nicht Pferd? zu deinen Freunden zählen. Ich, Walscheler Bravo. Kann man den Trank wegklicken irgendwie? Kann man den. Warte mal. Den kann man nicht wegmachen, oder? Ah Gott, ich seh Scheißdreck! Ich seh Scheißdreck! Werde ich mein neues Pferd nach dir benennen. Ja. Mein Pferd, du hast Haring, hier als Heinrich. Schön, dich kennenzulernen, Wachtelchen. Mein Name ist Waldscheller. Waldschelle? Waldschler. Waldscheller. Kann ich dich nicht einfach Braber nennen? Brabant. Mit on. Brabant? Que peut-on y faire? Ich sehe schon, wie es diskutiert, wie weit das wir ungefähr sind. Ich kann es überhaupt nicht sagen. Ich kann es überhaupt nicht sagen. Aber dafür hast du Mut und andere Talente. Du hast wahrlich ausgezeichnete Arbeit geleistet. Ich hätte den Einsatz... Sekunde kurz, mal kurz mal schnell schauen, wo wir überhaupt sind. Also wir haben jetzt von da unten abgehauen, jetzt sind wir da und reiten wir wahrscheinlich, was weiß ich, nach Sugdol. Reiten wir nach Sugdol? Keine Ahnung, wir werden sehen. Selbst nicht besser durchführen können. Und Sie nur, mon ami. Monsieur Capon blüht an der frischen Luft förmlich auf. Endlich ist Schluss mit dem Selbstmitleid. Selbstmitleid? Ich war tagelang in einem winzigen, stinkenden Raum eingesperrt. Oh, ich bitte dich, mon cher. Das Glück war zur Abwechslung mal nicht auf deiner Seite. C'est tout. Jetzt sind wir Was ist mit dem endlich Sound? frei. Ich wollte gerade nicht dazwischen labern. Zeit, Einfach mal zuhören, ich Großes sag dann zu schon was. vollbringen. Ich habe in der Gefangenschaft keine Zeit verschwendet und mir alles ganz genau überlegt. Hör zu. Nein, das würde ich lieber nicht. Was betrübt dich, Herr Hans? Dreimal darfst du raten. Es lief wieder alles beschissen und ich wurde gefangen genommen. Wenigstens muss Hanusch von Bergo kein Lösegeld für mich zahlen. Das würde er mich nie vergessen lassen. Trotzdem wird er mir wieder einen Vortrag darüber halten, wie unfähig ich doch bin. Oder wie bewertest du unsere Mission auf Burg Troski? Stimmt.
Es lief nicht alles nach Plan. Laut Istvan lief sogar nahezu alles schief. Aber wenigstens konnte ich mich letztlich an ihm rächen. Der Hurensohn hat bekommen, was er verdient. Glaub mir. Hast Istvan erwischt? Na, das hört man doch gerne. Das weiß ja er auch noch nicht, das ist eh klar. Wird niemand Dass wir den Typen aus dem Fenster rausgeschmissen haben. Aber ich glaube nicht, dass mir das bei Hahnungstroß weiterhilft. Immerhin wissen wir jetzt, dass von Berge uns nur getäuscht hat. Und nicht beabsichtigt, sich gegen Sigismund zu stellen. Das ist wahr. Und letztlich habt ihr ihn gewiss überlistet. Ich wette, Sigismunds Standbauke für ihn wird heftiger ausfallen als Anus Tiraden für Capon. Mes amis, nous sommes libres. Wir sind frei. Diese Gelegenheit müssen wir nutzen. Für Sigismund habe ich noch genug Asse im Ärmel. Und die werden jetzt gezückt. Erstmal werde ich mich ordentlich besohlen gehen. C'est facile. Ich weiß, wie wir das einrichten. In der Nähe gibt es einen sehr schönen Weinberg. Mit dem Besitzer bin ich schon befreundet, seit ich damals... Hör bloß auf. Mike, mir ist für 19 Monate. Alter, was ein Brett an Spiel für einen Singleplayer. Bitte mehr davon. Mike, ich werde alles dafür tun, dass wir mir das Ende da herin im Stream sehen. Monsieur Chapon, du hast noch nie in einer richtigen Schlacht Mir ist für den 19 Monate. Doch, ich Und habe ich stimme in zu. Neapel gegen les Balagues und in Bourgogne gegen les Anglais gefochten. Das ist das Gesicht des Krieges. Egal ob in Italien oder Böhmen, er sieht überall gleich aus. Das ist kein Krieg. Das ist Barbarei. Welchen Wert hatte dieses Dorf? Eh bien, ich würde es auf etwa 5 Öfe schätzen. Da hinkt einer. Die jährlichen Einnahmen dürften ungefähr bei ein paar 100 Groschen liegen. Das habe ich nicht gemeint, Waldschaller. Keine Festung. Vielleicht ein befestigter Hof. Für eine Armee völlig unbedeutend. So sollte kein Krieg geführt werden. Das ist ungerecht. Gib dich nicht der Gefühlsduselei hin, Monsieur. In einem Dorf könnten Spione und Saboteure leben. Oder es versorgt den Feind. Der Sellmann Und die voraussichtlich Vorräte des nicht. Feindes zu zerstören, ist ein bewährtes Mittel. Kriege werden nicht in Schlachten gewonnen. So viele gibt es gar nicht. Angriffe von hinten, die den Feind alles verlieren und ihn ausbluten lassen. So werden Kriege bestritten. Aber sei gewiss, in 1 oder 2 Jahren wird hier wieder ein Dorf mit zahlreichen Einwohnern stehen. So läuft es einfach jedes Mal. Aber wir sind der Adel. Es ist unsere Pflicht, so etwas zu verhindern. Ja! Habt ihr euch zerstritten oder keinen Bock mehr auf Podcast? Einfach, ich hab keinen Bock mehr auf den Podcast. Weil es immer dasselbe war. Haben wir aber auch schon ein paar Mal drüber geredet, aber können wir natürlich gerne auch noch mit rein. Das war so, das hat vor einem Jahr ungefähr hat's angefangen. Nein, vor einem Jahr war es eigentlich schon zu spät. Wir haben dann aufgehört, glaube ich, im April, wenn ich mich richtig erinnere. Und da war es schon jede Woche so, dass ich eigentlich überhaupt keinen Bock mehr gehabt habe, weil kein Schwanz bereitet sich auf irgendwas vor. Alles hängt an mir. Sag ich ganz ehrlich, also die anderen 2 haben bloß gekommen, haben Blätter hergekriegt, haben wieder gefahren. Das war am Anfang schon ganz okay und war auch so ausgemacht. Und ich habe mir gedacht, ja, ich sage mal, die Motivation kommt dann von selber. Scheißdreck ist gekommen. Um das einfach mal so klar und deutlich zum Sagen ist. Unsere Herren! Wupp, wupp. So viele Banditen gibt es in der großen, weiten Welt. Und wir treffen ausgerechnet auf diese Halunken. Jawohl! Wir... Ich habe alles vermasselt. Das war richtig. Ach, vergessen wir das, Junge. Jeder von uns macht doch mal Fehler. Aber nur gute Männer stehen dazu. Nun wissen wir immerhin, mit was für Abschaum wir es zu tun haben. Was führt euch her? Wir sind gerade Malleschau entkommen und sind auch... Kein Grund zur Eile. Eins nach dem anderen. Du, jetzt scheiß mal schnell einen Cliffhanger ein, einer, los! Dass ihr beide in einen ganz schönen Schlamassel geraten seid. Es ist schön, euch beide in einem Stück zu sehen. Also, lasst hören. Was ist geschehen? Es wäre wohl besser, wenn Heinrich davon erzählt. Die Hälfte davon habe ich ja nicht mitbekommen. Es ging von Anfang an den Berg runter, ja, das stimmt. Das war alles ein Hans Schuld. Ja, das so sagen wir mal auch nicht, so aber ein bisschen schon. Kaum hatten wir Trotzki am Horizont erspäht, ist die Hölle auf Erden losgebrochen.
Wir schlugen unser Lager an einem Teich auf und wollten bei Sonnenaufgang zur Burg. Nur leider wurden wir in der Nacht von Banditen überfallen. Sie haben alle anderen ermordet und sich alles geschnappt, was sie tragen konnten. Darunter auch der Brief an Herrn von Bergo. Und wie seid ihr beide mit dem Leben davongekommen? Reines Glück. Wir waren beide ziemlich Recap-Time. mitgenommen. Ohne die Hilfe eines örtlichen Kräuterweibs hätten wir vielleicht nicht überlebt. Aber danach konnten wir unmöglich in die Burg marschieren. Wir sahen aus wie Bettler. Und diese Bastarde haben uns auch so behandelt. Aber ihr seid letztendlich doch nach Troski gekommen, nicht wahr? Erst hat von Berghoff uns freundlich empfangen, von Berghoff war von Anfang an verdächtig. Ja, zuerst war er freundlich, aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich damals schon gesagt, die haben alle so seltsam freundlich in dem Scheißbunker, da haben sie es irgendwie weg. Das stimmt. Ich habe mir gerade gedacht, habe ich da jetzt gerade einen Pferdlrücken gesehen, ohne einen Hans drauf? Bin mir nicht sicher. Hans! Wenn jetzt der Hans schon wieder weg ist, dann kriege ich einen Vogel mit dem Typen! Von Bergo hat uns empfangen und uns angehört. Er schien auf unserer Seite zu stehen. Wir haben ihm sogar ein paar Mal geholfen, bis wir herausfanden, dass er uns nur an der Nase herumführt. Das kam alles raus, nachdem wir mit von Bergos Leuten losgezogen waren, um gegen die Banditen in seinem Gebiet vorzugehen. Dieselben, die uns am Anfang angegriffen hatten. Bloß haben sie uns in einen Hinterhalt gelockt und wollten Er ist einfach schon wieder Lösegeld weg. für Heinrich. Aber diese Hans Gesetzlosen gone. stehen eigentlich auf unserer Seite. Sie kämpfen auf Befehl von Sokol von Lamberg auf der Seite von König Wenzel. Ich will verdammt sein. Von Bergo ist die ganze Zeit der wahre Feind gewesen. Und Žižka ist eigentlich unser Verbündeter. Žižka. Das ist der Anführer der Gesetzlosen? Der Name sagt mir nichts. Ich denke, du wirst ihn bald kennenlernen. Was für einen Eindruck hat er auf euch gemacht? Oh, das ist aber ein guter. Er ist ein Bandit und Halsabschneider, er ist etwas eigen, aber er hat uns geholfen, er ist ein großer Mann und unser Verbündeter. Ja, großer Mann ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, ich hätte also jeder Stufen zwischen Mitte und unten, aber ich mag einen Žižka. Er ist ein wirklich interessanter Kerl. Geschickt mit der Waffe, aber auch durchtrieben. Einen wie diesen will man auf seiner Seite wissen. Er hat einen ziemlichen Eindruck bei mir hinterlassen. Ich freue mich schon, ihn wiederzusehen. Wenn es doch Also in nur der nicht Cutscene Rabosch stimmt was wäre. nicht, da ist ein bisschen Von was allen kaputt Orten gegangen, dieser glaube Welt. Warum muss es ausgerechnet Rabosch sein? Wir sind auf dem Weg zu einer Zusammenkunft von König Wenzels Unterstützern. Wenn das Glück uns hold ist, wird dort das Schicksal des Königreichs entschieden. Wenn wir weiter hier rumstehen und darüber schwafeln, wird es noch ohne uns entschieden. Geduld, mein Freund. Die beiden sind gerade erst den Fängen des Feindes entkommen. Sie haben uns zweifellos etwas zu erzählen. Zum Beispiel, wie zum Teufel ihr entkommen konntet. Die Familie Ruthard hat mir geholfen, die früheren Herrscher von Maleschau. Im Gegenzug musste ich mich um ihre Probleme mit Ulrich von Neuhaus kümmern. Ulrich Wawak? Aber das ist doch der Münzmeister. Ja, nicht mehr lange, wenn herauskommt, dass er seine langen Finger nicht von königlichem Silber lassen konnte. Offenbar hattest du viel zu tun. Oh ja. Du musst doch erzählen, was du in Maleschau durch von Bergo erfahren hast. Sigismund hat den Stadtrat einberufen. Marquard von Aulitz wird gemeinsam mit ihm dort sein. Gerüchten zufolge wird Sigismund dort etwas Wichtiges bekannt geben. Da hat er sicher eine schöne Zeit dafür ausgesucht. Immerhin wird er nicht mitbekommen, was um ihn herum geschieht. Gehen wir alle nach Raborsch. Ich möchte mich endlich ausruhen. Wir sollten einen Spion schicken. Ich möchte mich endlich ausruhen. Es geht zu im Hafenstall in dem Spee. In den letzten Tagen ist so viel passiert. Ich sehne mich wirklich nach meinem Bett. Glaub ich dir gern, mein Sohn. Aber wir können uns diese Versammlung nicht entgehen lassen. Verdammt nochmal. Der junge Herr Capon wird uns nach Raborsch begleiten. Aber du wirst umgehend zur Stadt zurückkehren müssen. Dort wirst du versuchen, dich ins Rathaus zu schaffen. Schon wieder ins Rathaus! Wie soll ich da reinkommen? Ich kann ja schlecht einfach von der Straße hineinspazieren. Geheimgang Du vielleicht? hast so viel gegen Wawak in der Hand und weißt nicht, was du damit anfangen sollst? Sag ihm einfach, entweder bringt er dich in die Ratskammer oder du ihn an den Galgen. Das ist ein Versuch wert, oder? Ich hoffe, dass diese Versammlung wirklich wichtig ist. Wenn Sigismund nur eine Steuererhöhung ankündigen will, habe ich dort nichts verloren. Nun, zumindest bekommst du die Trauerminen der Ratsmitglieder zu Gesicht, wenn sie davon hören. Und sei unbesorgt. Ich werde in Raborsch in deinem Namen essen und trinken. Wenn du bei meiner Rückkehr wieder hinter Schloss und Riegel sitzt, lass ich dich dort verrotten. Danke. Was ist denn?
Aber das ist gerade richtig gesehen, die schauen natürlich, das Spiel ist halt so programmiert, auch in Cutscenes, dass wenn die Person, die gerade spricht, wahrscheinlich alle Personen im Umkreis, die damit zum Tor haben, den anschauen. Habe ich gerade gesehen, das Problem ist nicht, dass der Hans einfach unsichtbar ist, sondern dass der da 50 Meter hinten am Weg steht. Habe ich das gerade richtig gesehen? Und dann denkst du, der Pfarrer, scheiße, ich habe seinen Namen vergessen, ich voll Depp, der glaube ich sitzt nicht auf seinem Pferdl, darum ist er vorher so ganz klar da herunten, da irgendwo am Eck gesessen. Es ist kein Kamerabug. Der Goodwin, ja, natürlich. Es ist kein Kamerabug, überhaupt nicht. Es ist ein Bug, dass die Person nicht da steht, wo es stehen soll. Sondern der steht hinten, der Hans, glaube ich, steht hinten am Weg, deswegen hat der Heinrich ja gar von der Kamera nach hinten geschaut. Und der Franzose nämlich auch. Ja, mei. Natürlich ist das unschön, aber für ein nicht beta getestetes Spiel, ohne große Patches, ist immer noch alles zum Verkraften. Ich werde mich ihm anschließen und deinen Freund keinen Moment aus den Augen lassen. Hans, wer ist das? Valcela Brabant, Chevalier d'Arezzo, stets zu Diensten. Er war ein Böttler hat den Gefangener Fehler von Herrn nicht von gewusst. Bergo, wie ich. Er hat Kuttenberg gegen Sigismund verteidigt. Dann wird er in Raborsch herzlich willkommen sein. Du weißt nicht, was du da versprichst, Freiherr. Auf Herrn Hans aufzupassen, ist wie ein Sack Flöhe hüten. Das Wichtigste ist, dass du auf dich aufpasst, Heinrich. Sobald es keine Aufmerksamkeit erregt, musst du zu uns stoßen. Er schafft das schon, aber nun sollten wir wirklich los. Sichere Reise, Heinrich. Adieu et bonne chance. Das wünsche ich euch auch. Hoffentlich sehen wir uns bald. Ich sollte Rosa besuchen, wenn ich in der Stadt bin. Wir sollten Sicher Rosa wissen, wie es mit dem Buch gelaufen ist. Das ist doch ein Hans sein Viertel, oder? Oder? Ach, das ist das Klaudepferdl! Ach du grundgütiger... Oh mein Gott. Ich war gerade maximal verwirrt, ja. Kurzes Hirn ausgeschaltet. So, wo sind wir da? Wo zum verfickten Henker sind wir da und wo ist die nächste Stadt? Das ist Sugdol. Das ist das, wo wir gekommen sind. Mal schauen, das ist eigentlich alles ziemlich weit weg. Machen wir mal Folgendes. Spätestens 7 in der Früh. Auf der Straße liegen ein paar Soldaten. 2 Banditen bewegen sich von einer Leiche zur nächsten und durchsuchen sie. Was haben wir für eine Rüstung? Lass mir die gute her. Ich glaube, die wissen nicht, wo ich bin. Oh shit. Na, was ist, mein Jung? Hm? Na, was ist, mein Jung? Oh. Hätte man nicht so viel cool machen dürfen.
So, und den da schießt man. Was möchtest denn du hier? Ja, da kannst du herlaufen, was du möchtest, mein Freund. Und noch einen... But then I got an arrow to the knee! Du Stück Scheiße, ja, bis du da bist, dabei geht weiter unter, mein Freund. Oh shit. Ich hab auf dich gewartet. Ja, mach mal. Vollidiot. Da ist schon wieder... Ah! Da ist schon wieder so ein scheiß Käfer! Wieso... Wo kämen die Käfer über hier? Weg! Jetzt hängt er... Was? Jetzt hängt da am Greenscreen drauf! Was ist denn mit denen hier immer? Fliegt einfach... Hängt er sich mitten in meinen zweiten Monitor da rein? Was... So, ich muss jetzt den Typen hauen. Eine auf den Dates. Nochmal eine auf den Dates. Wie viel holst du aus, mein Freund? Und stirb. So, euch zwei nehmen wir natürlich noch schnell mit. Das ist ja klar. Verbessert die Wundpfeile, der hat echt viele Wundpfeile gefressen, der Dude. Noch irgendwas dabei? Der Witz. Ja, der hätte einen Haufen Scheißdreck dabei, aber dann kannst du mal mitnehmen. Warte mal, was hat denn das Pferdl dabei? Das hätte eigentlich schon noch Platz. Warte mal. Was habe ich denn jetzt wieder da? Habe ich einen Schmarrn gemacht. Einen Schmarrn gemacht. Zum Pferd. Spitze Mütze, Pferd. Weg. Das schaut eigentlich ganz gut aus. Wir haben einen Haufen Gewicht wieder frei, habe ich das Gefühl. Was haben wir mir alles gestohlen? Frauenbrosche. Gottwigs Ring, den haben wir abgegeben. Dann der Essen aus, haben wir immer noch vollgestopft wie ein Arschloch. Dann können wir nämlich zumindest die teuren Dinge mitnehmen. Da hier 860, 1200 irgendwas. 600. Schauen wir den anderen Trottel noch schnell an. Chat wird wieder ignoriert. Natürlich, was soll ich Neues tun? So, jetzt gehe ich gleich kämpfen und gleichzeitig einen Schwachsinn lesen, oder was? Wo die Hälfte sowieso gelungen ist oder nicht stimmt. Mei. Groschen. Und der hat jetzt... Ja, doch, da einen Eisenhut nehmen wir mit. Und den nehmen wir auch mit. So, es werden immer mehr Bugs zu fixen. Also ich meine, das ist richtig. Das muss man einfach auch mal offen und ehrlich zugeben. Aber es sind nicht lauter kleine Sachen. Darum ist es einigermaßen zum Verkraften. Aber ich denke mal, dass sowas mit einem Patch geregelt wird. In so einem, du wirst kein RPG auf diesem Planeten finden, das genau diese Fehler, diese Kleinen nicht hat. Ihr checkt nicht. Machst du sonst nichts. Sei froh, wenn es bloß Käfer sind, kann es Spider-Man sein. Entgegen der Käfer, der Bio hat einen Bug entdeckt, aus den Käfer mit dem Meisterschlag. Oh mein Gott. Ihr Vollidioten. Doppelter Kampf derzeit. Ja, was soll ich machen? Ich hab's nicht gelesen. Was soll ich denn? Ich muss jetzt den ganzen Chat den ganzen Tag lesen. Und dann heißt es wieder, ich im Spiel überhaupt nicht aufpasst. Ja, was jetzt? Spiel aufpassen, Chatter. Mitzi. Was ist denn Nibo-Kaufmann? Brauchst du Hilfe bei etwas? Wie hast du Sischka kennengelernt? Interessiert mich nicht. So, ich laufe jetzt in den Arsch rein. So, heißt, da springen wir auf. Das schaut auch gut aus. Und das schaut gut aus. So, jetzt ist es aber einfach mitten am Nachmittag, oder? Dann müssen wir wahrscheinlich schlafen bis in die Nacht ein und dann gehe ich auf Raubzug. So schaut's aus. Ich schlafe jetzt da einmal bis um 3. So. In Kuttenberg ist sowieso eine Sache. Und dann ist unsere nächste Aufgabe. Was ist unsere nächste Aufgabe? Was ist die nächste Aufgabe? Schleiche dich, das Königsgambit. Schleiche dich ins Rathaus, finde vom Münzbeamten Warburg heraus, wie du zum Stadtrat gelangst. Kaum war ich wieder mit Capone vereint, nahte das nächste Wiedersehen, doch gleich darauf mussten wir uns wegen wichtiger Aufgaben erneut trennen. Ich werde nach Kuttenberg gehen und den Stadtrat mit König Sigismund beizuwohnen. Ja, da ist der König Sigismund selber da.
Die anderen brechen für ein Treffen mit den Unterstützern von König Wenzel nach Raborsch auf. Ich habe genug Zeit bis zur Ratsversammlung. Ich muss mich in den Stadtrat einschleichen, der von Sigismund einberufen wurde, um herauszufinden, was der Rote Fuchs vorhat. Wer ist denn der Rote Fuchs? Mich dem König höchst selbst zu nähern, dürfte schwierig werden. Vielleicht kann der Münzbeamte Warburg mir helfen. Ich weiß so einiges über ihn, das der König gar nicht gerne hören würde. Rosa! Sollen wir nur zur Rosa gehen? Ja, aber ihr braucht doch einen Cliffhanger für nächsten Mittwoch. Machen wir noch schnell die Route Rat. Habt's euch verdient. Dafür möchte ich aber verdammt nochmal Likes auf dem Video sehen. Los. 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 So, laufen wir da zu Fuß. Ja. Rechts rum, wieder an der Kirche vorbei. Kriegen wir schon. Nächsten Mittwoch ist Champions League, Alter. Wen zur Hölle interessiert die scheiß Champions League? Um die Zeit kann schon mal eine FSK 18 Szene kommen. Ich arbeite dran. Bin schon im Vollsprint. Tu nicht runter. Geht schon, kauft's wieder Likes. Das darf mich interessieren, wer tut denn sowas? Sag. Wer zum Fick macht sowas? So, brauchen wir noch schnell einen Trog. Wir dürfen da nicht Tricker daherkommen. Kann ich mich da waschen da drin? Nö. Haben wir da noch einen Trog irgendwo? Hallo Trog. Gott schütze dich. Gott schütze mich, ja, das stimmt. Darf ich mich da drin waschen? Da darf ich mich auch nicht waschen da drin. Na sag mal, ich bin ein Blut überströmt. Erst brauchen wir noch einen Trog. Da vorne ist noch ein Trog. Das ist irgendwie komisch, dass man sich bei manchen waschen kann und bei manchen nicht. Da geht's. Und ziehen wir unser edlestes, unseren feinsten Zwirn, ziehen wir uns an. Dann verrennen wir noch schnell die alte, Leute sagen. So, da noch schnell gewaschen. Mein Gott, spreng ich. Zu behindert. Du kannst nicht waschen. Betrug! Drück doch heute dein Maul! Gott im Himmel! Himmelvater. Ich freue mich immer über höfliche Menschen wie dich. Gott sei mit dir. Hat da schon mal jemand gesagt, dass du von oben bis Mach's gut. blödig bist wie Hoffentlich Sau? hast du eine ruhige Wache. Ja. Morgen! Ja, er war nicht beim Betrug. Betrug, Entschuldigung. So, Rosa! Was tust denn du mit ihm da? Achso, ja, der Feibürstel, nie nicht, oder was? Heiliges Kanonenröhrchen, du. Wegen dem Buch, das du wolltest. Übrigens, du hattest ja von diesem einen Buch gesprochen. Mein Lieblingsbuch. Nun sag schon, hast du es gefunden? Als ich so durch die Burg streunte, bin ich auf von Bergus Kammer gestoßen. Und da lag es. Rotes Leder, goldene Verzierung, genau... Halt, stopp. Das Bierchen ist ihm vom Berg auf seinem Zimmer gelegen. Das heißt, die Alte, die in dem Bett geschlafen hat, ist seine Alte? Wieso haben wir den nicht abgestochen? An jeden Affen in der Scheißburg hab ich abgestochen, bloß sei Alte nicht! Wie von dir beschrieben. Du hast es wirklich gefunden? Oh, danke, danke und nochmals danke. Hattest du eigentlich Gelegenheit, mal durchzublättern und dir anzusehen, um was es da geht? Leider nein. Verdammt, ich hätte eigentlich mal reinschauen sollen, wie gut das die Witze sind. Verdammt, das habe ich natürlich übersehen. Eigentlich nicht. Zu schade. Das würde dir sicher gefallen. Und du würdest bestimmt das ein oder andere daraus lernen. Warum denkst du das? Ich glaube einfach, du würdest dem Verfasser zustimmen. Also nicht bei allem, natürlich. Das ist unmöglich. Aber bei den grundlegenden Dingen, ganz sicher. Sag, hast du denn nie drüber nachgedacht, selbst zu schreiben? Ich? Und was sollte ich schreiben? Woher soll ich das wissen? Ein Gedicht, eine Geschichte, eine Abhandlung. Gehen wir nochmal zurück. Oder ein ganzes Buch. Das würde mir gefallen. Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Dafür habe ich keine Zeit. Das würde mir gefallen. Das ist ein verlockender Gedanke. Wer weiß. In einem anderen Leben wäre ich vielleicht ein Schreiber geworden. Würdest du es nicht wenigstens mal ausprobieren wollen? Ich befürchte, ich verstehe nicht ganz, worauf du hinaus willst. Es gibt noch ein paar unbeschriebene Seiten. Wir könnten das Buch zusammen beenden. Du und ich. Was hältst du davon? Klingt großartig. Das klingt toll. In meiner Kammer haben wir genug Licht und sind ungestört. Begleitest du mich? I'm a simple man.
Mit Vergnügen. Wie soll ich nur anfangen? Hast du dir noch keine Gedanken gemacht? Doch. Ich habe viele Ideen. Aber wir müssen beide dazu beitragen. Beide? Nun gut. Was soll ich tun? Sag mir einfach, worüber du gerne etwas lesen würdest. Eine Geschichte über einen Mann oder eine Frau? Ich mache mir sorgfältig Notizen dazu. Kann ich mir jetzt da bitte eine Pornogeschichte ausdenken? Das war jetzt das Lustigste, was ich immer. Also nehmen wir mal eine Frau. Es gibt unzählige Geschichten über Männer. Daher schlage ich vor, wir schreiben über eine Frau. Gut, dann nehmen wir eine Frau. Aber ich muss mehr über sie wissen. Inwiefern? Nenn mir eine Eigenschaft, die dir wichtig ist. Was würde dich von einer Frau überzeugen? Du musst dir das vorstellen, die stehen dann jetzt zu zweit den ganzen scheiß Nachmittag da drin, labern irgendeine Kacke und währenddessen sie schreibt, ich meine, das ist ja nicht wie heute mit dann ist das gleich übertippt, sondern sie schreibt das mit einer Feder und da dauert jeder Satz wahrscheinlich eine Viertelstunde. Und er steht eine Viertelstunde daneben mit dem Zeit in der Hosen. Ist das der Ernst? Sie soll klug sein, mutig, mir gefallen schöne Frauen! Oh, es schadet nie, wenn eine Frau schön ist. Ich hatte auf was Tiefgreifenderes als Schönheit gehofft. Scheiße. Du bringst mich... Du hast gefragt, also habe ich geantwortet. Du bringst mich auf solche Gedanken. Das ist... Ich probiere es. Das ist mit der Brechstange. Was sollte mir denn sonst einfallen, wenn du so vor mir stehst? Hör schon auf. Erzähl mir lieber vom Schicksal unserer Schönheit. Aber bitte, lass sie angezogen. Soll natürlich schön enden. Im Leben geht es viel zu selten gut aus. Ich würde mir also ein gutes Ende wünschen. Ich stimme dir zu. Und obwohl unsere Dame zwar schön ist, sorgt ihr hübsches Gesicht allein nicht für dieses gute Ende. Ich würde ihr noch eine interessantere Eigenschaft verpassen. Glaubst du wohl selber nicht, dass irgendwelche tiefgründigen Sachen damals so besprochen worden sind? Komm, hör mir doch auf, du. Nun, so gut wie fertig. Na, dann lass mal sehen. Noch nicht. Irgendwas fehlt noch. Und was? Ein Bild. Ein richtiges Bild traue ich mir nicht zu. Aber eine grobe Skizze sollte ich schaffen. Vor allem, wenn du die Vorlage bist. Was? Und was bitteschön soll ich dafür tun? Stell dir vor, eine hübsche Dame steht vor dir und du machst ihr den Hof. Was würdest du tun? Ich behalte das, was ich wirklich tun würde, lieber für mich. Aber wie wär's hiermit? Jesus Christ. Wenn jetzt der Pimmelbeutel drin ist, dann scheiß in die Hosen rein. Jetzt lass mir meinen Wurstfaktor, der ist schon noch da. Da komm ich schon, der wischelt schon rein. Jetzt Tu dich sind nicht wir durch. fertig. Endlich. Mir tut schon alles weh. Deine Pein hat ein Ende. Komm, sieh dir unser Werk an. Als deine Belohnung. Miezi, morgen. Okay. Es ist Freitag, 12 Uhr auf die Nacht. Was ist denn mit dir? Was ist das für eine Zeichnung? Was hat denn das für Christballachsen? Weil ich mit der Strumpfhosen wieder dahergekommen bin, anstatt mit der Ritterrüstung. Da. Und nun? Und? Wie lautet dein Urteil über unsere Es Geschichte? ist wundervoll! Sag mir, was du davon hältst. Es ist offensichtlich, dass du sie geschrieben hast. Es sollte mehr von solchen Büchern geben. Ich habe was Besseres erwartet. Es sollte mehr von solchen Büchern geben. Zu schade, dass es nicht mehr solcher Bücher gibt. Wenn dem so wäre, würde ich noch zu einem Gelehrten werden. Wirklich? Ich nehme das mal als das beste aller Komplimente auf. Und was hältst du von der Zeichnung? Dafür, dass sie sehr spontan war, gar nicht mal so schlecht, oder? Sie ist wirklich hübsch. Ich glaube, so etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich weiß, dass ich keine meisterhafte Zeichnerin bin. Aber ich denke, wir können trotzdem sehr zufrieden sein. Und danke für deine Hilfe. Ich hatte viel Spaß. Ich auch. Absolut. We're gonna try it. Ich finde dich sehr interessant und aus diesem Grund würde ich dich gerne besser kennenlernen. Du kommst direkt zur Sache, was? Wer hätte das gedacht? Du darfst mich jederzeit besuchen.
Es wird sicher erleuchtend für uns beide. Vielleicht kann ich dir ja mal meine Sammlung an Jagdtrophäen zeigen. Geschichten aus Kuttenberg. Du hast Rosa bei der Fertigstellung ihres Buchs geholfen. Kriegst du ein Achievement. Rosas Buch. Was kann ich jetzt mit der? Muss ich irgendwann einmal wieder kommen anscheinend. Ja, wir haben ja noch nicht ein. Wir haben ja noch nicht einzünden, aber wir zünden wir schon noch ein. Kann man direkt, weiß das jemand? Weiß das jemand, ob man direkt nach dieser Nummer einzünden kann? Geht's soweit? No, also nur in dem Dialog, nicht, dass ich jetzt noch mehr anfangen. Ich lasse jetzt einmal ein, zwei. Von ihrer kann ich tatsächlich, sie ist eine Lehrmeisterin. Ich könnte ja auch aus der Kiste was klauen. Der Jodes schreibt ja, nein. Ja, was? Nix. Meine Damen und Herren! Punkt 2 für absolute Punktlandung. Wenn wir mir in dieses Rathaus reinkommen, sagen wir nächsten Mittwoch. So sieht's aus. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie hatten einen feinsten Freitagabend, wo die 4 Stunden gekommen sind. Das weiß kein Mensch. Mittlerweile vergingen jetzt die 4 Stunden Streams schon genauso schnell wie die 2 Stunden Streams. Herzlichen Glückwunsch. Nächste Woche, mit der wir wieder 3 Streams. Wir machen das jetzt noch mit ziehen wir im März noch so lange durch, wie es geht. Also ich muss wirklich an einem Freitag auf die Nacht irgendwann mal was anderes tun. Kann passieren. Bis jetzt weiß ich nichts, aber es kann passieren. Nächsten Mittwoch, nächsten Freitag geht es weiter mit KCD 2 und am Montag schauen wir uns mal Monster Hunter Wilds an. Ich bin Monster Hunter Neuling. Also ich habe natürlich kein Problem damit, wenn ich ein paar Tipps kriege. Ich habe aber keinen Bock drauf, dass die ganze Chat vorher Backseater ist, der seit 15 Jahren Monster Hunter spielt und mir dann voll schreibt mit du musst das, du musst das, du musst das, du musst das, du musst das. Da kriege ich einen Vogel. Ja, aber das wisst die Leute, die jetzt noch da haben, die wissen das. Werden wir uns auf alle Fälle anschauen. Ich bin sehr gespannt, was die Besonderheit an dem Spiel ist. Die Fanbase ist riesengroß und wird immer größer und mit Wilds soll es noch größer werden als jemals zuvor. Ob das Ding was kann, werden wir am Montag uns mal anschauen, oder damit wir wieder ein bisschen Abwechslung reinkriegen, weil jetzt haben wir 2 Wochen hintereinander, 6 Mal hintereinander KCD 2 gestreamt. Ein bisschen Abwechslung schaut nicht, tut auch mir nicht schlecht. Übers Wochenende schaue ich mir, dass ich ein wenig weiterspielen kann. Und jetzt ist die Frage, ich kann nicht nachschauen, wie weit wir sind. Und ich kann es auch nicht abschätzen, wie weit wir sind. Aber ich darf mir jetzt mal aus dem Fenster lernen, wenn ich schätzen müsste, ich darf sagen, das Spiel dauert noch sehr lang und wir haben ungefähr bei der Hälfte. Plus, minus 10%. Darf ich jetzt einfach mal schätzen. Flipfracky, mehr als jetzt wirklich. 30 Stunden KCD 2 Stream und noch nicht feiert. Haben wir mir schon 30 Stunden gestreamt? Das glaube ich nicht. Ja, wobei, es ist eigentlich gar nicht so unmöglich. Gell? Das ist der 8. Stream halt, nicht der 9. Stream halt. Und das mal 2 bis 4 Stunden, ja, das kann tatsächlich, kann es hingehen. Vor diesem Stream waren es 26 Stunden. Sprenge Vertraue, weil der närrische führt irgendeine Excel-Listen irgendwo. Warum? Dass du fragen magst. Übers Wochenende werde sie ohne uns die Rosi klären. Das kann passieren, ne? Kann passieren. Probieren wir das auf alle Fälle. Was ich mir überlegen muss, ob ich irgendwie Abschnitte in der Main Quest Offstream spiele. Wie viele Stunden hast du jetzt? Moment, da muss ich Spätze machen und speichern. Schauen wir mal. ...46,5 Stunden. Kruzifix. Und ich hab das Gefühl, dass wir noch nicht mal bei der Hälfte sind. Aber es wird halt auch nicht langweilig. Das war halt, ich muss ganz ehrlich sagen, am Mittwoch war es ein wenig zäh. Sag ich ganz ehrlich. Da war wirklich sehr viel hin und her rennen, Laber, 20 Minuten lang. Hier rennen, Laber. Und so wirklich passiert dort nichts, aber heute war wieder richtig gut. Heute war wieder richtig stark. Der Max schreibt, die Quests rund um die Teufelsbande kannst du locker offstream machen, die ist ganz witzig, aber nicht unbedingt relevant für den Stream. Das war jetzt so meine Frage gewesen, ob irgendjemand schon so weit ist, der mal sagen kann, es gibt ja 2 Main-Quests. Einmal das mit der Teufelsbande und einmal den Weg, den wir mir jetzt da gehen. Was passiert denn, wenn ich einfach die Teufelsbande so weit mache, wie es geht? Ist das irgendwie... Ich glaube halt, dass sie ganz witzig war, weil da der andere besoffene Idiot zum Beispiel dabei ist. Aber trotzdem... Kurze Empfehlung, das mit dem Rathaus kannst du so machen, die ist fett.
Das war jetzt die nächste Frage gewesen. Ich glaube, ich rieche es jetzt nämlich, es ist schon immer, es ist ja nur logisch, es ist immer so aufgebaut eigentlich. Jetzt kommt wieder wahrscheinlich viel Gelaber, Rumrennerei, bla bla bla, bis dann wirklich was passiert. Das heißt, eventuell schleiche ich mich selbst in das Rathaus hinein und ich versuche dann natürlich so ausführlich ich kann am Mittwoch zu mir erklären, was passiert ist. Sprich die vielleicht mit dem Birdlike ab, welche Storyteile für den Stream gut sind. Ich weiß gerade nicht auswendig, wie weit das ist. Der Birdlike, ich sag's dann auch schon, wenn es war. Wir reden mal jetzt mal, wenn ich jetzt zum Reno fange, sage ich sag nichts, ich mach nichts spoilert werden. Er sagt, ja, ich spoilert nicht, du Vollidiot. Aber zum Beispiel so jetzt, wann war das? Vor 3 Streams oder letzte Woche irgendwann, wenn wir in der Burg da die anderen Tussi im Wald zusammenhauen, sagt man Tepf. Auf sowas werde ich halt vorgewarnt. Ja. Aber sollte ich mit der Hauptquest dann so weit kommen, ich speichere in einer Tour. Soll ich so weit kommen, dass ich merke so mit, oh, scheiße, das ist jetzt für den Stream wichtig, dann brich ich natürlich sofort ab, nehme einen vorherigen Spielstand und mache irgendwas anderes. Aber sonst wären wir nicht fertig, wenn ich einmal, ich sage mal, so einen Streamabend überspringe, der 2 Stunden dauert. Und wir sehen mir nichts in 2 Stunden in dem Spiel, weil allein, ich war heute schon gespannt damit, wir haben doch gerade jetzt da bla bla bla, so, jetzt haben wir den Typen da unten umgebracht, bumm, es ist 3/4. Bruder, da sitzt man da bis keine Ahnung wann. Kann ich spoilern, das mit dem Rathaus? Nein, musst nicht. Warum setzt das jetzt da? Free Frankie, Ruhe. Einfach jeder Ruhe. Jeder, der das Spiel gut findet, ich weiß, ich kenne das, verspürt permanent den Drang zum Erklären und zum Sagen, was gleich passiert. Nein, da sitzen noch andere Leute drin, die nicht gespoilert werden wollen. Selbst wenn ich jetzt sage, ist mir wurscht, mach. Nein, tu es nicht. Okay? Einfach nichts sagen. Außer ich frage ganz gezielt danach. Ich habe auch den Eindruck, die Rathausquest und der Einschleicher und mit dem Typen labern und so weiter ist eher so meh. Und dann kommen wieder Cutscenes, Cliffhanger-Geschichten und so weiter. Geh davon aus, ich weiß ja auch nicht, was passiert. Ich mag es auch nicht wissen. Man, was soll das? Natürlich mag ich es nicht wissen. Aber ich werde es dann schon ausführlich erklären am Mittwoch dann, wenn wir weiterspielen. Ich glaube, das ist okay. Damit ich zwischendrin immer mal so wieder 2 Stunden nach vorn springe und ja. Auf Monster Hunter bin ich schon gespannt, bin da ein Neuling. Du Basti, ich auch, tu dich nicht runter. Ach, bis zum Morgen Oktober werden wir schon durch sein. Ich hoffe, dass wir im März noch, ich möchte im März fertig werden. Alles klar, hier der Step-by-Step-Guide für die nächste Quest. Und das ist nicht nur im Discord da. Irgendwie was Einfaches bloß herzagen wollte und dann schickt er einfach einen Guide von der ganzen Quest ein und sagt, das ist kein Spoiler. Wir waren das gleich wieder. Das wisst der Dampfler, aber ich weiß nicht, ob er noch da ist. So, Freunde der Sonne, jetzt gehen wir ins Bett. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer. Ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende. Hoch die Hände, Wochenende. War ein guter Stream, hat mir richtig gut getaugt. Die 4 Stunden sind vergangen wie nichts. Jetzt haben wir 4 Stunden und 10 Minuten da. Ich bedanke mich ganz herzlich. Like-Button nicht vergessen. Bitte, Dankeschön, das bedeutet mir sehr viel. Kuss auf die Nuss an alle neuen. Who knows? Ich glaube, seitdem wir KCD streamen, ist übrigens mal was Positives nach langer Zeit, mal wieder, was das betrifft. Seitdem wir KCD streamen, brechen meine Abos nicht mehr weg. Das ist das erste Mal seit 1,5 Jahren. Seit 1,5 Jahren machen Abos jeden Tag minus. Nicht viel, 1, 2, 3, manchmal 10. Aber 1, 2, 3 am Tag so, dass ich im Monat um die 100 verliere. Seit über 1,5 Jahren. Wir waren mal kurz vor 117.000. Jetzt haben wir fast wieder bei 115.000. Also, nur damit du dich auskennst. Und seit wir KCD streamen, so seit einem guten Monat, ist das erste Mal seit langem, dass das zumindest bei 0 bleibt und teilweise ins Plus geht. Ganz, ganz minimal. Bei weitem nicht so wie früher, das ist mir schon klar. Das wird dann nicht mehr passieren wahrscheinlich, nehme ich an. Aber das ist ein Zeichen. Darum werden wir weiterspielen müssen. Aber ein bisschen Abwechslung muss sein. Ich glaube, das tut euch gut, das tut mir auch gut. Und wenn wir einen Abend in der Woche von 3 dann was anderes spielen, ich glaube, das ist okay. Ich glaube, das ist okay. So, jetzt schleichen wir uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kuss auf die Nuss. Danke für die Donations. Danke für die neuen Mitgliedschaften. Da waren heute ein paar dabei. Da waren die ganze Woche ein Haufen dabei. Aber wie festgestellt, danke für die Resubs. Danke für die Donations. Press Triple F für die Moderatorin. Press Quadruple F für die Lea, die immer da ist und uns jeden Scheißdreh erklärt und der es nicht langweilig wird. Press Octave fürs Gutgeil, das jetzt Spätschicht aushält und nur 9 Minuten vom Stream gesehen hat. Ich wünsche dir viel Spaß im Nachschau-Squad.
Und danke für dein Vordono. Wir sehen uns am Montag im Stream. Wer noch nicht im Discord ist, ab ins Discord. Da schicke ich immer eine Ankündigung jeden Sonntag auf die Nacht eine, was wir kommende Woche spielen. Und ansonsten fällt mir nichts mehr ein. Schönes Wochenende. Hauen Sie sich hinein. Ich tröte jetzt ganz leise, weil ich glaube, dass Bürgerin vorhin eingeschlafen ist und jetzt muss ich sowieso die ganze Zeit... nein, ich kann mal wieder laut sein eigentlich. Aber mit der Tröte mag ich es jetzt ja gerade nicht versauen, dass dann ins Bett geht und ich muss wieder die ganze Nacht mit dem Maul halten. So, schleichet euch dahin. Kuss auf die Nuss. Habe die... Und jetzt schaut das Langwinz. Achtung. Ja, Sprengi, was tust du jetzt? Was tust du jetzt? Schaut's das Langwinz.